Jawohl, ich bin dann wohl der Vierte. An schöner ersten Advent des flauschigen lachender Smiley Kuss zu werfender Smiley. Das heißt quasi, es geht da was, oder wie? Habe ich dir euch Leute, Kathi, habe ich dir Mike, Wifi, grüß euch, Mr. Werb. Alter, ein ganzes Jahr hat er auch schon beieinander. Was sagt es eigentlich mit der ganzen Zeit? Ich verstehe die Frage nicht. Werb, danke dir für 12-monatige Treue in der Bazi Gang. Viel Spaß weiterhin mit dem Moos natürlich. Und natürlich weiterhin sehr herzliches Willkommen in der Bazi Gang. Das war aber sowieso klar. Dankeschön. Es werden immer mehr, Start, habe ich so gesagt. Leute, wie geht's euch? Guten Morgen beieinander. Ich hab gehört, der erste Advent ist der perfekte Zeitpunkt, um irgendwelche Zombies-Seppen zum Zerschießen. Ich habe eigentlich irgendwie mehr Hoffnung in God of War gehabt, aber irgendwie scheitert alles gegen Horrorspiele. Ich weiß nicht. Also, ich meine, ich denke, das wird eine Wahl zwischen God of War und Resi 8, das kann ziemlich eng ergehen. Nix da. Ist zwischenzeitlich 7-1 für Resi gestanden. Ich meine, dann kann man zukünftig, wenn ein Horrorspiel zur Auswahl steht, kann man die Umfrage sparen. So hab ich so im Gefühl. Advent ist gemetzelt, sehr gerne. Ja, wir haben, ich weiß auch nicht, irgendwie Content weihnachtstechnisch bei mir ist immer irgendwie mit Blut verbunden. Ich weiß nicht, das weiß ich noch, wir haben letztes Jahr am 24. Dezember mit der God of War Saga angefangen. Ja, am 24. Dezember gibt es ja nichts Besseres, als wir mit God of War anzufangen. Also ich weiß auch nicht, irgendwie, und der Advent heuer fängt irgendwie genau so. Irgendwie, keine Ahnung. Vielleicht ist es mir so aufgesetzt worden, dass ich das so machen muss. Aber gut, ihr habt's entschieden, also spielen wir Resi. Das passt eigentlich heute sogar ganz gut, weil heute haben wir verdammt viel Zeit. Heute haben wir wirklich verdammt viel Zeit, was Streamer angeht. Ja? Ich bin jetzt allein im Haus, in der Bude. Frau Barz ist beim Platzalbacher bei ihren Schwiegerleuten und fährt dann da zum Pferd. Das heißt, vor 4:30 kommt die nicht heim. Und ich glaube, bis 4:30, da kriegen wir das DLC mit Sicherheit durch. Ja, außer ich stelle mich wieder komplett da wie der erste Mensch. Weil Aiming und so. Ja, ihr wisst es ja, ich bin da nicht so der Pro drinnen. Ja? Aber das mehr Löcher ins Luftballern ist bekanntermaßen mehr Unterhaltung für euch. Habe ich mal gehört. Adventkerzen oder Blut ist wurscht, ist beides rot. Die unseren Hand weiß. Aber ja, grundsätzlich stimmen wir dazu. Naja, schauen wir mal. Ich bin gespannt, was das DLC kann. Ich habe tatsächlich außer einem Trailer noch nichts gesehen. Den Trailer habe ich aber schon gesehen, wie er angekündigt worden ist. Es gibt den einen oder anderen unter euch, der weiß bereits, was da Phase ist. Ja, ich weiß tatsächlich nichts davon. Das Einzige, was ich weiß, das war eine spoilerfreie Info, die ich da aufgeschnappt habe. Wir müssen wieder in das Puppenhäusl. Und eigentlich ist das schon, die Info allein ist schon Grund genug, dass ich überhaupt keinen Bock mehr habe. Weil ihr wisst noch, ne? Puppenhäusl, Resi 8, Baby, Tschernobyl, ne? War nicht schön. War nicht lustig, also für mich zumindest nicht. Für Eng war es lustig, aber für mich war es nicht lustig. Und wenn ich jetzt so im Hinterkopf weiß, du musst da wieder hin. Leichte Unlust. Ihr habt das Puppenhäusl, brrr, ja, genau, so. Genau, das ist, nur Puppenhäusl gelangt mir schon. Puppenhäusl allein reicht mir schon. Dass ich einfach sage, okay, spielen wir es einfach nicht. Aber gut, das wird man, irgendwie werde ich schon überleben. Also, das haben alle anderen auch überlebt, also wird sie auch überleben, hoffe ich. Ja, wenn ich nur da an einen Schlaganfall irgendwie leide, dann denke ich bitten, dass irgendwer einen Sanker ruft für mich, ja, weil ich bin ja schließlich allein daheim. Aber gut. Jetzt müssen wir schauen, meine Webcam macht da irgendwie so ein bisschen Faxen. Ah, deswegen, okay. Ja. So. Bach's halt auch noch Platz, da läuft der Stream ganz wirklich nebenbei. Also,
Kathi, ich übernimm weil keine Gewährleistung dafür, wenn du bei einem Jumpscare dir in den Finger schneidest. Ja? Nicht, dass dann hinterher Beschwerden kommen. Der Party ist schuld, der hat mir den Finger geschnitten. Der zirkt aber dann nicht, gell? Ansonsten machst du ein paar Platzerl mehr zwecks dem Zuckerhaushalt, ja? Dass der Pegel hoch bleibt, falls zum Schwitzen wurde bei dem Spiel. Hinterleg mir bei beim PPN dein Adress. Du hast das abgesehen davon. Außer du hast die Nachricht gelöscht. Irgendwann einmal, dann natürlich, ja, blöd. Aber du hast meine Adresse tatsächlich. Also Wife, du bist in der Verantwortung, falls ich da umkipp. Ich möchte auch gar keinen Druck auf dich ausüben, abgesehen davon. Aber so schlimm wird's ja Dennis nicht werden. Also, ich meine, so Aussagen bei Resident Evil genieße ich mittlerweile mit extremer Vorsicht. Ja? Weil ich hab bei Resi auch da gesagt, ja, so gruselig ist ja noch nicht. Oder ist bisher nicht. Ja genau, und dann ist das Puppenheisel gekommen. Und dann habe ich meine Aussage wieder extremst bereut. Ich speichere das nicht ab, außer Discord tut das. Moment, ich checke. Der Nachrichtenverlauf. Gut, der ist halt ewig lang, bis dass du die Nachricht wieder findest, weil ich bin wahrscheinlich schon gestorben dann, aber... Na, Schmarrn. Oh ja. Nein, sonst Freitag, ich wollte eigentlich Freitag wirklich live gehen. Oder das war eigentlich der Plan gewesen, aber ich hab mir dann gedacht, hey, ich hab Nachtschicht gehabt. Ich hab dann an dem Tag, wo ich die Ankündigung dann geschrieben hab, dass ich nicht live gehe, ich hab so schlecht geschlafen gehabt. Und dann hab ich mir gedacht, hey, Freitag, da haben so viele Leute online mit Content, die wo ich da irgendwie versorgen können. Aber ich gedacht, hey, da lasse ich jetzt einfach einmal 5 Grad stehen, machen wir die für heute ein wenig länger, dann passt das auch wieder. Und morgen abgesehen, davon haben wir auch wieder live. Ja? Wir haben heute einen fetten Grusel-Resi-Baller-Stream am 1. Advent und morgen werden wir mit God of War weiter, tatsächlich. Das weiß zwar noch keiner, aber jetzt wisst ihr es halt. Werde ich aber dann später noch auf Discord auch ankündigen. Apropos, gestern war irgendwie ein ganz weirder Tag für mich, weil ich hab in der Früh oder Nachmittag irgendwann, wie ich bei der Yassi im Stream war, habe ich auf einmal auf mein Dashboard geschaut gehabt. Und auf einmal habe ich drei Follower random dazu gekriegt. Ja. Die werden da gelistet. Einer davon ist auf Discord erschienen, der hat sich zwar noch nicht gekriegt, aber ne? Und dann schaue ich gestern auf die Nacht, bevor ich ins Bett bin, habe ich Namen geschaut, dann haben nur mal 2 dazugekommen. Also ich habe jetzt quasi über Nacht oder über Tag 5 Follower gemacht und ich weiß nicht, wo die herkommen. I don't know. Advent, dann mein Anus. Sei habe ich die, du Morgen. Bots, das glaube ich nicht einmal, weil ich habe mir quasi in meiner Followerlisten die Profile mehr oder weniger angeschaut. Das sind alles Accounts, die haben schon 6 oder 7 Jahre alt und die haben da alle anders, also die haben da alle mit Profilbild und so weiter und so fort. Also, ich weiß es nicht. Können Bots sein, können aber auch echte Menschen sein. Ich habe keinen Plan, wo die herkommen sind. Von YouTube glaube ich nicht, weil dafür bin ich einfach zu klar. Gut, die Kanten, das was mir jetzt gerade einfällt, die Kanten von Twitch Clips Germany kommen tatsächlich, weil da habe ich meine Clips einmal hochgeladen und vielleicht haben die irgendwie dadurch dazu gekommen. Aber ist eh wurscht. Falls ihr da habt, merci fürs Followen, falls ihr irgendwann eine Chatnachricht schreibt, dann werde ich einen Follower retriggern, sofern das möglich ist. Normalerweise sollte das möglich sein. Und wenn ihr Bots habt, ja mein Gott, nein, dann wird es in der Boardung sowieso wieder gelöscht. Ja, sie hat den Werbehammer gestern ein bisschen geschwungen. Hat die Shoutouts gemacht, oder wie? Also jetzt Real Talk, weil ich halt echt absolut keine Ahnung habe, wo die Leute herkommen. Und ich war ja gestern bis, wie lange war ich bei der Erste drin? Bis 3:03? 3:03? 10:03? Irgendwie sowas, weil wir dann zum Tennis. Aber falls das auf der Yassi ihren Mist gewachsen ist, dann muss ich mich natürlich entsprechend bedanken bei ihr. Die wird wahrscheinlich nur eine reinschneiden, so wie ich die kenne. Naja. Sonst gibt's eigentlich soweit eh nichts Neues. Ich hoffe jetzt nur, dass der Stream nachher nicht ruckelt, weil ich habe ja meine Qualitätseinstellungen vor 3 Wochen oder so nach oben geschraubt oder verändert, dass es besser ausschaut. Das ist aber tatsächlich bisher bei der Game Capture Card, wenn ich über PlayStation spiele, ist überhaupt kein Thema nicht. Resi spielen wir jetzt dann tatsächlich über den PC und ich hoffe, dass der jetzt nicht irgendwie das Wackeln anfängt. Wenn doch, dann werde ich den Stream nochmal kurz neu starten, beziehungsweise die Einstellungen nochmal so machen, wie sie vorher waren.
Und ja, aber das kriegen wir schon irgendwie hier auf alle Fälle. Aber ich bin jetzt einfach mal confident, dass das funktioniert, weil ich bin ja heute um 7:30 schon aufgestanden, ja, für den Fall der Fälle, dass Resi wieder irgendwie Spacken anfängt. Und ich habe dann geschaut, ob das Spiel sich wirklich öffnen lässt. Es passt da alles, ja, also ich habe das nachträglich auch selbst gepatcht. Da war halt abgesehen davon auch noch irgendein Update seitens von Steam. Ich weiß jetzt nicht, ob sie das gefixt haben mit dem Bug, den was da gehabt haben, dass du das Spiel nicht mehr aufmachen kannst. Aber dann habe ich meine Grafikeinstellungen angeschaut und ich habe das so gemacht, dass jetzt der PC nicht kompletten Flickflack macht. Kleiner als 3 Hammer Twitch-Baby Smiley mit Freudentränen. Jassi, danke dir für den Reset im 8. Monat. Wollt haben wir Twitch-Baby? Ja. Die Baby-Bazi-Familie wird immer größer und größer. Da kommen immer mehr dazu. Danke dir. Jassi, für 8 Monate Treue und viel Spaß weiterhin in der Bazi-Gang und viel Spaß mit den Mods. Dankeschön. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, dir geht's gut. Smiley mit Freudentränen, ja, das ist der wichtigste an der Stelle. Kann sein, dass von ihr sind, von mir können es nicht kommen, weil meine Follower alle von allen anderen auch sind. Und Jassi hat sowas gesagt, dass heute anscheinend bei dir, obwohl, schau, da ist gerade. Ah ja. Jassi, ich hätte mal eine Frage. Hast du gestern Werbung gemacht? Für mich zufälligerweise? Also, danke dafür an der Stelle. Ne? Also nicht, dass du jetzt meinst, ich möchte jetzt irgendwie, dass ich die angreife. Äpfel kommen die Follower von deinem YouTube. Mike, das glaube ich nicht. Ich habe 22 Abonnenten auf YouTube und die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendein fremder Random dabei ist, das kann man mir nicht vorstellen. Natürlich ist möglich, kann durchaus sein, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das unwahrscheinlich ist, weil von den 22 Abonnenten, die ich auf YouTube habe, haben wahrscheinlich mindestens 15 von eng. Also mit Sicherheit. Kann leicht sein, ich rede so gern über euch. Ja, okay, nein, es geht um das. Ich habe gestern quasi 5 Random Follows gemacht, obwohl nichts gewesen ist und ich kann die Leute nicht zuhören. Ich weiß nicht, wo die Leute herkommen. Ich habe geschaut, ob die irgendwelche Gemeinsamkeiten mit Discord haben. Es ist halt, nö. Ne? Und ich weiß halt nicht, wo die Leute herkommen. Deswegen die Frage, ob du vielleicht oder sonst irgendwer der Delay oder keine Ahnung, wer Werbung gemacht haben, damit ich mit das vielleicht ein wenig zuordnen kann. Wer da vielleicht verantwortlich ist dafür. Aber danke auf alle Fälle an der Stelle, Jassi, für die Werbung, okay? Vielen lieben Dank. Waren gestern überall recht viele neue Leute unterwegs, okay? Ja, mehr neue Leute, abgesehen davon mehr gut. Ich möchte mich ja nicht beschweren, das ist recht so. Abgesehen davon, wir haben 3 vor 200, ja? Das heißt, wenn wir 200 vorher haben, dann gibt es einen Community-Zug. Hab ich Ihnen versprochen. Hab seit gestern auch ein paar neue Leute, vielleicht sind da gleich ein paar einer. Ja, ist nicht recht. Okay, na, wenn ich weiß, dass du dankenswerterweise Werbung gemacht hast, dann kann es sein, dass die von dir kommen, tatsächlich. Okay, dann brauchen wir jetzt nicht wegen Bots oder sonst irgendwas Gedanken machen, weißt du? Weil es ist halt dabei komisch, du sitzt da, hä? Ein Follower, what the fuck, ich bin nicht mal live gewesen, hä? Gestern war ja Twitch fast non-existent. Ja, also ich war in der Früh kurz ein wenig beim Mozart drin, dann war ich bei dir noch drin und dann habe ich Tennis gespielt und dann war's vorbei. Ich bin den ganzen Abend nicht mehr. Zum Schluss, wie der Mike fast offline gegangen ist, also kurz bevor offline gegangen ist, habe ich es noch mit dem Twitch geschafft. Also mir tut das selber irgendwo leid, dass ich selber nicht so oft bei anderen sagen kann, wie es ihr bei mir habt, aber es ist einfach so unfassbar viel nebenher, wo sie betreibt mit Tennisspielen, mit der Frau Bazi, mit den Schwiegerleuten, mit der Familie. Es ist weiß ich oft schon gar nicht mehr wohin. Also nicht, dass man's, mir bockt's nicht, dass ich mir da irgendwie zu Engahi sitze. Gut, Sven. Langsam wird's eng, ja, minimal. Wir haben schon gesagt, wir brauchen einen Twitch-Kalender, dass wir wissen, wer wann zurück. Es ist bei tatsächlich mittlerweile so, ohne Scheiß. Es sind so viele Leute mittlerweile in der Bubble, in der Bubble da erinnert, ne? Also jetzt ich, Jassi, Mike, wie es alle heißt, ich glaube, da bei mir schon mindestens 10 Streamer haben, die du irgendwie unterbringen musst. Aber ist recht so, ja. Es ist schön, dass die Community wächst und dass das immer mehr Andrang kriegt. Ich sage einmal dazu, mehr Mundart-Streamer müssen nicht einfach sein. Das hilft halt einmal nicht. Bayern bzw. Österreich muss ja irgendwann auch Twitch schon mal übernehmen können, ne? Also auf uns, ne? Weil es wird zwar ein wenig dauern, bis wir das schaffen, aber jeder kleine Chance fängt einmal irgendwann an zum Stingen. Oh, der nächste.
Naja. Warum fallen manche Bilder von Wänden? Die erfüllen die Rahmenbedingungen nicht. Ja, der ist legit, Mr. Day Zero. Danke dir für 13 Monate. Holy shit, ich kann die Zahl irgendwie noch gar nicht so wirklich, fassen. 13 Monate Resub. Danke dir. Weiterhin viel Spaß mit dem Mod zum weiteren Willkommen in der Basis gegen mein treuester Twitch-Kamerad. Der ist schon ganz das. Also offiziell ist er jetzt bei der Basis gegen 13 Monate dabei. Wenn man das andere Zeug alles mitrechnet, wo er schon dabei war, dann haben wir schon bei 40 Monaten ungefähr. So, auf die Art. Wir brauchen einen Partner, der unser Twitch-Team aufmacht. Hashtag Altenbrief. Ohne Scheiß, zu wem habe ich denn das jetzt gesagt? Jetzt weiß zu irgendwem habe ich das jetzt letztes gesagt, wir müssen mal ein Twitch-Team machen. Aber ich glaube, dass da ein Partner braucht. Hashtag Birger. Der Birger muss Partnerschaft machen, das hilft uns nichts. Ich habe zu irgendwem habe ich gesagt, Alter, wir müssen mal ein Stream-Team gründen, weil wir die Leute alle dafür hätten. Zum Cookie. Ja, das ist ja wieder, der ist ja, der Cookie hat ja eigens, der ist ja in der Gamer Varia. Meine war oder ist er noch, keine Ahnung. Aber ich weiß jetzt, muss man da Partner sein, damit man ein Team gründen kann? Ich hätte gemeint, das kann man einfach auf Random machen. Bin mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht sicher. Oh, Streamteam, das war halt brutal. Man stellt sich Streamteam Alpenrepublik. Allein fürs Meme das da schon durchbringen. war ich voll dabei, so gegen Küssis. Brauchst du halt einen Twitch-Partner, nur die können ein Team aufmachen. Okay. Ja, das habe ich jetzt nicht gewusst. Ich habe nicht gewusst, dass du einen Partner brauchst dafür. Organisieren können wir das anders auch, brauchen wir keinen Partner. Wir überlegen uns was. Da finden wir schon eine Lösung. Ich glaube, wir zwei haben wir doch jetzt da letztens erst drüber geredet, oder? Wir haben doch damals eine Idee geäußert, mit von wegen so Art, wie sag ich denn? Wie so eine Art Threadfest, aber halt nicht mit Musik, sondern halt, ne? Das war tatsächlich einmal eine richtig geile Idee. Du hast die Woche schon mal ein bisschen recherchiert, okay? Ja, aber das war halt tatsächlich wirklich eine geile Geschichte, weil du hast halt jetzt, hast die Leute dazu jetzt mittlerweile, ja, und zweitens, die passen alle halt zusammen. So, da ist jetzt keiner dabei, der was sagst, hey, was ist denn der für einer? Sondern du hast halt wirklich 10, 12 Leute, die wo wirklich da wo der Kreis einfach wirklich rund ist und nicht eckert, so auf die Art, ne? Festival, ich würde sagen, wir fangen mal an, so eine Art Stundenplan an. Ja, genau, wie in der Schule, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Wir können ja mal sowas planen, alle miteinander. Ich war dabei. Dwight und ich haben diesbezüglich schon mal geredet. Und ich glaube, dass wir da irgendwann die nächsten Tage, Wochen, dass wir da vielleicht wirklich einmal was auf die Beine stellen, dass wir mal wie sage ich denn, dass man sagt, eine Zeitspanne von, keine Ahnung, 12 oder 16 Stunden und dass ja jeder Streamer sich da die Zeit aufteilt, dass, sagen wir mal, keine Ahnung, ich mach 2 Stunden, dann macht der Seid 2 Stunden, dann macht der Mike 2 Stunden, dann macht Wi-Fi 2 Stunden, dann macht der 2 Stunden und so weiter und so fort. Das ist wahrscheinlich einmal etwas, was man in der Zukunft mit Sicherheit einmal durchführen kann, weil das, glaube ich, das war schon richtig geil. Wie gesagt, du hast jetzt die Leute dazu, du hast den Content dazu, du hast die Community dazu, da wo jeder den anderen eigentlich so mehr oder weniger schon kennt und die wo den einen oder anderen halt noch nicht kennen, die lernen den dann kennen, so, ne? Aber da schauen wir mal. Machen wir mal Step by Step, auf alle Fälle. So wie Wi-Fi schreibt. Monat vor bin, genauso. Genau, da habe ich nichts dazu sagen. Mein DC konnte ich opfern. Wie meinst du, dein DC kannst du opfern? Verstehe ich jetzt nicht. Aber ist dann irgendwie lustig, dass wir irgendwie alle so den gleichen Gedanken gehabt haben. Ja? Der Mike recherchiert, Wi-Fi hat die Idee gehabt, ich hab das mit dem Gedanken schon gespielt, der Marshall spielt mit dem Gedanken, also irgendwie, weiß ich nicht, sind wir lauter Seelenverwandte. Bist du schon so gehypt heute aufs DLC? Ich bin auch gespannt tatsächlich. Wie gesagt, ich habe vorher gesagt, ich weiß nicht wirklich viel davon, nur sehr, sehr wenig. Nur sehr, sehr wenig und das ist eigentlich auch nicht aussagen, weil das, was ich weiß ich nur vom Trailer. Yassi vor Partner, hilft ihm nicht. Ganz ehrlich, ich hab mit der Yassi vor
2 oder 3 Wochen, wo sie Partnerschaft zu Hightech gekriegt hat, habe ich zu ihr geschrieben, in 2 Jahren spätestens der ist sie Partner. Meine voll ernsthafte Aussage. In 2 Jahren spätestens ist der sie Partner, bin ich mir 100%ig sicher. GSC hupst, ja. Ich kann mir sowas auch nur vorstellen mit Leuten, hinter die ich stehe, ihr seid so leid. Oh, gib mir mein Herz auf für die Jassi spammen, das war jetzt total lieb von dir, dankeschön. Ja, es ist halt einfach, ich weiß nicht, irgendwie der Haufen hat sich gesucht und gefunden, weiß auch nicht. Das hat nicht anders gesagt. Warum ist das Lied so laut? Donkey Kong, what is it? Hey, erst mach aus den Scheiß. Ja, das hört sich ein wenig besser, das ist ein wenig ruhiger. So. Gut, genau, abgesehen davon, wenn schon die Jassi für mich Werbung macht, dann können wir für die Jassi auch mal ein wenig Werbung machen, ja? Ich meine, ihr kennt die Jassi alle und die es nicht kennen, auf den Channel draufgehen und am Following-Button am Button smashen, so. Die Musik macht einen auf Mike, schön laut. Ja, der Mike kann nur laut. Ja, der Mike und leise, das geht, das ist praktisch, wenn der Mike leise ist, dann stimmt was nicht. Kurzum, wir haben einen geilen Haufen. Ja. Ein geiler Haufen mit demselben Dachschaden. Ja, da wo jeder Einzelne den gleichen, der hat schon mal mindestens einen mit Schauwerfen Kopfwaffe gekriegt, so auf die Art. Und das ist gut so. Alle Herzen von die Subs ausgesucht für die Jassi. Der Sei macht schon Akkordarbeit heute um viel über 10 in der Früh am 1. Advent. Sehr gut. Rottalerin, habe ich die Ehre. Grüß euch. Grüß dich. Alles fit bei dir? Ja. Ich stelle jetzt einmal eine Frage, die man eigentlich nicht stellen hat. Wobei, warte mal, ich möchte noch schnell eine Abstimmung machen. Und zwar geht es um Folgendes. Spielen wir mir als DLC im Ego-Shooter-Modus, also so wie wir es 8er auch gespielt haben, also das Core-Game, oder möchtest du es im Third-Person-Modus sein? Das ist ja neu dazugekommen. Das dürft ihr jetzt entscheiden. Aber da machen wir jetzt eine kurze Abstimmung nach 5 Minuten und dann fangen wir spielen oder so. Jetzt pass auf. So. Könnt ihr gerne mal ein wenig austoben. Haben wir da. Bin froh, wenn Feiertag vorbei sind. Alle sind komplett damisch wegen Weihnachten. Gut, dass bei uns bist. Wir schießen beim ersten Advent Zombies über den Haufen. Also, ich mein. Also quasi so wie Resi 0. Resi 0 ist. Ja, das ist Third Person. Also praktisch. Die Ego-Shooter-Perspektive für die Leute, die das vielleicht nicht wissen, Ego-Shooter, da siehst du nur die Waffen, ja? Und bei der Third Person siehst du den ganzen Charakter von hinten, so wie Assassin's Creed zum Beispiel. Ja? Ich persönlich finde, nein, das sage ich jetzt nicht, weil dann weiß ich ganz genau, wie die Abstimmung ausgeht. Das sage ich danach, wenn die Abstimmung vorbei ist. So schießen wir wieder ins eigene Knie, das ist nicht gut. Bazi, das ist überhaupt nicht gut. Ja? Da war mal was, Vorsicht, was du on-stream sagst. Ja? Das ist, macht mir gar nicht so. Bist du eigentlich gestern nur durchgekommen, Jassi, mit Resi 0? Aufpassen, was man sagt im Stream. Ja, genau. Das geht auch für mich. Das geht nicht nur für Eng, das geht auch für mich. Du hast deine Geschenke schon zusammen? Apropos Geschenke, da darf ich mich noch einhalten. Das muss ich vielleicht noch einmal. So, in den Streams sagen, ganz dünnes Eis, ja. Vor allem bei mir habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, wie ich drauf komme, aber irgendwie hat es da schon den einen oder anderen erbrezelt. Ja, mich Gott sei Dank noch nicht, aber mit der Bresel auch irgendwann, weil irgendwann verschmatze ich mich einfach schonungslos und dann bin ich sowas von fällig.
Das sag ich schon kommen. Nein, die Frösche waren Endgegner-Level gestern und wollten unbedingt zur Wifi. Okay, haben wir noch mit, passt. Jevin hat ihr Geschenk gestern auch schon gekriegt. Wie jetzt? Wie, die hat ihr Geschenk gestern schon gekriegt? Wieso noch wegen bald? Ja, ich muss, also glücklicherweise, ich bin in der Situation, dass ich mich eigentlich fast um nichts kümmern muss, weil alles andere Leute irgendwie übernehmen, so praktisch. Das Einzige, was ich tun muss, ich muss das Geschenkzeugnis für meine Eltern besorgen. Aber das ist, davon ist die Hälfte auch im Internet. Ne? Also irgendwo auf einen Shop gehen, bestellen, liefern lassen, fertig. Als der Mike aber nicht da warten kann. Was hast du gekriegt, wenn man fragen darf? Oder ist das ein Secret, das wo keiner wissen darf? Mein Mann kriegt eine Schachtel Zigarren, eine Pfeife vom Gandalf Herr der Ringe und 100 € Gutschein. Respekt, das ist eine Pfeife vom Gandalf. Ist die auch so lange dann praktisch, oder wie? Also, so, scheiß Kamera, so. Auf was stehen so gut wie alle Frauen? Parfüm? Essen? Schuhe. Das war mein nächster Tipp gewesen. Ja, Schuhe, stimmt. Ist eine lange, kostet 215 €. Alter Verwalter. Ja, aber wenn dein Motor so affin ist, warum nicht? Also, auf alle Fälle eine schöne Geste. Da brauchen wir nicht rein. Waren mal andere Schuhe als Turnschuhe, deswegen. Ah, okay. So richtige Salonschleicher. Aber cool. Das ist ja dann, also du kriegst ja dann Weihnachten wahrscheinlich auch noch mal was. Ja? Also doppelt gemoppelt im Endeffekt. Ein paar schöne Stiefel. Oh, schöne Stiefel. Und so. Ich hab sonst nur Turnschuhe im Haus. Frag mich einmal. Ich hab genau 3 Paar Schuhe und eine davon sind Birkenstock-Klapperl. Weiß nicht, ob das als Paar Schuhe zählt, aber. Alter, so bei Geschmack hab ich da erinnern nie geschrieben. Ja, bist du krank oder haben sie dich entführt? Wer bist du eigentlich? Was hast du mit Sei da? Er hat 3 Humidor, sind Zigarrenkisten und 3 Pfeifenschränke. Okay, der Mann ist quasi Sammler von dem ganzen Zeug, okay. Ja, na gut, ich mein, okay. Warum auch nicht? Ich meine, das ist ja okay, jeder hat ein anderes Hobby. Brauchen wir nicht drin. Gut, Bazi und Steckelschuhe hat mich jetzt auch verwundert. Mich auch tatsächlich. Ja, ich glaube, mit der Alter hat man da mein Sprunggelenk brechen, meine ich schon. Allein wenn ich so stehen müsste, weiß ich nicht. Das meine ich, da hat mein Sprunggelenk gar nicht mitmachen. So. Ihr möchtet einen Third-Person-Modus. Ja gut, okay. Das kriegen wir hin. Ihr habt zusammen knapp 5000 DVDs. Kommt man da überhaupt noch mit dem Schauen? Naja, gut. Leute, sollen wir mal anfangen? Sollten wir uns dem Gruselgedöns da mal widmen? Wie schaut's denn aus? Heute haben wir verhältnismäßig. Da haben wir gut am Schmerzen heute. Man muss die Zeit nehmen. Ja, bei 5000 DVDs, da brauchst du ein bisschen Zeit. Das sind ungefähr, ja, je nach Filmlänge, sagen wir mal rund 10.000 Stunden. Musst du erst einmal haben. Es ist eine sehr treffende Beschreibung, was du da der Yassi geschrieben hast, Mr. Seijing. Ich habe auch schon 5000 Videos geschaut, aber ich sag nicht welche. Von denen 5000 rechnet jetzt einmal 300 Stunden für mich weggert. Ungefähr. Schaut, dass der Tag noch 24 Stunden hat. Mhm. Und 8 davon schlafst. Und 8 davon arbeitest, also hast du im Endeffekt nur 8 Stunden. Wenn wir mal in einer Kappe noch reinschauen ins Wicht, das meine ich eine gute Idee. Das meine ich eine absolut gute Idee, wenn du mich fragst.
Ist auch kein Video, sondern ein Stream. Ja, aber eigentlich, ne? Trotzdem, die Zeit ist weg, die kriegst du nicht mehr. Naja. Nein, ich mache jetzt so mit gemütlich Spei auf. Ist das eine Idee? Ich glaub schon. So. Video ist für mich aufgenommen und aufgeklommen. Ja, okay. Ist akzeptiert. Ist akzeptiert. Gut, ich weiß ja nicht, wie viel Watts du von mir schon angeschaut hast, aber das zählt dann halt wahrscheinlich auch. So. Genau, das Fenster da, das, was ihr da seht, das tue ich gleich weg, aber zur Erklärung, das ist eben, wenn du das nachträglich selbst patcht. Ja? Wenn du das nicht patcht, war dann da jetzt bei dem Symbol Schluss. Da hat sich Speicher aufgehängt und dann hast du irgendeine Fehlermeldung gekriegt. Ja? Ich bin quasi nicht einmal weiter gekommen, als wir bis daher. So. Gut, ihr wollt einen Third-Person-Modus sehen, dann kriegt's ihn. Ich muss jetzt gerade schauen, ob das auch wirklich eingestellt ist, aber ich denke schon. What the fuck, warum zensiert der Twitch-Chat das Wort Kimi? Das weiß ich, das kann er jetzt leider auch nicht sagen. Kimi, keine Ahnung, das wird wahrscheinlich wieder irgendeine Anspielung, oder Twitch meint, das wird wieder irgendeine Anspielung auf irgendeinen homosexuellen oder sexuellen Inhalt sein. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Du kannst ja auch JAP nicht schreiben, also Jap, ja, weil das ist im Englischen eine Beleidigung für Japaner. Ist halt so, ne? Aber der Gedanke soll ja da nicht aufs Jugendfreie hinaus. Ja, vor allem, wenn du im Chat bist, nicht. So, ist der jetzt eingestellt? Ich glaube schon. Gameplay, Zielhilfe, ja, die werde ich brauchen, ja, mit Sicherheit. Warte mal, wo haben wir denn das? Da, Kameraperspektive der Zeit, Third Person. Gut, dann haben wir das. So. Was das ist, weiß ich nicht. Ich hab mir nur irgendwie mal sagen lassen, du kannst irgendwie mit den ganzen Bosse vom Hauptteil kannst irgendwie Missionen machen, so ein Zombie-Modus. Ich weiß nicht, was das genau ist, werden wir uns wahrscheinlich auch nicht anschauen. Und um was es geht, ist das da. Shadows of Rose. Das ist der DLC. Der geht ungefähr, also laut Steam geht er ungefähr 3 Stunden. Ja. Wie gesagt, wir haben halt viel Zeit. Ja. Wir brauchen nicht hetzen, wir brauchen nicht rushen. Ich möchte den DLC halt auf einmal durchziehen. Ja, also da verschwenden wir jetzt nicht 2 Streams damit. Das ziehen wir halt auf einen Stickel durch. Und was wir dann, wenn wir mit Shadows of Rose fertig haben, dann wird man nächste Woche wahrscheinlich nur das Wunschgame von der Fichterli spielen. Und dann, was dann nebenbei zu God of War als Projekt läuft, das so gehen geht's noch nicht. Ich bin mir selber noch nicht hundertprozentig sicher, aber ich tendiere in eine Richtung, wo wir dann spielen. Ja, aber da sage ich dann was dazu, wenn es soweit ist. So, Schwierigkeitsgrad, also auf Veteran spiele ich es nicht, ja, weil ich keinen Bock nicht habe, dass da so ein Zombie 18 Schuss frisst. Ja, und ich mit meinem nicht vorhandenen Pro-Gamer eben ohnehin Mühe habe damit. Auf leicht spielen wir es aber auch nicht. Ja, also nach einer Kugel umfallen sollte er halt dann nicht. Ja, also Standard ist ein guter Mittelweg, den muss man da nehmen. So, Intro, habe ich mal gehört. Hey Kay, sorry, bin spät dran. Kein Ding, ich hab nichts vor. Du wolltest mir was Wichtiges sagen? Doch nicht, dass Chris mich bei seiner Mission dabei haben will, oder? Ich hab ihm schon gesagt, dass ich da keinen Bock drauf hab. Ehrlich, was ihr von seiner Houndwolf Squad für ihn durchmacht. Nein, danke. Darum geht's nicht. Es geht um dich. Mich? Ich mach mir Sorgen. Wie läuft's in der Schule? Ernsthaft? Dafür hast du mich herzitiert? Machen diese Mädchen es dir immer noch schwer? Du meinst, ob sie mich noch wie ein Freak behandeln? Hey! Sieh mich an. Du bist kein Freak. Doch. Und das weißt du. Darum halte ich mich von den anderen Schülern fern. Wenn sie wüssten, was ich bin. Also... Hast du keine Freunde? Zum Reden? Reden? Worüber? Dass ich kaum ein Mensch bin? Dass ich ein abstoßendes Monster bin? Aber, hey, ist okay.
Freunde bringe ich selten um. Was, wenn du deine Kräfte loswerden könntest? Ich würde keine Sekunde zögern. Okay, dann lass mich dir was zeigen. Passt von der Lautstärke, es ist jetzt voll Auftritt, das Spiel. Du weißt bereits von Miranda und dem Mutamyceten, wie sie ihn wie besessen untersuchte und ihren Experimenten an Menschen. Wie mir. Genau. Was du nicht weißt, ist, dass wir jetzt Teile ihrer Unterlagen gefunden haben. Offenbar entdeckte sie einen reinigenden Kristall, der den Mutamyceten entfernen kann. Reinigenden Kristall? Wenn wir so einen hätten, könnten wir deine Kräfte vielleicht abschwächen. Womöglich sogar ganz entfernen. Du verarschst mich. Nein, aber die Notizen sind unvollständig. Allerdings habe ich da so eine Ahnung, wo der Rest ihrer Forschung sein könnte. Na dann los, finden wir sie. Wo ist sie? Da drin. Was? Das ist ein Fragment des Megamyceten. Es absorbiert und speichert die Erinnerungen derer, die in unmittelbarer Nähe sterben, auch Mirandas. Und damit all ihr Wissen. Wenn du in sein Bewusstsein eindringst, findest du vielleicht etwas über diesen Kristall heraus. Was soll das heißen, in sein Bewusstsein? Okay, also... Dank deiner Verbindung kannst du die Informationen im Innern erkunden. Ich dachte, er ist weg. Klingt verrückt. Du klingst verrückt. Ja, Rose, aber nicht gefährlich. Okay, es ist quasi wie ein Spaziergang durch jemandes Erinnerung. Und du denkst, das funktioniert? Ein Versuch ist's wert. Was hast du zu verlieren? Wie soll das überhaupt gehen? Scheiße, keine Ahnung. Versuch's zu kontaktieren. Dann sehen wir's. Okay. Na gut. Was soll's? Eine sehr, sehr, sehr unwürdige Idee, wenn's mich fragst. Ich hätte aber gedacht, der Megamycet ist nach dem 8. Teil ja komplett in die Luft gesprengt worden. So komisch. Ja, als ob sie Sachen sieht, die gar nicht da sind. Creepy. Verzieh dich gefälligst, du Freak! Er will schon mit der befreundet sein. ist sowas von nicht normal. Auf ihrer Hand hat sich was bewegt. Was ist los mit der? Hört auf! Verzieh dich gefälligst, du Freak! Creepy. Weißt du nicht, wie mächtig dieses Kind ist? Hat sich was bewegt. Okay, ich sag schon, Rose ist ein klassisches Mobbing-Opfer. Sabi, grüß dich, guten Morgen. Dir einen schönen ersten Advent. Wie geht's dir? Okay, Rose ist scheinbar... Ich bin noch hier? Kay! Kay! Wo bist du? Kay! Hier stimmt was nicht. Mir geht's super, danke und selber. Noch geht's mir auch ganz gut. Die Frage ist nur, wie lang. So, also, was haben wir jetzt da? Der Megamycet, der war ja im 8. Teil ja am Ende, ja komplett in die Luft gesprengt wird. Ja, aus obvious reasons. Ist scheinbar doch noch irgendwie da, oder zumindest ein Teil davon, und der speichert scheinbar Erinnerungen von jedem, der irgendwie mal mit dem Ding in Berührung gekommen ist. Verstehe ich das jetzt richtig, quasi. Das heißt ja praktisch auf gut Deutsch, dass alles, was der Ethan erlebt hat, im 8. und im 7. Teil, müsste ja sie dann praktisch jetzt auch miterleben können, wenn ich jetzt da richtig drobi. Ja? Lurk für den König Dabelheim, danke dir. Bazi reicht, ja, König bin ich noch lange nicht. Und ich möchte es wahrscheinlich auch nie sein. Aber danke dir. Mobbing ist scheiße, dem habe ich nichts hinzuzufügen. So, was haben wir jetzt da? Warum? Ist jetzt... jetzt halt. So. So. Safira, guten Morgen, grüß dich. Schön, dass du einer schaust. Alles fit bei dir. Was haben wir jetzt da? Ja, ich muss mich da erst wieder akklimatisieren. Okay, da haben wir wieder unser Inventar. Das ist jetzt wieder alles Resi-typisch. Amen kann ich noch nicht.
Weil offensichtlich noch keine Schusswaffen nicht hab. Genau. Ja, gut. Das wär, wie kann man laufen? Laufen kann man sprinten? Kann ich nicht. Okay, ja toll. So, und da geht... Oh, was haben wir da? Miranda unterstellt im Rahmen ihrer Forschung, dass der Megamycet die Erinnerungen der Menschen, die in seinem Einflussbereich sterben, konserviert, sie in sein eigenes gewaltiges Bewusstsein aufnimmt. Basierend auf unseren früheren Begegnungen mit dem Pilz wissen wir auch, dass Menschen, die mit dem Mutamyceten kontaminiert sind, in einer Art Pilznetzwerk miteinander verbunden sind. Daraus ergibt sich für uns die Annahme, dass Subjekte mit einer starken Mutamycet-Affinität in der Lage sein sollten, das Netzwerk zu nutzen, um mit den Erinnerungen der Toten im Innern des Megamyceten in Verbindung zu treten. Die Frage ist jetzt, was war nun mal der Unterschied? Ich glaube, der Mutamycet war im 7. Teil und der Megamycet war im 8. Teil. Bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Diese Theorie sollte mit Hilfe der Megamycet-Probe aus dem Labor überprüfbar sein, die wir vor 16 Jahren fanden. Wir benötigen lediglich ein geeignetes Subjekt, das nachgewiesenermaßen in Verbindung mit dem Pilz steht. Bedauerlicherweise stoßen wir genau hier auf unser eigentliches Problem. Unsere Unternehmensgrundsätze untersagen es uns, Mutamycet-infizierte Zivilisten direkt zu kontaktieren. Aus ethischer Sicht ist dies sicherlich begründet, doch die Überprüfung der Theorie bleibt uns somit verwehrt. Es schmerzt mich daran zu denken, wie viel die Menschheit von einer Konservierung und Katalogisierung des menschlichen Bewusstseins profitieren könnte. Das Wissen von Geistesgrößen könnte konserviert, ja vielleicht sogar wiedererlangt werden. Vielleicht gibt es eine unbürokratische Lösung. Welcome to Germany. Warte. Was? Ja, das fängt ja schon super an, oder? Das ist die erste Tür! Die erste Tür und ich hab... Oh Gott, hey. Ich kann so darauf warten, dass mir da jetzt gleich wieder was anspringt. Das wird jetzt so Resi-typisch einfach. Das fängt genau Resi-typisch an. Auch das DLC. Ja, wenigstens wird's da hell. Na immer... wait a minute. Das Labor ist in irgendeinem dunkler, versifften Keller? Ah ja, die... Die Masken haben... Stimmt, die Masken, die haben wir im 8. Teil im Kerker gefunden. In Germany funktioniert aber absolut nichts ohne Bürokratie. Wohl oder übel ist das so, ja. So, ich darf erst einmal auf Scheißhaus gehen, weil für den Fall der Fälle, dass das schlimm wird. Ja? Einfach mal oben gnädeln, den ganzen Schund. Muss mich beeilen, sonst bin ich die Nächste, muss an diesen Kristall kommen. Aha. Kerker, eher Lustraum. Also statistisch gesehen, ne? Je nach Größe. Also von der Community, ne? Hat mindestens einer Zeit in der Hosen, wenn er das sagt. Der geheime SM-Keller. Na, da glibbert irgendetwas. Das mag ich schon wieder nicht. Ja, mal die wichtige Frage. Wo soll ich denn überhaupt hin? Entschuldigung, ich bin's nicht. Ja, du hast da hoffentlich kein Dödel. Schuhe. Wifi-Hand ist deine? Ich hoffe nicht. Wenn ja, müssen wir mit Wifi reden. Lexi, habe ich servus. Spei ruckelt jetzt aber nicht, oder? Also es ist alles flüssig. Nope, okay, gut. Ich kann mal bitte etwa die Stromrechnung zahlen und einfach das Licht anmachen, bitte, dankeschön. Ja, auch wenn die Strompreise teuer sind, aber so teuer sind sie dann auch nicht, dass man... Mhm. Ja, ich drehe jetzt einfach wieder um und gehe. Lass mich raus. Nein? Aha.
Stimmt, das war nämlich so. Da fallen nämlich die Dreckstieren hinter dir einfach zu und du meinst, dass dann ständig irgendwas da ist. Alles fein. Rein so lang noch kannst. Ja, toll. Also wenn Zabi ist, schreibt, dann glanzt mir eh schon wieder. Was ist mit deinem Handy? Wie? Ist da jemand? Gefährlich hier. Gefährlich? Wieso? Warte, ich sehe, ob ich einen Schlüssel finde. Den Zellenschlüssel finden. Er schlug halt einfach die Tier ein, immer was. Okay, der erste ihr Handy hat keinen Bock auf Resi. Du hast Resi nicht. Ach so, okay, nur den ersten Teil circa 12 Mal. Ja, dann wird. Sabi, dann let's go, dann wird's Zeit. Resi ist eine Bildungslücke. Wann du als Horrorliebhaberin müsstest Resi eigentlich schon fast spielen, ne? Kann ich auf alle Fälle empfehlen, ist eine gute Spielerei. Außer 5 und 6. 5 und 6 vergiss mal. Okay, 5 und 6 kannst du skippen. Ist total. Na, einfach nicht. Nee, nicht gut. Mhm. Hängt der Schlüssel jetzt am Fleischerhagel oder was? Ja. Ja. Oh, leck. Okay. Welcome back to Resident Evil. Ich hab die vermisst. Ich sag dir, wie es ist. Ich hab einfach. Was? Ja, natürlich. Mhm. A Home Sweet Home. Mhm. Da steht mein Name. Dein Arsch steht auf deren Liste. Und das ist nicht gut. Sagt der, wie es ist. Man muss jetzt den Fleischerhagel untersuchen. Das ist gut. Quietschende Gegenstände entquietschen, ja, dass die nicht narrisch machen. Das ist Rose, das kriegt ein Plus. Ja, da gibt's ein Plus, weil die hat's verstanden. Macht da einen gerade Küre. Oh, da, was haben wir da? Einfach dem Haus einen Kadaver beigeben, um ein Kunstwerk draus zu machen. Verwesungsprozess kein Problem. PS, wenn man ihnen etwas Schminke auflegt, sehen sie lebendiger aus. Mats, Paula, bei Henker war alles gut, oder? Wenn ich den erwischt, der wo Hausen misshandelt, dann schieße ich mir Kugeln an, das sagt der, wie es ist. Immer wie die 40 in der Apokalypse. Das hat auch noch nie geschaut. Gut, aber einen Schlüssel haben wir noch keinen. Hallo? Mhm. Ah, da hängt der Schlüssel, da schon her. Lass mir raten, jetzt wenn ich... Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, jetzt triggert irgendetwas. Okay. Was ist das für ein Zeug? Wichtige Werte finden Sie Y im Inventar. Ach, stimmt, da haben wir ja craften können. Gut, toll, ich hab Pistolenmund hätte ich zwar schon da, aber ich hab da keine Pistolen, mit der ich schießen kann. Das ist zauberhaft. Ein alter Schlüssel wurde wohl schon oft benutzt. Schleimig jedoch vitaminreich. Auf D-Vitamine verzichte. Ja? Wenn ich mir ja gern gesund ernähre, aber auf das verzichte. Kann ich jetzt eigentlich einmal sprinten? Was ist denn jetzt? Wer seine denn... Ich hab so das Gefühl, das eskaliert gleich. Ja, genau, komm. Karte aufrufen. Stimmt, eine Map haben wir auch, ist eh klar. So, da ist die... Nein, da ist das Labor. Wo ist denn dann die 10? Die 10 ist da gewesen, meine, oder? Map! Igitt. Was war das? Ich glaube, das will ich gar nicht wissen, was das war und was das ist. Wo ist eigentlich die wichtigste Frage an der Stelle ist, wo hat Rose ihr Obi-Taschenlampen? Ihr vernünftige. Ja, weil... Hat die überhaupt eine Taschenlampen?
Aha. Haben wir jetzt ein Visage oder was? Ah, da ist oben Taschenlampen. Was ist das? Ah! Mist! Nein! Stopp! Hilfe! Price, Sabideri. Das war... Hey, what the fuck? Du siehst aus wie... ich. Wer bist du? Ich bin Rose. Was ist hier los? Müssen weiter. Aber Hä? so gefährlich hier. Bin mir jetzt nicht sicher, ob Rose irgendwann in ihrer Kindheit einen Ausflug nach Konoha Gakure gemacht hat und da zufälligerweise das Jutsu der Schattendoppelgänger gelernt hat, aber das ist weird. Quiz. Hey, warte! Alter, den Arsch, wenn mir jetzt irgendwo, wenn mir jetzt irgendwo anspringt, ne? Das war nicht das erste Mal, dass er mir Weiberleid in Resident Evil anspringt, ja? Hashtag Teil 7. Willi, habe die Ehre, guten Morgen. Alles fit bei dir? Hilf mir heben. Die steht aber auch komplett neben der Spur, die ist ja richtig stoned. Noch alles gut, Hey, noch alles gut. Die Frage ist, wie Wo lange noch. willst du hin? Im echten Leben möchtest du das in Resi nicht. Hm. Wie kann man sie... Ja? Hallo? Wie bucken wir jetzt da? Ah, die macht das selber. Okay, alles klar. Die hat das gute Zeit erwischt. Mhm. Andererseits, in der Lage, in der Situation, nehmen die wahrscheinlich auch alles, was mir wegtut. Ja, so geht auch, wie es ist. Hey, da ist ein Name, eine. Das passt aber jetzt nicht ins Battle. Sind es nicht 3 auf der Zeitung gewesen? Ja, ja. Hier. Die. 1, Weißt 2, du, ja. was hier vor sich geht? Aber die haben ja zu 4. Mit mir haben wir sogar 5. Warum gehen da eigentlich hinter? Bin ich komplett behindert oder was? Ja, wir müssen da wahrscheinlich aufmachen, sage ich das richtig? Natürlich muss ich da hinter. Hey, hörst du mir überhaupt zu? Der Hebel fehlt. Ja, jetzt drückst so lange die Eisenstamm, bis der so feit, oder was? Ich glaube, der hat Heroin Plus Nummer. Oder schlimmer. Ja, definitiv Schattendoppelgänger. Okay. Das Einzige, was mich gerade ein bisschen triggert, ist, ich kann nicht sprinten. Irgendwie. Ich weiß, dass man in Resi 8 sprinten hat können. Gut, aber vielleicht lernen wir das noch. Das kann natürlich auch möglich sein. So, die eigentliche Frage ist, wo ist der Dreckshebel jetzt? Der Ethan hat gute Gene, 6 Roses. Mhm. Aber wait a minute. Haben wir da irgendwas übersehen?
Weil muss ja irgendwo da sein, rein theoretisch. Okay. Jetzt wissen wir, glaube ich, auch, wie das Little Rose Tattoo entstanden ist. Ja, das ist ein Fetzen. Da schon. Muss schnell diesen Hebel finden. Geh tiefer hinein. No. Da kann man auf und dann wieder da umher, oder was? Hä, haben wir mir von da nicht gekommen? Auf der anderen Seite... Hey, what the fuck, ihr denkt man, wir haben von da... Okay. Ja, scheinbar nicht. Mach die Tür auf. Ja, schaut sehr vertrauenswürdig. Ja, toll, schön. So viele Leichen. Ja, war ganz schön krachen lassen, du hättest mir mal. Ha, ich hab einen Hebel gefunden. Oh, leck. War das etwa? Ja, da hast du warten drauf können. Und scheinbar nicht nur mich gerissen. Ja, jetzt ist da... Das war so klar, das sind die typischen Trigger in Resi. Kannst du nicht ohne Jumpscare durch den ganzen Keller kommen? Das war ein Unsinn. Frage, haben das die Mentoren ohne Mantel oder was? Ja, jetzt kann ich laufen. Ich hab keinen Schuss, hallo. Musst du jetzt da... Willst du mich verarschen jetzt, oder was? Muss ich jetzt warten, bis die Tür aufgeht, oder was? You serious? Hallo, wo ist der Peng Peng? Ich möchte Zombie leck, da ist ein anderer. Haben die jetzt... Ach ja, na toll. Sind schon zu dritt. Irgendwas zieht mich runter. Ich glaube, da sterben wir jetzt. Blöd. Ja, das ist schnell gegangen. Mit den letzten Speicherdaten neu starten. Sie sind verloren. Schön. Hat ja nicht lang gedauert und es ist noch nicht mal wirklich was passiert. Sie sind überall. Rein taktisch gesehen, warst du jetzt einfach schlau, sich da herzustellen. Bist OP, da kommst du nicht vorbei. So, und tschüss dann. Scheiße.
Ich renne einfach. Ich weiß nicht, wohin ich renne, aber ich renne einfach. Was? Sackgasse? Kratos, wo bist du? Braucht der Hacke. So nämlich. Nein! Bleibt weg! Ah. Ist lange Vulkan auch gewesen gestern, oder was? Harry Potter wo? Aha. Wann kriege ich jetzt einmal Schusswaffen? Hallo? Scheiß auf Waffen, wenn es Kisten gibt. Mhm. Die gute Kiste im Keller, die ist OP. Haben wir jetzt im Schloss, oder was? Das ist doch der Dipfert in ihr Zimmer, meine, oder? Was bist du? Okay. Was waren das für Dinger? Wingardium Was ist hier Leviosa! los? Verschwinde sofort, okay. Wie? Was ist das hier? Wo bin ich? Go while you can. Nicht bevor ich das losgeworden bin. Es gibt hier einen Kristall, der den Pilz entfernt. Ich muss ihn finden. Ohne den gehe ich nirgendwo hin. Wer bist du? Mein Schutzengel? Hast du einen Namen? Du bist ein Engel, also... Gabriel? Michael? Oh Gott! Okay. Michael. Sepp. Und jetzt? Ja, okay, also... Wenn wir jetzt mal noch die Fakten gehen, die wo wir bisher wissen, der Megamycet, ne, der hat Erinnerungen von sämtlichsten Lebewesen, die wo wir mit ihm in Berührung gekommen haben. Faktisch heißt das jetzt für uns, dass auch die Bosse, die wo ja bekanntermaßen Berührung gehabt haben mit ihm, ja, Mutter Miranda und so weiter und so fort, das sprich Lady Dimitrescu, dann der komische Tschernobyl-Baby-Dingenskirchen. Gut, das war Halluzination, aber trotzdem, also sprich alle Bosse, die wir in Resi 8 einmal getroffen haben und gesehen haben, könnten rein theoretisch jetzt da wiederkommen. Also sprich, wenn wir jetzt dort Lady Dimitrescu treffen würden, das mich jetzt nicht wundern. Ja? Allerdings bezweifle ich, dass das so wird, weil dann ich kann mir halt jetzt nicht vorstellen, dass die in einem DLC eigentlich basically nur dasselbe machen, wie das Hauptspiel schon gehabt hat. Also da hat's wahrscheinlich ein bisschen mehr auf sich. Oder was anderes auf sich. Weil die Gegner den komischen, ich sage jetzt einmal, das komische Zombie-Ding, was man da gerade gesehen hat, hat es nämlich so im Hauptspiel auch nicht gegeben. Also ich glaube jetzt persönlich nicht, dass da nochmal irgendwas in der Art kommt, was schon in Resi 8 der Fall war. Wer der komische Engel da scheinbar ist, ich persönlich glaube, es ist ihr Vater. Was anderes, das kann Sinn nicht machen, wenn du mich fragst. Aber das werden wir hoffentlich neu erfahren. Das ist das Maria. Rebo, merci für dein Following, habe ich dir. Alles fit bei dir. So, das Zimmer kennen wir auch noch ganz gut. Das war ihr Schlafgemach. Sowas. Und wir haben da an die Ketten gehängt. Die haben jetzt zwar da nicht mehr da. Aber das weiß ich noch, da haben sie uns eine Tätzung. Ja? Das war ungefähr, ja, hübsch genau da. Das ist hübsch genau da gewesen. Hauptsache das Feuer im Kamin brennt noch. Ich meine, warum nicht?
Aber sonst... Warte mal. Okay, da gibt's nichts zum Looten. Weil sonst war das Zimmer nämlich rot. Hinterlegt auf der Map. Ja? Eine typische Resident Evil... Ist das Marion Josef. Eine typische Resident Evil Mechanik, wenn auf der Map irgendwas rot hinterlegt ist, dann kann man da noch was looten. Unendlich entscheiden, wo kaufen, wo. gute Idee momentan zum Horzen, habe ich gehört. Ja, und Strom haben sie offensichtlich auch nicht gezahlt. Deswegen horzen sie. Ja? Sie tun mir so leid. Ja, toll. Nein. Schauen können, aber der größte. Was wird bei dir? Ich bin da halt einmal was interessieren. Warum ist in der Rüstung an der Höhe des Dödels ein Loch? War der so groß, dass er nicht in die Rüstung passt hat? Oder haben sie ihm gleichzeitig gesagt, hey, wenn die Rüstung trotzdem schießt man Zipfel ein, weil dann stirbe ich, so auf die Art. Komisch. Und wieder eins geschnappt. Haha, der McKing. Ding bist du. Wärst du doch mit dieser Energie weggelaufen. Das hätte die Jagd deutlich unterhaltsamer gemacht. Der ist Bass? Los, lass mich los! Mir scheint, diesem Häschen fehlt es etwas an der nötigen Standhaftigkeit. Ein Jammer. Mit ein bisschen mehr Biss wirst du sicher Wow, mal ganz langsam. Ja, alles fit und selber. Gratulation für einen Clip bei Twitch Clips. Was bitte? Das darf jetzt einiges erklären. Das würde jetzt einiges erklären. Schattenkind, kannst du mir bitte den Link aus Whisper schicken oder zu mir ins Discord stellen? Das darf mich jetzt interessieren. Das darf mich jetzt wirklich interessieren, weil das würde einiges erklären. Das würde einiges erklären. Twitch Clips Germany, was gestern drin? Von dem Video oder was? Haben die ein neues Video ausgebracht oder wie? Auf YouTube jetzt oder was? Da müssen wir, Entschuldige, sorry Leute, aber da müssen wir jetzt ganz kurz unterbrechen. Können wir das gemeinsam anschauen? Das ist der Plan, Wifi. Genau das ist jetzt der Plan. Müssen wir so schauen, da sagen. Ich glaube auch fast. Okay, ich hätte jetzt mit allem gerechnet, aber nicht mit sowas. Moment, da tu jetzt mal schnell kurz Szene switchen. Okay, mit dem geht natürlich gleich weiter, aber das geht jetzt vor. Das geht jetzt vor. Das darf ich jetzt sagen. So, jetzt passt zu Wochen. Ich hab Bock. Jetzt wird schnell dabei. Da haben wir ja schon einen Link, jetzt passt auf. Ab der Stelle. Moment. Die ist zwar von die. Tatsächlich.
Jetzt Moment, was ist das? Das ist... Warte mal. Schauen wir uns das ganze Video an, oder was? Ja, ich dachte sagen, wir schauen uns das ganze Video an, wenn wir schon dabei sind. Jetzt passt auf, warte mal. Machen wir jetzt gleich. Also wenn ich es richtig gesehen habe, ist der Clip schon ein wenig... Der ist ein Elden Ring Clip, meine ich, wenn ich es richtig gesehen habe. Moment. Na, das brauchen wir jetzt nicht. Das brauchen wir. Na, der ist nicht. Danke dir, Schattenkind. Warum war das so scheiß Quali? Alter. Alles gut. Okay. Alles gut, Schattenkind. Sehe die Infos gern. Also, passt auf. Der Grund, warum ich jetzt so aus der Fassung bin, war der, weil ich über Nacht 5 Follower dazu gekriegt habe. Okay? Und ich habe nicht gewusst, wo die herkommen. Und dann hat mir der Sai, beziehungsweise der Jassi gesagt, sie haben gestern ein bisschen Werbung für mich gemacht und dann haben wir darauf gekommen, oder haben wir halt daraus geschlossen, die haben wahrscheinlich von der Jassi gekommen, weil die gesagt hat, hey, der Bazi spielt halt Resi 8 DLC, schaut's da vorbei. Macht ja Sinn. So, nachdem du jetzt da so einer grätscht, ja, Glückwunsch zum Twitch-Clip, ja, jetzt macht's natürlich noch mehr Sinn. Ja? Deswegen. Kuckuck. Syndicate tatsächlich an nie gespielt. Okay, also... Für alle, die sich wundern, was ich cosplaye... Ein Kartoffelsack. Es ist eine Pommes. Ich cosplay eine Pommes. Hast du auch einen Anschwärzerissen, Serif, wie Sackel? Was? Neue Tag. Invisible Mac. Tag. Hat geklappt, Hallo. ich gehe runter. Ich möchte nie wieder hören, dass ich ein schlechter Spieler Ja, du lagst halt schlecht. Okay, dann lass ich dich hängen, ich geh wieder hoch. Na, okay. Das ist wieder Eltern. Ja, gut. Hab ihn abgelenkt nochmal. Sag was Nettes. Du bist der beste Spieler der Welt. Ja, das stimmt. Okay. Ich hab vergessen, mir mal das Öl, was da steht, die Zuhe-Flasche, die geschlossene. Bro. Hä? Ah, ja. Ja, wahrscheinlich. Ich hab das nicht. Das ist ja gar kein Problem, weißt du, Olli, okay. Es ist sehr begrenzt, was ich hier sehe. Aber ich tipp das auch nicht für 5 Warte, ich mach das. 168.333 Euro Spendenstand. Ja, warum ist denn das so verpixelt? Ist das... Hui! Wer ist eigentlich dieser Franz Beck? Franz Beck? Warum, hä? Ja, kommt drauf an. Also, es gibt einen, der hat sich früher darauf spezialisiert, Swimmingpools zu bauen, aber der hat dann Fußball gespielt. Hä? Oh Das war Gott! Franz Beckenbauer. Die ganzen Zeiten. Jetzt sehe ich noch Jay. Hört auf damit. Die ganzen alten Zeiten. Der erinnert sich gerade noch damals mit Pete Smith. Das ist der alte Jay, der sich gerade an die Pete Smith-Zeiten erinnert, wie es noch damals gekommen Kanzlerschau-Schauvedere. Es geht darum, ich hab's scheinbar in Twitch-Clips Germany geschafft. Um das geht's. Und das ist das Video, das hat uns Schattenkind zukommen lassen. Und das schauen wir uns jetzt eben schnell an. haben miteinander und so. Das ist einfach Jay. Jetzt sehe ich nichts anderes mehr. Reib diese Katze miau, reibi, reibi, miau, 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 reib diese Katze miau, reibi, reibi, miau, 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 reib diese Katze miau. Ja, sie. Reibi, reibi, miau, 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 reib diese Katze miau, reibi, reibi, miau, miau, miau. Actually haben mich 1, 2 Sachen im Spiel bereits gespoilert. Und ich weiß... Der ist nicht schlecht. Der wird Tennis gespielt. Freunde, so hat der Kratos Tennisspielen erfunden. Nichts Gruseligeres gibt's als die fucking Teletubbies, Alter. Aber der Staubsauger war lustig, den mochte ich. Mit dem habe ich mich immer Der Blowjob-Sauger. Der komische. Was?
Weiß nicht mehr, was der Staubsauger mit den Teletubbies What the gemacht fuck? hat. Na, erinnerst du dich nicht, wie der Staubsauger mit den Teletubbies da... Weißt du, der hat sich doch mit denen so verbunden und das sah doch sehr zweideutig aus. Die hatten keine Genitalien mehr. Ich habe meine 0 Promille, Dioptrien, nicht Promille. Also die habe ich auch, ja. Okay, die Maus hat noch kein Gesicht, aber das ist egal. Mit dem Gesicht verkacke ich eh alles. Aber ich finde, das ist ein Skill-Clip wert. War das jetzt bezogen auf meinen Welcome-Sound? Ich check das Yassi aus nicht. Ja, es war auf dein Welcome-Sound bezogen. Ich bin so dumm. Eben gerade, meine Nebelmaschine geht nicht an und ich schüttel an der Fernbedienung. Wie unfassbar dumm. Junge, sowas ist Ingenieurin. Kann man mal probieren. Boah, das war knapp. Das war jetzt knapp, Bikowski. 3000. Ich lege jetzt hier meine Kamera hin. Wenn ich das... absolut nicht, wo ja die Spüruhr sein soll. Du legst die gerade neben meine, ne? Nur mal so zur Info. Hä, was? Shit. Ja. Mit dem Baum. Baum und Bock. Was ist mit dem Baum? Alles klar. Was ist dieser Baum? Was passiert da? Er ist ein End. Ja, das ist typisch Mann. Ich habe mich extra nochmal hingesetzt, bevor ich den Stream angemacht habe. Und habe extra nochmal geguckt für euch. Cam und Mikro Combock, okay. Mein Handy voll geladen ist. Und ihr dementsprechend dann keine Probleme mit dem Spiel haben. Ah, fing an die LOL! Leck! Heilige Scheiße. Was zur Hölle ist das? Was war das jetzt? Nix. Ein Schritt rüber, den sieht man nicht. So? Nein, hier zu mir. So lang. Noch ein Stück? Der Hund. Ich bin ja doof. Ich stelle mich mal auf die andere Seite. Die Kamera geht doch mit. Fantasie. Ich kenne eine Fantasiesprache. Kennt ihr auch die Löffelsprache? Elewich, Wille, Warum? Ich meine, okay, wenn ich Anime-affin bin, alles kein Thema. Wirklich. Ich bin der Letzte, der wo sich irgendwie über sowas lustig macht. Aber entweder ich mache eine Webcam, so wie es ich jetzt habe, wo man mein dummes Gesicht sehen kann, oder ich mache halt nichts hin. Aber warum rotze ich da in so einen Kontext, der wo überhaupt nicht passt, eine Anime-Figur hin? Ich verstehe das nicht. Wie schaut denn das aus? Ich spiele COD und da sitzt da eine Anime-Figur drunter. Das ist jetzt, was ich nicht verstehen kann. Ich meine, es soll jeder tun, was er mag, um Gottes Willen. Wenn es einer mehr hat, bitte. Aber es passt halt einfach nicht. Ja, dann mache ich halt lieber die Cam aus und mache halt nichts hin. Aber, sowas triggert mich. Elewich, Elewin, Delever, Lelelef, Elewe, Sprallewach, Elewe, Elevet, Ballewas, Relewe, Televen, Kalaban. Oh mein Gott. Das Ding bringt null Emotion um. Ich kann's noch. Und by the way, oh, das ist mein Clip. Und by the way, das frisst unfassbar Ressourcen, so ein Zeug, so ein PNG-Tube-Dingens. Zwar von den Stats ja ein bisschen schwächer wie die, wo wir gerade haben, aber die schaut halt dafür auch um 5 Punkte besser aus, gell? Also da kannst du jetzt wirklich gar nichts sagen. Mehr Fashion ist mehr gut. Scheiß auf Stats, Hauptsache man schaut geil aus. Ist die oberste Devise in einem Soul-Spiel. Es ist erwiesen, dass du automatisch schlechter spielst, wenn du scheiße ausschaust. Ja? Ja, ganz genau, da gibt es überhaupt keine Diskussion nicht. Das ist einfach einmal so. Das ist einfach mal so. Das sehen alle anderen genauso scheinbar. Ja, cool. Jen? Jen? Ja? Halt dein Maul! Halt dein Maul? Ja! Ja! Halt dein Wo haben sie denn den Clip ausgeräumt? Es ist so, ich habe vor 2 Wochen oder so, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, wie lange es her ist, müsste die liegen. Ich habe aus Jux und Laune einfach einmal ein paar Clips von meinem Twitch ausgesucht, die wo vielleicht ein wenig lustig sein könnten, und hab's bei Twitch Clips Germany einfach hochgelohnt. Ja? Weil da kannst du einfach deine Clips aufhauen. Nicht mit dem Gedanken, irgendwann in ein Video zu kommen, weil für das bin ich einfach zu klein. Ja? Aber es hat scheinbar irgendwas gebracht, dass ich die Clips da aufgelohnt habe. Ja? Ist halt ein netter Zufall. Okay? Ich bin
froh und dankbar drüber, dass ich da gefeatured worden bin. So. Also ich gehe nicht raus, Papa. Kannst du vergessen. Ich gehe nicht raus. Aber ich habe ein bisschen Durst. Könnte ich mal so eine Tomatensuppe von hier hinten holen? Da will ich aber nicht Nein sagen, ne? Naja. Wie nennt man einen Ritter ohne Helm? Wilhelm. Oh Gott. Die Stimmung war auch schon mal besser, ne? Ist ja schlecht. Ich selber abschleppen kann gut. Warte. Das ist komisch. Scheiße, was zur Hölle ist das? Eine Puppe? Naja, die hängt hier ab. Das klingt wie, oh mein Gott, ich spiele Fortnite und trink Cola. Yippie! Okay. Dezente Blaunzen. Dieser Moment, wo unten das Stück Stativ so ins Bild reingeht. Mein Gehirn einfach, warum hält er da sein Dildo hin? Kann mir doch keiner erzählen, dass das nur ich war, die das gedacht hat. Den will ich haben, auch mit dem rosa Deckel. Ach Göttchen. Ach Göttchen, Mami, danke schon erstmal. Dummer Mensch. Timing on point. Ja, das ist verstörend. Das ist Tschüss, Clips nimmt gern mal kleine und hofft immer, dass da mehr kommt. Wird ja unter anderem in den Streams mit der ganzen Kunde per Sternesystem entschieden, was gut ist und was nicht. Ah, okay. Also das entscheidet quasi nicht Twitch Clips Germany, sondern die Community an und für sich, wenn es die Clips entsprechend votet. Okay. Ja gut, nice. Also ich hätte, ohne Scheiß hätte ich nicht damit gerechnet. Da kann man mal einen Daumen da lassen. Ja. Wer sind da sonst da? Ich kenne halt, bis auf 2, 3 habe ich überhaupt niemanden kennt. Ja gut, mich selber halt offensichtlich, aber sonst. Und Dr. Freud halt eben, feine Katze habe ich auch kennt. Aber sonst dann war es aber eigentlich schon hübsch. Lost Kitten habe ich auch schon mal gehört. Der Kapuzenwurm. Kein schlechter Name nicht. Der Kapuzenwurm. Sehr gut. Sehr, sehr geil. Cool. Freut mich. Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich echt nicht gedacht. Schattenkind, merci dir für den Hinweis. Danke dir für den Link. Hätte ich wirklich nicht gemeint. So. Oh. Ah, du kämmern deine Random Follows her. Das macht Sinn. Ja, Mr. Ever. Chills. So. Herbert. Das war des Rätsels Lösung. Ja, von da kämen die 5 Random Follows her. Ich hab's wie durch ein Wunder irgendwie in Twitch Clips Germany geschafft. Mit dem Clip von Elden Ring, wo ich gesagt habe, Fashion über Stats. Ja. Merci dir an der Stelle für dein Resub im 12. Monat. Der nächste, wo es halt noch über ein Jahr schon wieder einer schnappt. Natürlich weiterhin viel Spaß und weiterhin willkommen in der Bazigang. Ist aber sowieso klar. Und Marshall, danke dir, dass du ein Schattenkind an Sub giftest. Schattenkind, viel Spaß mit dem Mods und willkommen in der Bazigang. Ehrensache auf alle Fälle. So, Leute, war auf alle Fälle ein cooler Nebenausflug, sag ich jetzt einmal. Wie gesagt, ich hätte nie damit gerechnet, dass ich da mal gefeatured werde. Aber Ich hab ja gestern Bits kauft D4 MPFEOIDA Gamma 98 Love. dann sparst du für jemanden, der wo ein wenig mehr drauf hat als wie ich. Mike, danke dir. Genau. Also, es war wirklich cool. Ich hätte nie damit gerechnet, dass ich mal in Twitch Clips Germany gefeatured werde. Freut mich unfassbar stark. Aber jetzt ne, Freunde der Sonne, wir haben zum Ballern da. Wir haben halt zum Ballern da. Und da tun wir jetzt weiter. Hätte ich gesagt. Wach, ich hab Katzine übersprungen, ich Vollmonk! Kann man das nochmal anschauen? Kann man die Katzine nochmal anschauen? Ich hab eine Katzine übersprungen!
F. Ja, die müssen wir uns dort nochmal anschauen. Ich habe jetzt keine Ahnung, was ich machen soll, aber... Was für dicke Steine! Ich laufe jetzt einfach. Kartel, danke für deine 50 Bits. Okay. An der anderen Seite verschlossen, das ist aber schlecht. Ja, es ist blöd, weil ich jetzt nicht weiß, was ich machen muss. Scheinbar laufen, aber ich weiß nicht wohin. Glück! Ein Ausgang! Aha. Shit! Was jetzt? Ja, das ist eine gute Frage. Letzten Speierstand, Lona. Das glaube ich triggert aber die Cutscene nicht mehr, Lexi. Bist du hin? Das ist gut. Echt jetzt? Woher denn bitte? Was? Etwa so? Hm. Zielen und schießen. Aha. Ist das Fahnenkreuz jetzt ständig da? Bist du in Schuss? Ja, das ist gut. Warte mal, wie hat man nochmal nachladen können? Aha, mit X. Nice. Hä, ist das Fahnenkreuz jetzt immer da, oder was? Okay, wir haben auch nur Pistolen, abgesehen davon. Mal sehen, wo ich das nächste... Das ist aber jetzt... Warte mal, wo... War da nicht irgendwo... Warte mal. Okay, lol. Okay, scheinbar ist das Zielding ist scheinbar immer an. Ah, jetzt ist es weg. Hä? Lol, okay. Okay, wir haben, also pass auf, um das nochmal kurz aufzugreifen, da haben wir jetzt am Faden ein bisschen verloren. Der Duke, also der dicke McDonald's-Sepp, ne, der wo ja in Resi 8 uns geholfen hat, ist jetzt scheinbar Base. Ja, und er hat eine Fliegenmasken auf. Und was das bedeutet, das weiß ich nicht, das wird man sehr wahrscheinlich nur erfahren. Aber das ist scheinbar der Drahtzieher hinter dem Ganzen da, in der Bude. Weg. Okay, da ist gesperrt. Was ist denn das? Ein Blärme oder was? Das muss der Kristall sein. Okay, wenn ich wieder ziel, kommt's wieder. Aber das... Warte mal. Geht das weg gerade? Nein, das geht nicht. Ah, ist das vielleicht die Zielhilfe? Warte mal, die muss man aber da irgendwo ausschalten können dann, oder? Mal. Glaube. Okay. Oder auch nicht. Es geht halt weg, wenn man ins Inventar geht. So, aber wo muss ich jetzt hin? Das ist jetzt die Frage. Warte mal, schauen wir mal auf die Map. Da in der im Speisezimmer kann man noch was looten, auf alle Fälle.
Aha. Da brauchen wir irgendwas. Was ist denn das? Da brauchen wir irgendeinen Schlüssel. Präsentiere jenen, der die... Irgendwas. Ja gut, das ist dann wahrscheinlich, was man da... Mit was man da looten interagieren kann, ist wahrscheinlich genau das drum da. Ja? Es sei denn... Mir findet man da noch irgendwas anderes. Das geht's so aussehen? Da ist eine Kette. Ja, da brauchen wir wieder den klassischen Bolzenschneider. Ja, klar, auch für Resi typisch. Der Bolzenschneider in Resi, der gehört einfach dazu. Oh, da haben wir was. Pistolenmund, das ist gut für uns. Okay. Der Spiel nochmal einstarten hilft meistens, wenn man sich wundert, ja. Ja, stimmt, da war der, genau, da war ja der erste Bosskampf da drin, glaube ich. Mit den Schwestern. Mit den 3 Schwestern, da haben wir da eine zu. Und wenn's deine Fotzen hältst da hinten, ha? Erster Advent ist und du machst so eine Gaudi. Magst du umfallen? Unschön. Passt schon, Herbert. Kein Thema. Gibt's da irgendwas? Da gibt's irgendwas. Irgendwas gibt's da drin. So Melonen. Aber hab ich nicht irgendwie ein Messer, mit dem ich Kisten zusammenhauen kann? Weil wenn ich da jetzt mal in meinen Mund verballern muss, das ist ja auch nicht der Way to go, oder? Eigentlich. Aber irgendwas muss da geben auf jeden Fall. Ah, haben wir schon. Ein Bolzenschneider, sagst du das da? Sag ich doch gerade, wir einen Bolzenschneider brauchen. Da ist verschlossen, okay. Over here. Wenn du wirklich helfen willst, hilf mir mit diesen Viechern. Was? Also, bin ich quasi allein? Toll. Also das finde ich jetzt ein bisschen zweifelhaft, weil aus Magie auf einmal irgendwelche Gegenstände kriegen, passt irgendwie nicht zu Resi, wenn du mich fragst. So, guten Bolzenschneider. Ah, das ist der Hof, okay. Hier wachsen überall diese ekligen runden Gebilde. Oh, Kraut, sehr gut. Material zum Herstellen, ja. Können wir uns jetzt Heilung herstellen? Wir brauchen Schießpulver und Chemikalien, damit wir praktisch Pistolenmund herstellen können. Wir haben ja sogar noch eine Heilung, abgesehen davon. Aber gut. Im Innenhof gibt es auf alle Fälle auch Fei zum Looten noch. Oder was heißt Fei? Haben wir auf alle Fälle noch was. Oh, Cutscene. Wie... Kern? Meinst du das eklige runde Ding? Wie soll ich das zerstören? Meine Kräfte? Ich bin eigentlich hier, um sie loszuwerden. Okay, gut. Aber wie? Was muss ich tun? Verstärker? Okay. Das, was mich interessieren darf, was für Kräfte hat sie eigentlich? Sie kann irgendwie was mit ihrer Hand machen, die Brosemaske halten, okay? Ja, das mit den Masken war im Hauptteil schon ein Thema. In dem Schloss. Kamehameha. So ungefähr. Ah, da ist der Sauron dahinter, oder was? Ah, da brauchen wir irgendetwas, okay.
Flinten putzen. Okay. Ja, ein wenig umschauen, ne? Vielleicht findet man ja irgendwo noch etwas, was man brauchen können. Ja? Wer weiß das schon. Oder auch nicht. Na gut, müssen wir da rein. Wir müssen irgendeinen Verstärker finden. Ja, natürlich ist der stockfinster in der Bude. Dann hä? Moment einmal. Da vorne war ein Tier mit einem Augensymbol. Und da haben jetzt 3. Flintenrese. Wer kennt's nicht? Flintenrese. Bonzo und Flintenrese. Mhm, da liegt auch wieder I umeinander, sehr gut. Aber kriege ich nicht irgendwann ein Messer? Aber ein paar nützliche Kombinationen aus dem Kraut plus flüssige Chemikalien und Schießpulver plus flüssige Chemikalien. Es gibt sicher noch mehr Dinge, die man kombinieren kann. Was ich tun muss, ich werde überleben. Okay. Ja, Moment nachladen, damit ja auch nichts passiert. So. Ich sage aber, mehr Schuss ist mehr gut. Ja. Heilung brauchen wir dabei immer nicht. Uffe. So, jetzt ist halt die Frage, wo gehen wir hin? Nach links oder nach rechts? Bleibt sie wahrscheinlich wurscht. Gut, da sollen wir also nicht her. Oder doch, weil da natürlich nur zugesperrt ist. Ist ja klar, natürlich müssen wir da hin, wo Gegner haben, weil warum denn nicht? So, da ist Sommer gegangen, ja toll. Aha. Ja, sonst so. Was war das jetzt? Da dahinter ist irgendetwas. Da können wir aber nicht hin, oder? Können wir da hin? Zumindest. Ja, wahrscheinlich können wir da noch nicht hin. Mhm. Geschmackig. Ja, how about fuck you? Da hinten ist Alps drin. Ja, da kommen wir halt noch nicht dazu, das ist das. Da kommen wir noch nicht dazu. Es geht aber schon um einen T-Virus. Ich steige überhaupt nicht mehr durch bei Resident Evil. Da geht es um den Megamyceten. Praktisch das, was im 8. Teil der unser Hauptgegner war, das komische Pilzding. Hier oben drüber. Macht absolut Sinn. Okay. Ah, da kämen wir jetzt einen Dachboden auf. Ja, stimmt. Hm. Ich sehe halt durch die Mauer, schau, dass da hinten etwas ist.
Leck mir jetzt geschickt, ey, heilige Scheiße. Ja, da kommst du auch wieder nicht durch. Okay, ich sag schon, die Blärme da, oder was auch immer das sein soll, geht wahrscheinlich... Da lernen wir wahrscheinlich jetzt genau das, was der komische Geist da zu uns gesagt hat, dass wir den beseitigen müssen. Dann geht wahrscheinlich da der Glibber-Scheiß da auch weg, 100%. Zu meiner Schande, ich habe Spiele vor den Filmen gesehen. Da wird es nicht der einzige sein, mit dem, wo das so gegangen ist. Wobei die Filme halt einfach absolut schlecht sind. Im Vergleich. Ich meine, Spiele zu verfilmen hat meines Erachtens noch nie wirklich gut funktioniert. Ja, okay, ich kann halt jetzt so praktisch einfach nur von A nach B gehen. Ich kann jetzt eigentlich mehr oder weniger eh nichts da, weil mir halt das eine drum da noch angeht, scheinbar. Das. Ah. Chemikale, die nehmen wir mit. Oh, da werden wir mal zwischenspeichern, damit auch nichts passiert. RW-Variante Behälter 1. Und was soll ich mit diesem Ding jetzt machen? Konzentrieren? Okay. Hat das Gefühl dir, hä? Ich fühle mich anders. Am Kern benutzen. Probier es aus. Okay. Na, da bin ich mal Jetzt hab ich da unten rechts so ein... Was sind denn das? Astel, Adern, du fließt irgendetwas durch. Haben wahrscheinlich Adern. Tipp jetzt einmal. Hier fokussieren. Okay. RB, um Pilzkern zu zerstören. Wow. Das geht erstaunlich einfach. Hä, ich kann das unbegrenzt machen, oder was? Tatsächlich. Oh, Schießpulver, okay. Ja, okay, ich kann scheinbar die Pilzdinger, da habe ich keine Abklingzeit nicht, oder wie sage ich das? Kann natürlich jetzt auch der Tutorial-Mechanik geschuldet sein, dass ich das jetzt unbegrenzt machen kann und sobald... Warum ist da ein Schildkröten? Aber sobald ich jetzt dann runtergehe, wird es wahrscheinlich... Das kann man mir nicht vorstellen, dass du das unbegrenzt machen kannst. Da wird's... Also, wenn ich was aus Resi weiß, die all die Jahre, dann dass nichts umsonst ist. Ich hab gefällt, was kostet. Das war zu imbalanced, genau das. Auch so geht's nicht. Muss ich's halt beseitigen. Ja, aber ich bin ein wenig weit weg, meine, ha? GSC hupst. Ja, so nämlich. Okay. Wer? Wo? Wann? Warum? Geh wieder zurück, wo du hergekommen bist, du Arschkeibe. Kann man die Dinger da auch eingefrieren, ist die Frage. Wie jetzt? Ich komme jetzt so... Ach so, okay. Oder vereisen, ich weiß gar nicht, was wir mir da genau tun. Okay, das geht scheinbar unbegrenzt, ich kann das jederzeit machen. Was ist das? Großraummagazin. Lemi! Ja, den nehmen wir. Das ist eine gute. Lemi ist eine gute Alte, habe ich gehört.
Sehr gut. Seht ihr das da mit Pistole im Mund, da wird uns gleich helfen. Wie schaut es jetzt da aus? In der Bibliothek haben wir noch was. Das ist da drin, richtig? Richtig, okay. Also wirklich gesundherzig darf ich nicht, gell? Die Frage ist, stirbt das Viech auch, wenn man da jetzt vereist? Wahrscheinlich nicht, oder? Gut, gelootet haben wir mal alles. Warte mal, da können wir uns doch bestimmt vorbeischleichen, oder? Den müssen wir doch eigentlich gar nicht machen. Ah, doch, den müssen wir machen. Ja gut, dann hilft's ja nicht. Oh, dezent daneben. Der hat daneben gewackelt, das zählt nicht. Hey, bleibst du mal stehen? Lass du mein Gesicht in Ruhe erst. Zupf dich. Ja, warte mal, aber da muss er jetzt irgendwo das Myzetending da sein. Ah, da oben. Wie, der steht wieder auf, oder was? Wurscht, da haben wir es. Hä? Wie jetzt? Oh, ich bin zurückgegangen. Schlecht. Wollte gerade sagen. Wir da vorne aussehen müssen. Ja, blocken kann ich leider auch nicht. Sollten wir uns fast wieder Moon herstellen. Ja, ich sag's da. Schon wird's recht. Jetzt muss man halt oben Ausschau halten nach die ganzen Glibberdinger da, wo man die wegmachen kann. Warte mal, da hinten war auch noch die, oder? Da haben wir nicht durchgekommen. Ja, richtig, das von der anderen Seite zu. Okay. Also der ist doch quasi Infinite, oder wie sage ich das? Der Mr. Buff, hab ich dir, merci für dein Raid. Grüß Gott beieinander. Wie geht's euch? Schön, dass du da habt. Was haben sie getut? Def, hab ich dir, servus, grüß dich. Alles fit bei dir. Schaut's mal beim Buff vorbei, Freunde der Sonne. Ja, wo grunzt jetzt der ist Anschlag, das Blöde, hä? Okay, die da hat's noch irgendetwas. Hm. Wie läuft's mit Addon? Bisher eigentlich recht gut. Für das, dass ich eine Kartoffel-Aim hab. Oh. Aha. Steht da hinten was drauf? Ah, Tür mit einem Auge tief unten im Keller. Okay, wir müssen mal in den Keller oben. Verstehe die Frage schon. Hallo Basi, hallo Chat, euch allen einen schönen Sonntag gewünscht. Danke dir. Buff, was habt ihr gemacht? Wie war euer Stream? So, warte mal, das müssen wir jetzt da kaputt machen, oder? Bronzemaske. Okay.
Ja, und die müssen wir in der Eingangshalle wahrscheinlich genauso wie im Hauptspiel in der Eingangshalle abbringen. Na, endlich. Schloss weiter erkunden. Ja, toll. So, wie können wir denn aber mir jetzt an Keller oben, ist die Frage. Jetzt pass auf, in der Speisekammer gibt es auf alle Fälle auch noch Epsi. Da haben wir die dreieugige Vitrine, da ist der komische Schlüsseldingens dort. Was ist eigentlich besser, Kartoffel-M oder Pommes-M? Kartoffel-M. Ist schlechter, weil Pommes ist ja das weiterführende Produkt, ne? Also ich hab die unterste Stufe vom M. Ja? Pommes-M war dann schon eine Stufen besser. Das kriege ich dann wahrscheinlich am Ende vom Spiel, wo ich dann schon ein bisschen eingesperrt bin, als Pommes-M. Ja? Wir kommen in den Keller, aber ich frage einen Österreicher. Was haben wir da? Das ist auch noch eine dreieckige Tier, die ist zur... Okay... Das ist der Vorratsraum im Keller. Unten haben wir aber alles. Jetzt warte mal, dann muss ja in der Speisekammer, da gibt es vielleicht dann doch noch irgendwas anderes. Weil wir müssen, faktisch ist, müssen wir immer in den Keller runterkommen. Kellerwitze zu Österreicher wird nie alt. Niemals. Rest. In Peace oder was? Mach Pause. Wie mach Pause? Nichts stimmt. Das war alles nicht so geplant. Nein. Ich brauche immer noch diesen Kristall. Darum bin ich hier. Danke. Okay. Der kann einfach alles zaubern. Warum zaubert er uns nicht einfach den Kristall her, ist die Frage. Ja genau, das ist jetzt die Vitrine mit den dreieugigen Schlüssel wahrscheinlich. Okay. Oh, sehe ich erst, da ist ein Flinten drin. Nice. Die habe ich beim ersten Mal dezent übersehen. Jetzt ist aber immer noch die Frage. Warte mal, da hinten ist die Kiste, da geht auch noch ein Tier durch. Wahrscheinlich müssen wir dann da sogar weitergehen, weil einen anderen Weg sehe ich jetzt da nicht. Die Haupthalle, Statue der Jünger, da kann man auch mal schnell schauen, was das ist. Dann. Ja, wir müssen sowieso mal alles abgrasen, wo wir weiter müssen tatsächlich. Ja genau, die geht wahrscheinlich auch von der anderen Seite auf, oder? Ja, denken wir schon. Ja okay, dann muss es in der Haupthalle weitergehen. Wenn du mit so einer Kommode redest, kriegst du normalerweise ein Bitterl in meinen Kofen. Mhm, mit Balkon. Mit Balkon. Aber da haben wir wieder bei der Situation, wenn du da drin stecken darfst, darfst du wahrscheinlich auch mit allem Möglichen reden. Ah, warte, jetzt können wir ja natürlich da mehr Wege freischalten, ist eh klar. Was ist das eigentlich da? Das schauen wir uns jetzt gleich an. Jetzt pass auf, kann ich das da schon kaputt machen, ist die Frage. Tatsächlich, kann ich. Fanghalle, gut, da waren wir schon, da gibt's auch nichts weiter mehr. Aber geht's da irgendwo in den Keller oben? Halt wahrscheinlich nicht, gell? Ja gut, da waren wir halt schon, das bringt uns nichts. Schauen wir mal, was ist das eigentlich? Da ist der Kristall drin. Da... Ah, da haben die 3 Masken, okay. Ah! Bronze, Silber, Gold, der Masken 3... Was? Der Masken 3... Was? Bronze, Silber, Gold, der Masken 3 bringen sie zu uns und der Kristall ist frei. Schreibt man das so? Ja gut. Und jetzt? Da ist auch noch irgendetwas... Also dieser Speicherpunkt, okay. Im Innenhof. Im Innenhof haben wir auch noch irgendetwas übersehen. Wir müssen noch mal in den Innenhof. Ich glaube, da gibt es noch irgendetwas. Aha, du schau her. Da in dem Zimmer war nämlich
Im 8er Speicherpunkt. Da ist nämlich der Duke gesessen. Das weiß ich noch ganz genau. Oh, was haben wir da? Das ist wieder... Du brauchst wieder einen Einaugenschlüssel, okay? Graut nicht mehr mit, ja, so steckt nur da, gell? Ich kann mich an nichts erinnern, nicht wer ich bin oder welches Leben ich bis jetzt gelebt habe. Ich weiß nichts. Meine Erinnerungen sind so lückenhaft wie das Gesicht, das ich hinter dieser Maske verberge. Was bleibt, ist dieses Verlangen, dieser Hunger, andere leiden zu sehen. Die Verzweiflung in ihren Augen, ihre Schreie. Wer wird mein nächstes Opfer werden? Ich habe meinen treuen Diener. Er hat viele Gesichter, wenn jeder dieser Schädel auch so hohl ist wie ein verlassener Kaninchenbau. Er ist mein bester Jagdhund und er wird dieses Häschen für mich hetzen. Okay. Da haben wir noch was drin. Das ist halt dann das da wahrscheinlich. Da gibt es auch noch Apps. Schießpulver, sehr gut. Okay. Jetzt da erst einmal nicht weiter. Aber wir können da einmal nach oben schauen, abgesehen davon. Ist da ein Hätzchen? Man munkelt. Okay, da kann man auf alle Fälle nicht von der Seite was kaputt machen. Okay, warte mal. Ja, ich bin jetzt da gerade noch so irgendwie so ein bisschen auf dem Trampelpfad unterwegs, weil ich gerade überhaupt keinen Plan nicht habe, wo ich hingehen soll. Aber im Innenhof, meine, haben wir gar nicht schlecht beraten. Da muss noch irgendwas geben, weil da ist nämlich die ganze Ding noch rot. Schauen wir mal. Werd mir ihm schon hinbringen irgendwie. Stay safe, ja, du mir. Ah, da schon her. Aber gut, ich kann scheinbar jederzeit... Oh, bist du mal? Ich kann scheinbar jederzeit die Pflanzendinger kaputt machen. Das scheint wirklich so zu sein, dass das eine unendliche Ressource ist. Aber, da ist auch noch etwas. Da wird es dann da wahrscheinlich weitergehen, der Tier dahinter. Aber da waren wir ja schon drin. Da gibt es immer noch irgendetwas. Wir haben ja irgendwas übersehen. Tür mit einem Auge tief unten im Keller. Ja, Keller. Die Frage ist, wie kommst du hin? Ja, da geht jetzt nichts, okay. Ja, Moment einmal. Wo kannst du denn jetzt aber weitergehen? Da, die Tür komme ich nicht durch. Im Salon waren wir gerade. Da geht's auch nicht weiter. Vielleicht geht's aber... jetzt Moment einmal. Vielleicht, wenn ich da über die Treppen runter... müssen wir mal schauen. Jetzt pass auf. Irgendwie, also so, ich stehe so ein bisschen auf dem Schlauch gerade noch. Weil das war nämlich, im Hauptspiel war das nämlich ein Aufzug. Da bist du von unten dann aufgekommen tatsächlich. Das ist eigentlich völlig wurscht, wie lange. Müssen wir noch mal lernen. Weil da hinten geht es nicht weiter. Wobei, man kann mal schauen, ob vielleicht im Empfangszimmer... Das ist zwar auf der Karte blau, aber das heißt ja nicht, dass da vielleicht nicht weitergeht. Achso, das war da, okay. Aussiekämmer tut man ja da nicht wahrscheinlich, oder? Denken wir schon. Ja, okay. Die Suche nach dem richtigen Weg. Da geht's auch nicht weiter. Oder?
Ah, was haben wir da jetzt? Es wird steht am... Ja, okay, aber das hilft mir jetzt nicht weiter. Wahrscheinlich übersehen wir mir irgendwas. Ganz dumm und schonungslos. Muss vielleicht doch weitergehen. Gibt's ja. Oh Gott! Sag ja, mir übersehen wir irgendwas ganz dumm. Ja, jetzt macht's mehr Sinn auf alle Fälle. Soll ich dir einen Tipp geben? Ich glaube, ich hab's. Ja, okay, gut. Ja, das erklärt ein wenig mehr jetzt. Bei so Wacht. Gehen wir erstmal da entlang. In der Hoffnung, dass mir jetzt nicht gleich wieder irgendein Besuch springt. Oh. Ja, der mag gleich mal die Pflanzen weg. Ich wollte gerade sagen, da wird er mit denen jetzt irgendetwas ein Loot für mich haben. Ach, das ist jetzt... Ah, okay, das ist jetzt die Tür da, wo man... Okay, ja, alles klar. Das ist jetzt die Tür, die wo von der anderen Seite zu war. Okay. Aber darum gibt es auf alle Fälle nichts. Da drinnen, da war glaube ich, im Hauptteil war doch da der Hauptwein drinnen von der alten... Oh, angezeichnete Karte. Das ist gut. Gut, dann haben wir da jetzt erst einmal alles gelootet. Die grunzt aber auch so kreisli. Okay. Aber den kann man nur kaputt machen, wenn man ihn von vorn quasi... Du steckst voller Überraschungen. Was sag ich? Aber ich glaube an diesem Kräften... Boah, leck, was ist das für ein Viech? Ja, super toll. Boah, der war verdammt groß, der Typ. Ich bin von diesen Kreaturen hier reingeflohen, aber wo ist der Schlüssel mit dem Augensymbol? Der sollte doch hier irgendwo sein. In diesem Zimmer ist der ebenfalls nicht. Der muss in der Nähe sein. Ja, jetzt müssen wir wahrscheinlich in den Keller oben, wahrscheinlich, oder? Aha, Harry Potter is with us. I like. Das ist schon wieder so ein Flakon. RW-Variante Behälter 2. Noch mehr davon. Also jetzt habe ich drei so Knollen. Stöhnmund. Schießpulver. Jetzt stärker. Stronger now. Oh. Auf Gegner fokussieren. Das war ich! Man kann's Gegner lähmen jetzt damit. Okay. Im Gesellschaftsraum gibt's auf alle wieder noch was. Ah, da. Das auch. Zweigweißer Salbei. Zweigweißer Salbei stellt etwas Mutamycetkraft wieder her. Ah, okay, mit den Dinger kann ich dann... Alles klar. Da kann ich dann quasi die Lähmungsladungen wieder auffüllen. Ich will mich mit dem Dicken aber trotzdem nicht anlegen.
Das macht's ein bisschen einfacher. Einäugiger Schlüssel. Ah, ja, nice. Wie bereits dargelegt, hat eine Störung der Autoinduktoren in einem Mutamycet-Netzwerk eine destabilisierende Wirkung auf den Pilz. Dieser Effekt kann auch bei aus Pilz aufgebauten Organismen beobachtet werden. Jedoch verursacht eine Destabilisierung nicht wie bei Sklerotien, aber was sind das für Wörter, Alter? Eine zelluläre Zersetzung, sondern vielmehr eine bedeutende Verlangsamung der Bewegungen, durch welche besagter Organismus praktisch an Ort und Stelle bewegungsunfähig wird. Wenn andere Organismen sich in unmittelbarer Nähe zum Zielorganismus befinden, kann dieser Störeffekt sich ausweiten. Jedoch ist die Reichweite äußerst begrenzt. Ja, und wenn er nicht hinten sitzen darf, bräselt er. Genauso wie der Typ da. Der bräselt da. Da kommen jetzt Konterna, oder wie? Die machen halt ziemlich deutlich, wenn sie am Arsch haben. Da aus jetzt, oder was da aus? Also, übertreibt ein bisschen viel Viecher. Ja, gerade schon ein wenig. Munition herstellen ist meine gerade keine schlechte Idee, wenn du mich fragst. Okay. Leicht eskaliert. Ich habe aber genau gesehen, dass da ein Ticker unterwegs war. Ja, und so wie ich das sehe, wird das auch unser Hauptgegner werden da in dem Schloss. So, da erinnert, haben wir im Hauptspiel, da hinten, um genau zu sein, haben wir einen Wein gefunden. Oder platzieren müssen. So muss man sagen. Oh, was haben wir da? Da geht unser Beidel ab. Spinn, Schmetterling, Frosch, Schaf und Wolf. Oder was ist das? Wolf, ja. Okay, da muss es aber irgendwann einen Hinweis geben. Die Räuber stehen in Reih und Glied, ein jeder auf seine Beute schielt. Die Jäger stehen in Reih und Glied. Okay, wir brauchen sprich Beutetiere und Jagdtiere. Da geht uns aber ein Foto ab, wenn ich das richtig sage. Richtig? Glaube ich schon. Aber wir können ja das schon mal anordnen. Jetzt pass auf, ein Spinn ist potenziell eigentlich ein Räuber. Warte mal. Da ist der Wolf. Der Wolf reißt Schaf. Das ist aber hundertprozentig klar. Das nehmen wir mal da um. Dann nehmen wir mal die Spinn. Die nehmen wir auch da um, weil Spinn ist ein Raubtier in meinen Augen. So. Und Schaf kommt dann da her. Ja, der Wolf reißt ein Schaf. Das ist aber, da brauchen wir gar nicht diskutieren. So, was haben wir jetzt da? Frosch und Schmetterling. Ist jetzt nicht die Frage, nimmt der Frosch nimmt eher tendenziell, gut, der Frosch kann aber tendenziell als Spinn fressen, so ist es jetzt nicht. Gut, da werden wir abwarten müssen, bis wir letztendlich wissen, was wir da für ein Gemälde haben, was da für Viecher dahinter ist. Aber ich glaube, dass wir uns einig haben, dass der Wolf was Schaf reißt. Das ist wohl, da glaube ich, haben wir uns, da meine müssen wir nicht diskutieren. Da müssen wir abwarten, ob wir irgendwann das Gemälde noch finden. Also finden der wir es mit Sicherheit irgendwo, aber ob wir schlau noch haben, dass wir es finden, das ist die Frage. Aber gut, dann können wir uns den Ort dabei einmal sporen. So, da hinten waren wir. Und jetzt haben wir den einäugigen Schlüssel gekriegt, den wir ja brauchen, damit wir hinten beim Hof, bei der die da rauskommen, beziehungsweise reinkommen. Für Flinten, meine, brauchen wir aber einen dreiäugigen Stern. Einen dreiäugigen Stern. Einen dreiäugigen Schlüssel. Die Viecher hören sich ja noch 15 Weißbier und eine Schachtel Zigaretten hinten noch geworfen, damit das besser geschmiert ist. Ah, warte, Moment da. Ja, da braucht man einen dreiäugigen Schlüssel. Ich hab mir schon gedacht, so einfach an der Flinten zum kommen ist dann doch nicht so leicht.
Ja gut. Aber es hat ja auch geheißen, im Keller gibt es so einen Schlüssel, ja? Wahrscheinlich findet man im Keller genau den Schlüssel, dann den, wo wir brauchen, damit wir die Flinten kriegen. Aber da gibt es halt nach wie vor Apps. Jetzt bin ich mir halt nicht sicher, gibt es da Apps, weil du die Tür noch nicht offen ist, oder gibt es da Apps, weil man einfach Apps übersehen? Da gibt es auf alle Fälle noch irgendwas. Leute, müssen wir nur mal schauen, wir übersehen hier irgendwas. Ja, der ist endlos, der Glibberdings da kann man Probleme nicht eingefrieren. Schaut halt auch sehr komisch aus da. Warum wundert mich das nicht, dass du den jetzt getriggert hast? Oh, mit euch. Was war jetzt das? Und sei hat's zerrissen. Wenn's bei den Bullen nicht weiter was sagt, Bescheid. Ja, weißt du. Ja, okay, der you got me, okay? Du hast dein Ziel für heute erfüllt. Ich hab mich nie geschaut. Ja, ist eh wurscht. Ja, vergiss einfach. Oh Mann. Ja, was haben wir jetzt da? Wir müssen da irgendwo was finden und ich finde nichts. Also gibt's wahrscheinlich nichts. Also das ist wahrscheinlich jetzt nicht logisch, aber... Okay, für alle, die jetzt nicht, die wo jetzt noch halbwegs geschlafen haben oder nicht bei der Sache waren, die haben spätestens noch um seiner Aktion jetzt definitiv anwesend. Ich versuche gerade ein Frühstück aufzutreiben. Ja. Schwierige Sache. Ja, wahrscheinlich, da gibt es schon noch irgendwas, aber vielleicht können wir das auch jetzt noch gar nicht finden. Das kann natürlich möglich sein. Warte mal, mir fällt gerade was ein. Es hat doch in Resi 8 so komische Glitzerdinger an die Wände gegeben, die wo man oberschießen hat können. Vielleicht ist das nämlich auch genau so drum. Aber wurscht. Wir tun jetzt da mal weiter. Wird schon werden. Aber ist halt wirklich... Oh, du pfiffiges kleines Häschen, hast es bis hierher geschafft. Die nächste Maske wirst du aber nicht so leicht in deine dreckigen Pfoten bekommen. Wie war's jetzt dein Maul jetzt, ha, du perverser fetter Mongo? Vor allem, warum ist er eigentlich best? Der war eigentlich immer gut. Ich glaube, die hat's hinter sich. Was ist das für ein Geräusch? Das magst du nicht wissen. Genauso wenig, wie es ich wissen möchte. Schnackselt der Duke gerade. Das will man nicht wissen. Wir haben auch Fotos. Dieses kranke Schwein. Ich glaub, dass der irgendwie einen Rose-Fetisch hat, wenn's mich fragst. Oh, das ist gut, das können wir gleich mal schnapulieren. Kann man das herstellen? Scheinbar nicht. Über Schießpulver. Wo ist der? Heilung haben wir eh nur. Der hat 16 Weißbier gehabt.
Ja, stimmt. Da war das Rätsel mit dem Blutbecken, beziehungsweise mit dem Weinbecken, mit den Statuen. Die Statuen haben halt jetzt... Mhm, das ist ein Rätsel, okay. Sei, falls du wieder mal im Breselfetzen sitzen hast, da losen ab, da. Okay, da haben wir jetzt... Okay. Schauen wir uns erst einmal die anderen Räumlichkeiten an, weil offensichtlich müssen wir da dann weiter. Da geht's übrigens wahrscheinlich sogar in den Keller oben. Das ist den ganzen Dampf rauslassen, ja. So wie sie der angehört hat. Und an der anderen Seite zu. Im Badehaus, ja, dann muss es im Badehaus weitergehen. War mir aber eigentlich fast klar. Warte mal, da hinten ist auch noch ein Tier. Was ist das für ein Tier? Haben wir da vorbeigerannt, blindlings oder was? Tatsächlich. Ja, das ist auch zu. Okay, ja gut. Gut, Rätselzeit, Freunde der Sonne. Schauen wir mal. In dunkle Tiefen ich taumelte, danach die Pfeile schossen, zuvor am Galgen ich baumelte und ohne Rast und Ruhe darauf hin, durch Schwertes Hand mein Blut vergossen. Kümmern wir uns einmal um das erste. In dunklen Tiefen ich taumelte, danach die Pfeile schossen. Okay. Wo haben Pfeile? So, da haben Pfeile. Und wer taumelt jetzt, ist die Frage? In dunklen Tiefen ich taumelte, right? In dunklen Tiefen ich taumelte. Okay, dann heißt das praktisch die zwei. Also, da geht's noch Reihenfolge, oder was? Und dann die Pfeile schossen, dann geht das da her. Dann kommt das mit dem Galgen und am Ende das mit dem Schwert. Ja, und jetzt? Was genau? Hä? In dunklen Tiefen, ich taumelte, danach die Pfeile schossen zuvor am Galgen, ich baumelte und ohne Rast und Ruhe drauf hin, durch Schwertes Hand mein Blut vergossen. Das heißt, das ist andersrum gewesen. Zuerst am Galgen, ich baumelte, dann kommt das Schwert hinten, dann kommt's Taumeln und dann kommen Pfeile. Ja, jetzt pass auf, das probieren wir jetzt einfach. Hallo? Das geht nicht? Warum geht das nicht? Das geht schon. Das geht aber auch nicht. Ach, weil die jetzt da hinten haben, oder was? What the fuck? Hä? Okay, ja gut, ich nehm's. Ich habe zwar keinen Plan warum, aber scheinbar haben wir es richtig gemacht. Gut, wir kommen jetzt offensichtlich in den Keller oben und da haben wir vorher den Hinweis gekriegt, da gibt es also auf alle Fälle einen Schlüssel. Schwert ist das letzte. Sehr gut. Mehr Moon ist mehr gut. Das passt mir schon wieder gar nicht da herunter. Die Keller! Die silberne Maske ist in einem kleinen Raum ganz hinten. Ich bin so nah dran. Ja, tolle Wurst. Natürlich ganz hinten. Ja, warum auch ganz hier vorn? Ich behaupte jetzt einfach einmal, dass uns der noch eine Nummer zu groß ist. Also muss ich gegen den jetzt kämpfen, oder was? Mit meiner Luftpistole da, oder wie?
Der hat 3 Köpfe. Achtung, Verwechslungsgefahr. 3 Köpfe, 3 Depp. Wo ist er denn jetzt? Ich muss doch jetzt nicht ernsthaft gegen das Viech da kämpfen, oder? Ja, der, wenn mich sagt, dann haben wir ein Problem. Und der hat ein wenig mehr wie 3 Köpfe. So viel gefressen, jetzt kann es runtergehen. Ich glaube, dass es gleich massivst runtergeht, wenn du mich fragst. Ja, aber das ist doch... Nein, das kann nicht sein. Das ist... Moment einmal, wenn er mich daran erinnert, der ist angelehnt an die riesigen komischen... an die komischen Viecher, die wo wir teilweise im Sägewerk haben wir da einen getroffen mit so einer riesen Axt. Die hast du nur bekämpfen können, wie uns im Nachhinein zu tun ist, mit Explosionen. Und mit Schuss kriegst du den bestimmt nicht. Den kriegst du mit Schuss nicht kaputt, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Das war komplette Mundverschwendung, da bin ich mir... Also, da lehne ich mich jetzt weit aus dem Fenster und sag, dass man den noch gar nicht machen soll. Deswegen schleichen wir uns jetzt einfach einmal vorbei. Damit ja auch nichts passiert. Und mit dem Buttermesser, ja genau. Gut, wir übersehen wir zwar jetzt ein bisschen ein Loot, aber das hilft nicht. Ja, das hat er natürlich gehört, ist eh klar. Jetzt glaube ich, haben wir ein Problem. Ja, wir übersehen wir noch irgendwas. Irgendwo müssen wir noch was haben. Aber wo? Ah, da. Da kommt der andere jetzt wenigstens einmal nicht durch. Hoffe ich zumindest. Robert, sagt's gut, dass wir nicht geschossen haben. Fehlt noch eine. Ah. Davon hättest du lieber deine dreckigen Finger lassen sollen. Ich finde, das gierige kleine Häschen hat eine... Oh, leck, wo kommt der jetzt her? Hallo? Bucke oder so? Hallo, Bucke oder so? Ja, das wäre nur bei mir jetzt. Wo ist er denn? Schleichte! Ja, das reicht halt aber leider auch nicht. Die da jetzt zum Schießen macht überhaupt keinen Sinn.
Aber kommt der von überall, oder was? Ah, noch mehr Rohrbomben. Ja, natürlich. Ah, das hat sogar Zeit, nice. Ja, Schießen bringt doch nichts. Schießen bringt gar nichts. Den muss man mit Rohrbomben beseitigen. Irgendwie. Oh, wir haben aber alles gelootet. Nice. Ja, lol. Und wegen was waren wir mir da unten jetzt? Wegen der Masken. Ja, offensichtlich. Aber einen Schlüssel haben wir da jetzt aber trotzdem keinen gefunden. Ja gut, wir waren schon mal auf Tuchfüllung mit dem Viech. So, und jetzt bist du wieder retour ins... Und da ist noch Kunstzimmer. Ah, da war das... Ja, da war das mit die Beidel. Okay. Da war das mit die Beidel. Richtig, richtig. Jetzt ist die Tür komischerweise auch offen. Ja, die Masken haben wir. Ich hab sie. Wenn auch knapp. Dieser hässliche Typ ist aufgetaucht. Nicht kämpfen, Sag weglaufen. bloß. Gegen den habe ich keine Chance. Ich nehme jede Hilfe, die ich krieg. So, Büschel und Pistole. Ja, also großzügig ist unser Schutzengel da vielleicht auch, gell? Da kannst du ihm gar nichts sagen. So, eine Heilung stellen wir uns auch mal her. Für alle Fälle. Dann nehmen wir das Büschel weiß und Salbei auch gleich. Dann haben wir wieder 3 Ladungen voll. So, da hinten ist nur ein Tier. Da müssen wir noch mal schauen, ist die auch zufälligerweise aufgegangen. Ja, aber das, wie gesagt, das haben wir gedacht, dass du da brauchst du nicht schießen, weil das ist ein absoluter Kugelfresser. Den hast du in Hauptspeil schon, hat man den mit Explosionen, also sprich mit Rohrbomben, mit Minen, da hast du ihm richtig Schaden machen können, aber mit sonst halt schon nichts auch. Und mit dem Raketenwerfer. Mehr oder weniger. So, da haben wir auf und da geht wahrscheinlich... Ah, da schon her. Ah, Gemälde, Schlange. Nice. Okay. Ja, okay, dann ist eigentlich klar, wer was... Oh, da ist eine Bootwand. Eine große Bootwand. Das ist eigentlich schon ein Swimmingpool, wenn du mich fragst. Jetzt sind wir am Dach herum. Spinnschmetterling und Schlangenfrosch. Dann macht das Sinn. Da hinten ist Loot. Okay. Ja, man muss auch in Resident Evil der mal ein bisschen Aussicht genießen. Ja, schaut zwar drüber aus, aber das kann man ja auch mal mitnehmen jetzt, oder? Leute, wie taugt uns denn? Haben wir Spaß? Wie schaut's aus? Was hält man denn davon? Bisher muss ich sagen, es ist ja typisch Resi, aber es ist noch ein bisschen mehr zu viel vom 8. Teil. Frage ist, hast du Spaß? Ich kann nicht lang, ich verstehe die Frage nicht. Sehr schön. Na, also bisher, mir taugt's. Durchaus. Ein paar Neuerungen sind dabei, aber man merkt halt, es ist halt ein DLC, klar. Es ist halt bisher das Rad halt noch nicht neu erfunden worden, was die Handlung angeht. Ja? Also es hängt halt immer noch an 8 dran. Aber an und für sich, sie haben sich bisher bemüht. Also was heißt, der DLC ist bisher sehr bemüht. So, die Frage ist aber jetzt, wo kommen wir da weiter? Ah, da war der Tier. Da kann es weitergehen. Sehr gut. Oh, da haben wir Loot. Was ist das? Rostige Reste.
Die bringen jetzt was nochmal? Ah, da kann man jetzt Rohrbomben bauen, oder was? Ja, Rohrbomben. Ja, die werden wir brauchen, früher oder später. Flintenmunition, Schießpulver plus rostige Reste. Flinte habe ich im Speisezimmer gesehen. Rohrbombe, Schießpulver plus rostige Reste plus Kraut. Sollte mir bei der Flucht helfen. Okay. Ja, aber an die Flinten musst du halt auch erst einmal dran kommen, weil die Flinten, wie gesagt, da musst du den Keller oben. Im Keller waren wir zwar gerade, aber der Keller ist ausgelootet. So, jetzt können wir von der anderen Seite da wieder rein, oder was? Ach so. Ja gut, wir müssen dann da hinten über die Treppen hoch, offensichtlich. Warte mal, wenn ich jetzt... Kann ich da noch mal runtergehen? Wahrscheinlich nicht. Ah ja, doch, kann ich sogar. Die Frage ist, wenn ich da jetzt noch mal runtergehe, ist da der fette Typ dann auch noch da oder geht der dann automatisch weg? Das müssen wir jetzt einmal ausprobieren, weil vielleicht haben wir den Schlüssel da wirklich irgendwo übersehen. Das kann ja möglich sein. Ja, der ist scheinbar noch da, okay. Der ist scheinbar noch da. Aber da haben wir alles. Im Keller. Ja, aber es hat aber auch geheißen, der Schlüssel ist im Keller. Der muss fast da sein irgendwo, aber wir haben halt auch nichts gesehen. Wie oft wollen Sie daneben schießen? Bazi, ja. Denn das? Du, da rennen ganz schön viel umeinander da vor dem Geschwär, gell? Gut, aber der Dicke scheint nicht mehr da zu sein. Dann können wir uns jetzt da wirklich nochmal in Ruhe umschauen. Weil es hat geheißen, im Keller ist der Schlüssel. Gut, ich bin mir zwar jetzt nicht sicher, ob das so gut war, dass wir so viel Mund dafür verschossen haben, für den Fall, dass dann wahrscheinlich eh nichts mehr ist. Aber gut, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ja, da haben wir den Haufen Gegner noch. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das so gut ist. Warte mal. Mal schauen, ob wir die austribbeln können. Ach, die bleiben da ja hinten. Okay. Da war nix. Ja, da ist halt aber auch nichts mehr. Wie gesagt, den Schlüssel, den hätten wir gesehen. Ja, okay, dann ist da nichts mehr. Gut, dann haben wir zwar jetzt unseren Moon ein bisschen umsonst verschossen, aber da wollte ich jetzt lieber doch noch mit zweimal schauen, weil Pumpkin haben ist halt nicht schlecht. Na gut. Gut. Ey, wir müssen irgendwie da umgehen. Warte, müsste irgendwo ein Blair mit, wo man kaputt machen? Achso, was?
Ah, okay, ja gut. Gut, dann müssen wir jetzt... Ist ganz schön hartnäckig, was? Aber ganz so einfach mache ich es dir nicht. Tja, aber Masken habe ich trotzdem. Jetzt können wir da noch... Ja, da kommt der Fette auch wieder. Der verfolgt uns jetzt wahrscheinlich. Ja, ja, chill da. Oh, da haben wir falsch. Da haben wir voll falsch. Ja, da müssen wir laufen. Ein Jahr GSC hupst, habe der. Ja, der nächste, der wo... Another one. Option, danke dir für deinen Resub im 12. Monat. Gratuliere für ein Jahr GSC Hoops. Weiß ich nicht, ob das so eine gute Errungenschaft ist, aber trotzdem, danke dir, viel Spaß weiterhin und weiterhin willkommen. Ist aber sowieso klar. Wie geht's da? Alles fit bei dir? Betty muss man feiern. In dem Moment, wenn man einen Spruch umdrehen kann, mit einem Buchstaben. So. Die Masken können wir einsetzen. Wahrscheinlich, ja, genau, setzt ihr das Gemälde der Schlange ins Gesicht. Das hat schon oben geholfen. So, Silbermaske brauchen wir da. So, sehr gut. Gut, jetzt machen wir das Rätsel da oben schnell mit den Gemälde. So, also, was haben wir gesagt? Frosch und warte mal, die Räuber haben in einer Reihe, hat es geheißen. So, das heißt praktisch, dann kommt da Schlangendingens her. So, der Schmetterling. Ah, warte mal. Moment. Tu da mal das Froschbeil her. So. Da ist die Schlange. Da, tut das nochmal her da. Dann müssen wir noch schnell mal ummodeln. Moment. Weil da kann man kann immer noch ein Gemälde nehmen. Ja, aber das war jetzt dumm. So. Ja, Moment, ich möchte ja... Ach, die Hand. Ach so, der ist fest fixiert. Okay, ja gut, dann ist der Fall klar. Dann kehrt da jetzt ein Spinnensymbol her. Und ja gut, und da kehrt dann das Schlangensymbol her. Das ist wieder nicht anders. Wächst das da? Alles flauschig war im Gym. Gleich um 13 Uhr geht's Richtung Eislaufen. Sehr schön. Ich hoffe, du hast Spaß gehabt und ich hoffe. Will er mich mit diesen Rätseln schikanieren? Und ich hoffe, du hast Fun dann auf dem Eisfeld. So, da ist ein Dreiaugenschlüssel jetzt drin. Sag ich das richtig? Tatsächlich. Das dreieugige Emblem ist Zeugnis von Herrlichkeit, die goldene Maske möge dir vergönnt sein. Das heißt praktisch jetzt, aber auf gut Deutsch, wir kriegen jetzt eine Flinten. Wo war die im der Peisezimmer, glaube ich, oder? Nein, warte mal, wo war der Hof? Das wärst du übertreten mit oben. Aufgemerkt. Das heißt, im Speisezimmer war Flinten. Sehr gut. Aber mit der Flinten ist uns dann schon wieder ein bisschen mehr geholfen. Die nehmen wir uns natürlich schon mit. So, dreieugiger Schlüssel, da gehst her. Ja, dann habe ich der. Servus, grüß dich. Wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Die Flinten nehmen wir natürlich auch mit. Das gefällt mir schon besser. Oh ja, mehr Peng-Peng ist mehr gut. Aber da haben wir nur 3 Schuss, das ist schlecht. Können wir Flintenmoon herstellen? Natürlich nicht. Natürlich nicht. So, wo geht's jetzt weiter, ist die Frage. Da herum in der Kirche ist noch irgendein Tier. Und da heraus diese dreieugige Tür. Wahrscheinlich geht's dann da weiter. Ich bin mir jetzt nicht sicher,
Warte mal, im Salon war auch noch irgendwas. Was haben wir? Im Salon, brauchen wir da auch den Dreieugigen? Da müssen wir nochmal nachschauen, das war jetzt nämlich nicht mehr. Video kommt dann ins DC. Was für ein Video? Ja, nein, ich bin mir jetzt nicht sicher, was du so machst damit. Ach so, vom Eislaufer, gern. Ich hab doch gesagt, dass da noch immer... Ach, da brauchen wir einen Einhörnigen. Halt, mein Fehler. Kann ich mir mal einer erklären, dass wir nicht Argentinier sind? So, Kompensator. So, mit was kann man den verbinden? Ja, gut. Ja gut, dann haben wir das jetzt auch. Passt, perfekt. Nice. Gut. Da ist jetzt Hauptziel. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, was das für die da rum hat. War gerade Signale nur mal. Müssen wir nochmal nachschauen, das hilft das nichts. Jetzt haben wir verwirrt, glaube ich. Jetzt haben wir möglich. Ja, der ist vielleicht noch besoffen, weil er Argentinien gestern gehungert hat. Ich weiß nicht. Kann möglich sein. Vielleicht hat er wegen der Party gefeiert gestern. Ah ja, das war die von der anderen Seite aufgeht. Okay, ja, passt schon. Ist klar. Das war so ein Holztier, so eine Reidige. Ich schau grad schon. Ja, ich hab's nur gestern bei meinen Schwiegerleuten ist nebenbei gelaufen. Da hat Argentinien gegen Mexiko gespielt, deswegen. Ja, du kommst aber schnell abgeflogen von deinem Eckerl da, gell? Ich hab irgendwie so das Gefühl, dass das jetzt gar nicht so einfach wird, wie man das jetzt vorstellt. Da oben kommen wir nicht durch. Wait. Ich bin so ein Idiot, ich bin jetzt völlig umsonst da rausgegangen. Oh, jetzt kommt der Dicke. Ah, geh durch. Okay. Ich bin da jetzt völlig umsonst rausgegangen. Ja, da war der Dreieraugen, die Tür zum Dreieraugenschlüssel, die war innerhalb. Ja, genau. Warte mal, Flinten haben wir aber schon, oder? Achso, nein, die haben uns... Die müssen wir noch mal holen jetzt, oder was? Okay, lul. Ist neu auf dieser Plattform. Macht doch nix. So. Eine mit dem Schlüssel. Ah, nehmen wir den Schlüssel wieder mit und Flünten nehmen wir auch wieder mit. So, ich hätte da nämlich gar nicht rausgehen, oder? Jo. Hä? What the fuck? Ja, der Dreieraugenschlüssel ist da hinten, das sehe ich schon, aber... Ja, da kommen wir aber nicht durch. Ja, jetzt wird's recht. Flinten? Ja. Du, aber du mir die Pistolen her, weil mit der Flinten können wir jetzt, glaube ich, aktuell sowieso noch nicht allzu viel anfangen. Okay. Da hinten ist auf alle Fälle... Ah, kann man da raufgehen? Kann man? Ah, tatsächlich, da kann man sogar raufgehen.
Ja, aber weiter als wir so gehen kann ich nicht. Da hinten ist die goldene Masken auf jeden Fall. Da oben haben auch noch so Dinger, die wo runterfallen müssen wahrscheinlich. Okay. Ja, gut. Und von da geht wahrscheinlich... Ist das die letzte Maske? Ja, offensichtlich. Da oben ist... Ach, du schau her. Ja, okay, dann fällt dann das drum schon mal runter. Das ist gut. Ja, natürlich. War klar, dass da Gegner kommen, oder? Oh ja, das ist gut. Ja, da kommt noch einer. Ja, ich bin gleich out of moon, I guess. Lederweiß. Das klang aber noch nicht. Ja, das ist jetzt schlecht, weil es nur noch ein bist du in Schuss. Da hinten ist... Achso, das ist auf der Seite. Ah, ich muss da irgendwie um mich kommen dann. Oh, nice. Nice. Okay, das macht es ein bisschen einfacher. Mhm. Es muss hier noch mehr Kerne geben. Ja, das ist durchaus richtig. Moment, die ist wahrscheinlich zu, oder? Nein, die ist off. Hä? Da können wir retour? Ah, das war die Tier. Ja. Okay. Okay, jetzt weiß ich wieder, wo wir sind. Okay. Ja, da waren wir vorher rum. Oh, was haben wir da? Achso, ja, das war der Hinweistext für die ganzen Kombinationen. Ja, jetzt ist aber der andere Rotzer hinten und zumindest der Loa. Weil wir ja glücklicherweise noch ein bisschen Pistolenmund gefunden haben. Da können wir vielleicht gerade mal so ein bisschen überdrücken, dass wenn der Zipfel Adam da mal weg ist. Noch genau einen Schuss braucht. So, jetzt ist das da weg, jetzt muss ich wieder nach oben, weil jetzt kann ich den anderen da ausknipsen da, oder wie sehe ich das? Ja, aber jetzt kommen wir auf der anderen Seite durch, weil da ist jetzt das, der Kern da, der wo da uns den Weg versperrt hat, den haben wir unten gerade weggemacht. Ja, okay. Da hinten gibt's aber nichts.
Weiß ich nicht, ob es das wert war, aber das werden wir jetzt rausfinden. Weißer Salbei ist jetzt nicht das, was ich mir erhofft habe, aber gut. Es ist besser als nix. Da gibt es aber immer noch Apps. Man kann, da kann man auch was finden. Jetzt passt's auf. Oh, lustige Reste. Wo? Wo? Da. Ah, das wird ihm schon. Jetzt haben wir alles. Okay. Das heißt, wir kommen jetzt wahrscheinlich auch auf die Masken hin. Ja, okay. Haben wir einen Stick gebaut? Haben wir einen Stickbau, bitte? Goldmaske. Nice. Okay. Was jetzt? Oh no! Wer hat Messer für den Look? Ah, jetzt glaube ich, jetzt Zeit für den ersten Boss. Raus aus den Federn, Kleines. Zu schade. Du warst nur einen winzigen Häschensprung von deiner Belohnung aus Kristallen entfernt. Ich wusste, die echte Rose wäre viel lebhafter. Es wäre eine Verschwendung, dein Leben einfach so zu beenden. Lass uns noch ein bisschen Spaß haben, ja? Na komm, nicht schmollen. Ich habe da einen netten Zeitvertreib vorbereitet. So viele Sklerotien und fast alles Attrappen. Na, was denkst du? Findest du die echten? Oh Gott. Dir bleibt nicht viel Zeit, Kleines. Tick-Tack, Tick-Tack. Beeil dich lieber, sonst bist du verschlungen. Wie soll ich denn bitte den richtigen finden? Ja, da gibt's bestimmt jetzt. Bleib ruhig. Hoppla, mir scheint dir fehlt das richtige Auge hierfür, Liebes. Nur noch 2 Minuten. Keine Zeit zu verschwenden. Ist das scripted? Das war nicht mal knapp. Ja, das kann ja jeder sein. Eieiei, wie die Zeit vergeht. Nur noch 90 Sekunden. Schaffen wir schon irgendwie. An deiner Stelle würde kein Risiko. Ah, die wuchsen noch! Tiefer als das Fass, was? Links. Ach, der gibt uns Hinweise, okay. Du solltest dich ranhalten. Rechts. Ach so. Okay, ist einer von den unteren auf jeden Fall. 30 Sekunden. Jetzt nicht trödeln. Okay. Ja, hä? War mir ein Vergnügen. Tiefer als das Fass. Links. Ach so. Ja, warte, das müssen wir noch mal machen. So, Essen fertig, let's go, Ade. Einen guten Herbert. Aber immer noch mal schauen. Kriegen wir ihn schon irgendwie.
Okay, auf alle Fälle muss das Tier, ist es ein Knospe oder ein Kern, der wo tiefer ist als das Fassel und er sagt irgendwo links. Gut, das haben wir schon gesehen. Dir bleibt nicht viel Zeit, Kleine. Hoppala. Tick-Tack, Tick-Tack. Beeil dich lieber, sonst wirst du verschlungen. Ja! Ja, lol. Toll. Hoppla, mir scheint ihr fehlt das richtige Auge hierfür, Liebes. Kaputte Wand, großer Kern. Wo ist die kaputte Wand? Nur noch 2 Minuten. Keine Zeit zu verschwenden. Ah, der oder? Dachtest du etwa, ich würde es dir so leicht machen? Ja, wow. Ich an deiner Stelle würde kein Risiko eingehen. Bist du bereit für das große Finale? Ja, den hast. Eieiei, wie die Zeit vergeht. Nur noch 9 Sekunden. Ah, stirbst du jetzt einmal, oder was ist mit dir? Bitte sei der Letzte. Den hast. Ein Glück, das war's. Okay, das kann man nicht kaputt schießen, ja toll. Ja, jetzt wird's ein wenig anstrengend, weil jetzt haben wir keinen Schuss mehr. Außer er gibt uns, er zaubert uns wieder einen Ohne her. dich hätte ich das nie geschafft. Wollt eigentlich Ah, ein Shahi. Pony, aber besser als nichts. Ah, Flintenschuss und 10 Pistolen, ja, immerhin. Immerhin etwas. Besser als nix. Weißer Salber, ja gut, den können wir auch gleich nehmen. Mal wieder ein paar Aufladungen. Okay, Kellergewölbe. Gibt's aber noch irgendetwas. Irgendwo zumindest. Da müssen wir dann wahrscheinlich lang, okay. Gut, von da einmal können wir, okay. Rostige Reste, nice. Ja, gut. Ah, da haben wir alles. Okay, nice. Perfekt. Mhm, das ist ein neuer Korridor, das heißt, da gibt's wieder irgendwas. Ist hat's auch wirklich überall, ha? Ein 6 Schuss wie so drum, das ist fast schon gar nicht so wenig, gell? Wenn du mich fragst. Ah, und jetzt können wir wieder. Ja, ich weiß schon, was das für dich ist. Oh, Flintenmund. Schießpulver. Das ist jetzt die Tier. Ja, genau. Ein Konzertsaal haben wir auch irgendetwas übersehen. Scheiße. Warte mal, wenn ich jetzt retour gehe. Und da wir die Gegner da draußen jetzt spawnen. Müssen wir nochmal schnell schauen. Im Konzertsaal haben wir tatsächlich irgendetwas übersehen.
Da können wir aber nicht mehr zurück, oder? Ah, lol, wie denn auch? Geht ja gar nicht. Ich bin ja so ein Eumel. Ja, da, voll denkt, da können wir gar nicht zurückkommen. Wir haben ja da hergeportet worden. Ja, okay. Da müssen wir so nochmal hingehen. Müssen wir nochmal durch den Innenhof durch, hey? Ja, aber mit 3 Stunden ist das schon sehr eng kalkuliert. Wenn ich jetzt mal so auf unseren Zeiger schaue, wir spielen ja schon gleich 2 Stunden. Glaube ich, dass wir fast länger brauchen werden. Und wieder gegenüber eine. Und die 2 Stunden haben wir Stunde Schmerz und Twitch Clips Germany geschaut. Auch wieder wahr. So, da haben wir irgendwas übersehen. Da haben wir irgendwas übersehen. Ja, noch Melon. Das Einzige, was ja wirklich komisch ist, du kannst halt in dem DLC keine Vasen zerdeppern, keine Regale kaputt machen. Das ist tatsächlich, das hätte ich nicht gedacht. Ja, passt schon, Option. Danke dir und viel Spaß. Tut ja nicht weh. Abgesehen davon. Hä? Warum ist der jetzt blau? What the fuck? Ach so, weil man mir... Ach so, weil man mir jetzt... Okay, dann wissen wir jetzt praktisch, es gibt irgendwas im Erdgeschoss noch. Im Erdgeschoss haben wir was übersehen. Mhm, dann gibt es irgendwas im Erdgeschoss noch. Aber wo? Ah, da schau her. Ah, das habe ich, das habe ich komplett übersehen da. Ja, 6 Schuss, das hat sich schon gelohnt. 6, also jetzt haben wir es. Perfekt. Für 6 Schuss können wir doch gerne nochmal daher. Passt soweit, okay. Ja. Endlich werde ich diese Kräfte los. Aber, um ehrlich zu sein, schon komisch loszulassen. Ich habe so lange mit ihm gelebt. Ich weiß. Ich weiß. Gut, wenn ich jetzt nicht wisse, dass man eines Puppenheißel müssten da die jetzt da hätte ich jetzt aber ehrlich gesagt auch nicht glauben, dass es schon vorbei war. So. Okay, wo kommt er jetzt her? Kleines. Den hast du dir wirklich verdient. Vom Echten kaum zu unterscheiden, nicht wahr? Mies. Das ist eine Replik. Auf dieser Ebene kann der Kristall gar nicht existieren.
Dachtest du wirklich, ich gäbe etwas so Kostbares einfach her? Mit irgendwas musste ich dich ja anlocken. Nein! Nein! Der ist mir jetzt massiv unsympathisch, der Typ. Die Frage ist er dann ein Boss? Nun beginnt der wahre Spaß. Die perfekte Bühne für dein Ende. Und Vorhang auf! Nee, oder? Ja. Oh shit! Jetzt ist er sogar noch hässlicher. Ha, wenn das das Einzige ist, was da einfällt. Aber Mensch, kann man doch nicht blocken? Das nenne ich Unterhaltung. Ich muss irgendwie meinen Schaden anrichten. Kann man doch nicht. Du seist eine Kämpferin. Lauf, kleines Häschen, lauf, lauf. Ja, aber man kann das scheinbar echt nicht abblocken. Mensch, Leben sind so zerflecht. So überhaupt. Ist er noch immer immun? Ich bewundere deine Entschlossenheit, so nutzlos sie auch sei. Ja, okay, der frisst so ungefähr alle Kugeln, der Ich Typ. meinen Häschen so gern zu, bis sie sich finden. Ja toll, jetzt hab ich keinen Mund mehr. Hä? Okay. I guess. War mir schon klar, ich muss auf den Kern schießen, aber... Gib nicht auf, kleines Häschen. Es besteht immer noch Hoffnung. Ja, das Ding one-shot der Behörde war fast, gell? Ist er tot? Hab ich's geschafft? Ja, wahrscheinlich Na, nicht. Sieh einer an. Du bist um einiges lebhafter als die anderen Häschen. Langsam wird's langweilig. Zeit für etwas mehr Sport. Ja. Was vergessen, da ist mein Mund verschwendet.
ist gerade ein wenig komplizierter geworden, das Ganze. Ja, jetzt muss ich meinen Knirscheimer einschießen. Ich seh wieder aber auch nicht wo. Was ist denn das für ein? Das Glocke, das ist nicht mehr gut. Ja gut, ich komme heilen auch gerade nicht. Ah, ja, natürlich. Ja, das ist gerade ein wenig sehr extrem stressig. Dampfe habe ich die Ehre. Ohne Finger noch drauf, sehr gut. Dann bin ich mir diesmal keiner Schuld bewusst. Ah, muss jetzt da wieder anfangen, oder was? Okay, das kann ich geben, nice. Nee, oder? Gegen den? Oh shit! Jetzt ist das noch hässlicher! Ja, freilich, sonst noch was. Ah. Das nenne ich Unterhaltung. Und ich dachte, du seist eine Kämpferin. Lauf, kleines Häschen, lauf, lauf, lauf. Ja, okay, das ist jetzt aber ein cleaner gelaufen wie vorher, aber. Sieh einer an. Du bist um einiges lebhafter als die anderen Häschen. Ja, dann Hasenfetisch, definitiv. Langsam wird's langweilig. Zeit für etwas mehr Schwung. Nope. Ja, das war zauberhaft, wenn er seine eigenen Vieh über den Haupt verinnert hat. Ich bewundere deine Entschlossenheit, so nutzlos sie auch sein. Au. Oh, jetzt kommt da einer von hinten, verpiss dich.
wo kommt er denn jetzt? Ja genau, renn du deinen eigenen über den Haufen, der stört eh gerade. Wo wuchs denn der Schwamm jetzt wieder raus? Ganzes Leben hatte ich noch keinen so öden Kampf. Hä? Wo ist er jetzt? Das soll eine Show sein? Lass ihr das nicht durchgehen! Variante 3, okay. Ah, da kriege ich mehr Aufladungen. Wie jetzt? Aua. Hier reicht's mit dem Geplänkel. Bring's zu Ende! Nutzlose Kreatur! Was für eine Enttäuschung! Asher Price, danke dir. Viel Spaß bei Mathe und Physik. Ich weiß zwar nicht, ob man da Spaß haben kann, aber danke dir trotzdem. Dein Tod ist unausweichlich. Run! Wohin? Lauf! Was? Da runter? Ja, da der glaube ich springen in das finstere Loch. Das mit dem Wasser check ich nicht so ganz. Gut, aber vielleicht rammt sie das alles nur. Das kann natürlich auch sein. Oh Gott, ja, jetzt kommt das. Jetzt kommt genau das, auf was ich keinen Bock hab. Von dem, wo wir die Leute schon gesagt haben, du kommst in das Puppenhäusl. Was genau in dem Puppenhäusl ist, weiß ich nicht, aber... oh nein. Ich will nicht gehen. Nicht ohne diesen Kristall. Ich hab satt, ein Freak zu sein. Ich will Freunde haben. Ich will ein normales Leben. Ohne Fluch. Wenn dieser Kristall das bewirken kann, mich normal machen kann, dann gehe ich hier nicht ohne ihn weg. Ja, und? Dann los. Ich mag nicht. Tja, da geht's wohl nicht lang. Ich spring einfach Kopf voran. Dann hätten wir's hinter uns. Aber jetzt... Ja, okay. Ich hab wenigstens noch meine Waffen und ich hab wenigstens noch den einen oder anderen Schuss. Ja, weil damals ist da nämlich mir als Warum ist der Teddybär aufgespießt an der Lampe? Ich weiß, wo der Kristall ist. Was ist das?
Oh, das wird wieder so eine ganz, 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 ganz kreiselige Psychoscheiße werden. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Hallo? Willst du meine Freundin sein? Nein! Pause. Ich sag dir mal Pause, Alter. Ich hau dir gleich einen Anzug, wenn du deppert bist. Guter Einwand. Frage. Pause? 2 Minuten? 3 Minuten? Wie schauen wir aus? Pause machen? Irgendwer? Frag nur. Nicht nur wegen mir, sondern auch vielleicht wegen eng. Vielleicht muss einer bieseln oder so. Verstehst du mich? Hm. Hm. Let's Play. Na, eigentlich nicht so wirklich Bock drauf. Weiß ich, wenn Hunger sowas nicht. Okay, passt auf. Ja. Freunde, das Mari, das war der falsche. Das war falsch. Da wollte ich her. Freunde, jetzt machen wir mal schnell 3 Minuten Pause. 3-4 Minuten, okay? Ich weiß ja nicht, wie lange es noch geht. Ich weiß nicht, ob die 3 Stunden in etwa realistisch angepeilt sind. Aber ich habe so das Gefühl, dass die nächsten 2 Stunden oder 1,5 Stunden oder keine Ahnung, dass die schlimm werden. Ja. Jetzt war's, ne? Resident Evil typisches fängt relativ harmlos an, dann wird's mehr actionreich und dann irgendwann scheißt der Twadeln ab, weil es total gruselig wird. Okay? Und so glaube ich, wird das jetzt dann auch werden mit dem Heisel da. Ja, weil das war beim Vorgänger schon nicht anders. Was heißt beim Vorgänger? Das war beim Hauptspiel schon nicht anders. Und das wird jetzt halt beim DLC vermutlich halt auch nicht stark anders werden. Sehe ich gerade, Oleg, Kathi massivst am Platzalbor. Wer kommt da? Habt ihr da das ganze Dorf eingeladen? Oder wie schaut das aus? Also ich nehme ein paar, wenn es war. Schaut schön aus. Schön, schön. So. Das, ne? Da wird jetzt eigentlich was beobachtet. So, Leils, wir gehen mal schnell 2 Minuten in Pause. Ich gehe mal schnell austreten. Ja, ihr könnt auch dabei schnell mal aufs Klo gehen, irgendwas zum Trinken holen, irgendwas zum Essen holen. Weißt du, wie es ist? Bei der Ritzenker mal schnell kurz ein wenig Pfirs. Ja. Und dann da ich sagen wir so in 2-3 Minuten tun wir weiter. Plätzalmampf-Meeting wann und wo. Damit es sich rentiert, dass ich anfange. Ja, genau, damit es sich rentiert, dann machen wir gleich einmal Platz fürs ganze Dorf. Sehr gut. Wie gesagt, holt irgendwas zum Trinken, zum Knabbern, wie auch immer. Wir sehen uns in 2-3 Minuten wieder und dann, meine ich, wird es massiv kreislich werden. Okay? Ist dieser Deal? Dabei mache ich ein bisschen eine Muse an. Und wir sehen uns dann, ja, 2-3 Minuten wieder. Bis gleich. Und merci fürs Dasein. An jeden einzelnen von euch. Freut mich. Schön, dass ihr eingeschaltet habt.
So. So, haben wir wieder bereit. Wie schaut's aus? Sollten wir uns den Wahnsinn jetzt da antun? Ich weiß nicht, ob Rose Bock hat. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich Bock hab. Aber ich vermute mal, ihr habt da schon Bock drauf. Weil sie jetzt wahrscheinlich gleich wieder schwitzen und was weiß ich, was der für so kleines Schuldirndl. So. Bereit, Kapitän. Ums Boot zum Singen zu bringen, oder wie? Na gut, das wird schon werden. Freunde, das wird schon werden. Jetzt schnauft noch mal jeder durch und dann packen wir's. Okay? Schauen wir uns das verhurnagelte Hupenhäusl an. Halt das. Das war so eigentlich nicht geplant. Let's get ready to rumble! Ja, das findest auch nur du lustig, weil du am anderen Ende vom Bildschirm sitzt. Diese aber okay. Affen kommen mir irgendwie bekannt vor. Aber was soll das? Ja. Jetzt bleibt beim Befechten. Ja, wenn schon wieder irgendein so ein Rotzglockensepp auf Random ein Tier aufmacht. Okay, 2 für den Breselfetzen, sehr gut. Druck ablassen. Das hättest du in der Pause da sollen. Aber gut. Ja, der Aufzug. Was ist los? Der hat mich jetzt gerade gekriegt. Ich glaube, der kriegt dann jeden. Okay. Was für ein Teufel hat mich... Ja, natürlich geht's Licht aus. Ist ja, super. Schön. Toll. Irgendwas ist anders. Ja. Oh, komm, fick dich. Wisst ihr, was noch schlimmer ist als wir Puppen? Richtig. Das da. Kuscheltiere. Aber während dem Stream ist es eh viel besser. Okay, jetzt wird's weird. Das war der... Okay. Geschubste. Ja, ich sag schon, das wird... Ja. Das wird ganz sauerhaft. Das wird super. Ich hab... Wow. Völlig zugerostet. Ein Holz! Wie kann ein Holz rosten, ist die Frage. Ja, toll. Mhm. Ja, da weg... Das weckt Erinnerungen. Wisst ihr noch? Wisst ihr es noch? Genau da. Dieser Gang. Hier. Da. Ah? Heute war mein erster Schultag, da wollte ich schon die ganze Zeit hin. Wenn ich Chris das nächste Mal sehe, werde ich ihn ganz fest umarmen. Der Chris Redfield nehmen wir jetzt einfach mal an. Da waren total viele Kinder, die so alt sind wie ich. Er war genau, wie ich es im Fernsehen gesehen habe. Ich hatte solche Angst, als ich mich vor der Klasse vorstellen musste, aber ich habe mich auch total gefreut, dort zu sein. Kein Mensch jemals, der die Schule gewechselt hat, sagt sowas. Ich werde mich mit allen anfreunden. Morgen werde ich sie ansprechen. 8. Januar. Mittlerweile haben 3 Tage vergangen. Ich habe meinen ganzen Mut zusammengenommen und ein paar der anderen Kinder angesprochen, aber niemand wollte mit mir reden. Der Unterricht ist total leicht. Die Sachen habe ich alle schon mit Mom gelernt. Aber anscheinend darf ich mich nicht immer melden, wenn der Lehrer was fragt. Der Junge hinter mir hat was total Gemeines zu mir gesagt. Wenn ich nervös bin, werden meine Hände ganz klebrig. Heute war es besonders schlimm. 10. Februar. Einen Monat später. Heute hat der Lehrer mich geschimpft, weil ich immer mein Stofftaschentuch festhalte. Er hat gesagt, ich bin kein Baby mehr. Außerdem sagen die Jungen ständig, dass ich eklig bin, obwohl ich mich immer wasche und immer saubere Sachen anziehe und ein frisches Taschentuch mitbringe. Freunde, das ist der klassische Fall von Mobbing. Ja, das, was da jetzt geschrieben wird, genau so erleben es Kinder, hab's ich ja unter anderem erlebt in der Schule, wie es abläuft. Und genau das ist... Also, warum Capcom das da so genau gezielt auf den Punkt bringt, das weiß ich nicht. Aber da muss scheinbar auch einer massiv mit Mobbing zum Kämpfen gehabt haben in der Schule. Und vor allem hauptsächlich in der Schule. Das ist alles wegen dem blöden weißen Schweiß, der aus meinen Händen kommt. Ich wische es auch immer sofort ab, aber manchmal will es nicht aufhören und dann halte ich einfach mein Taschentuch. Chris hat dem Lehrer sogar extra gesagt, dass das ganz normal bei mir ist und nicht gefährlich, aber es hat nicht geholfen.
4. April. Endlich hat jemand mit mir geredet. Lucy aus meiner Klasse. Sie meinte, sie wollte schon die ganze Zeit mit mir befreundet sein. Morgen wollen wir zusammen Mittag essen. Ich kann es nicht glauben. Ich bin so happy. Ich hoffe, Lucys Freundin Catherine wird auch meine Freundin. WB-Verb. Sie ist Spider-Woman. Na, wahrscheinlich nicht. Das ist... Ja. Wenn jetzt dort das Tschernobyl... Na, das passt nicht ins Bild. Aber mir darf es nicht wundern, wenn irgendein so ein Scheiß kommt da, 100%. Aha. Weißer Schweiß, kann ich noch Puppe. Warum ist hier ein Foto von mir? Ja, weil ungefähr das ganze Spiel auf die aufgebaut ist und überall, irgendwie gefühlt überall irgendwas von dir hängt. Ah, da war die Puppen damals. Mhm. Hä? Kannst du vergessen, dass ich den Frieden trau? Tati, merci dir. Nix. Der Dampfe hat gemeint, ich habe einen Breselfetzen auf dich geschoben, weil ich gesagt habe, dass der aufgrund vom... Ja, sagt er. Ja, garantiert, wenn er jetzt das anklickt, geht irgendwie das Licht aus oder sonst irgendwas. Vor allem, wo ist der Speicherpunkt? Das ist die wichtigste Frage an der Stelle. Und warum ist da ein Geburtstagstorten? Der Kristall ist zum Greifen nah, aber man kommt nicht dran. Ja, das ist... Ja. Zum Spielen. Das Zeug brauchst du nicht. Hey, meine Sachen. Warum muss ich eigentlich immer bei solchen Sachen vollends ins Schwarze treffen? Du hast das ja sagen müssen, ja offensichtlich. Ja, okay. An dem Tisch ist im Hauptspiel die Puppengelenk, die wo, glaube ich, Mia darstellen hätte sollen. Und jetzt liegt anstelle der Puppen halt ein Stofftier da. Ja, genau, da brauchen wir wieder eine Schau. Sein Bauch ist zugenäht, sieht aus, als wäre da etwas drin. Merkt ihr was? So, wir raten, die Deal ist jetzt zu, oder? Ist doch das Lieblingsspielzeug von der Rose, oder nicht? Das kommt tatsächlich sogar sein. Das kommt sogar sein. Ja, Affe hat Bauchweh, wenn du ihm hilfst, gibt er dir vielleicht den Kristall. Er soll einfach einmal ganz massivst fest andrucken, dass er ihm einen Breselfetzen ausdruckt. Dann war die Sache gleich erledigt. Ganz am Anfang war das, glaube ich. So genau habe ich es nicht mehr im Kopf. War vielleicht das Chernobyl Baby Rose der Lore noch, beziehungsweise am Background zufolge. Also, für alle, die das vielleicht nicht wissen, ich habe mich dann, nachdem wir Resident Evil Village beendet haben, habe ich mich dann ein bisschen informiert darüber, was denn das Baby eigentlich, also das Chernobyl-Baby, was da erinnert vorkäme, es eigentlich gewesen ist. Das Ganze ist ja so, der Ethan hat eine Halluzination gehabt. Ja, und all das, was in diesem Haus passiert ist, ist nur in seinem Kopf passiert. Und dieses Tschernobyl-Baby soll quasi eine Missgeburt von der Mia darstellen. Das wo quasi, ja, quasi ihre eigene Familie frisst, so auf die Art. Weil deswegen war auch da damals der Lautsprecher, da hat man die Mia ja immer wieder gehört, wie die immer panischer geworden ist.
Und letztendlich ist es dann quasi, der Fleischbatzen soll eine Missgeburt von Rose darstellen. Tatsächlich. Was ja an und für sich eine Albtraumvorstellung ist. Wenn man so will. Jimmy's Room. Sei, hast du da einen Foodlab-Frontzeit gesperrt, oder was? Ja, es ist halt die... Ja, natürlich wird man da oben müssen, weil das war... Oh. Ah, da brauchen wir noch irgendwas. Ja, da werden wir wieder oben müssen, 100%ig. Da haben wir... Ja, da war der Brunnen drin. Nix gut, glaube ich. Ich glaube auch nicht. Mir wundert es, dass wir da noch rausgehen können. Ah. Es gibt zwei Sachen, die in einem Horrorspiel immer ziehen. A, gar keine Musik. Oder B, unheimliche Musik. Eins von beiden zieht immer. Ja, natürlich habe ich jetzt auch keine Waffen mehr, ist eh klar. Ja, dann kommt wieder etwas, was da voll laufen muss, 100%. Was haben wir da? Okay. Ah, das ist, wie hat das geheißen? Relief eines Kindes, glaube ich. Das haben wir im Hauptteil gespielt. Oder gefunden. Das Relief, glaube ich, war da drinnen damals. Bin mir aber jetzt nicht mehr 100%ig sicher. Ah, da ist ein Speicherpunkt, da schon, ja. Völlig zugerostet. Okay. Lol? Ach, da hinten ist ein... Ah, ja, stimmt, da war ja auch noch ein Tier. Richtig. Mal den Hand zu dran, damit nichts passiert. Okay. Da ist eine kleine Anlehnung an den 7. Teil. Da hat es nämlich überall immer mal wieder so eine Werkzeugkisten gegeben. Chris, habe dere. Was ist fit bei dir? Das sagt nichts Gutes. Freunde, das sagt mir nichts Gutes. Was war jetzt das? Ah, ich habe gerade ungefähr 800 Puls, aber ansonsten geht's mir eigentlich gut, Chris. Merci dir. Schön, dass bei dir alles passt. War da Lucy aus Visage am Werk oder was ist jetzt da falsch? Aha, schau, Bauaufschnei. Aha, kaum kinderfreundlich gemeint. Der zugemüllte Schrank, das Bild im Bücherregal, der vollgestapelte Schreibtisch, das ist ein Hinweis. Für einen Topf, ja, total. Es gibt nichts besser wie am ersten Advent irgendwelche Horrorspiele zum Spielen. Ja? Das ist eine super Idee. Oh, um Gottes Willen. Also, was war denn der Name? Zugemüllter Schrank, Beidel, im Bücherregal und Schreibtisch. Das merken wir uns jetzt einmal. Okay. 66? ETF? Sag mal, was ist das? 02? Boah, leck, Alter, bist du behindert? Ach, das soll ja Zahlenkombination sein? Oder wie? 44. Und der Fleischdosenschrank. Ja, du, zur Apokalypse hast du schnell mal übersehen. Da bist du froh, wenn es der Boy eingelegt ist. Was ist denn das überhaupt?
Aber auf alle Fälle bist du froh, wenn du mal ein wenig auf der hohen Kanten hast, ne? 66 nur 244. Behindert nicht, aber selten. Also jetzt pass auf. Der zugemüllte Schrank. Dann das Beil im Bücherregal und dann der vollgestopfte Schreibtisch. Okay, also dann brauchen wir jetzt praktisch 02 66 und 24 02 02 44 66. Ah, von der anderen Richtung her schneller. Bin mir nicht so sicher, ob die Scheiße eigentlich um. Völlig zu. Natürlich wieder den gleichen Scheißweg zurück, wie wir gekommen haben. Glaub, du bist nicht allein. Ach nee, Einstein, wie kommst du auf die. Das wäre da vorher schon sagen können, dass man nicht allein. Oh ja, natürlich schätze jetzt die Taschenlampen aus. Ach komm, hau halt ab. Was ist das denn? Frag nicht so blöd. Ach, geh weiter. Bist du immer noch zu? Ja, offensichtlich, okay. Ich hab nur drauf gewartet, bis irgendwas runterfällt. Du wärst beobachtet. Na, mir doch nicht. Wir haben ein ganz allein. Ah. Relief-Fan ist. Wenn du deine Freunde aufschlitzt, kriegst du den Kristall bestimmt nicht. Oh na, hau ab. Du weißt, wie man mit Puppen spielt, oder? Schon wieder? Was jetzt? Lol. Lucy? Ah, okay, wir müssen jetzt die einzelnen Gegenstände finden, oder was? Was, vielleicht kriegst du den Kristall, wenn du das Lagerfeuer entfachst. Okay. Puppe Pose 1. Das ist Lucy, okay? Ich wette, du findest allerlei Orte, an denen du mit dieser Puppe und ihren Freunden spielen kannst. Okay, das heißt quasi, wir müssen die auf jeden Fall mitnehmen. Kannst du jetzt mal aufhören, da drin rumzuschäbern? Was ist denn mit... Oha, das hat sich auch komplett verändert. Du willst also, dass ich mit Puppen spiele? Ja, ich sag schon, wir müssen erst alle Puppen finden, damit... Da steht aber auch nicht drin. Die sitzt am... Eine Puppen, die auf dem Scheißhaus sitzt, das ist einmal originell. Ja, okay, du kannst jetzt die Lucy... Okay, du kannst die da jetzt einsetzen, da geht man aber Catherine dann ab. Ist das Catherine, vielleicht ist das die auf dem Scheißhaus hockt. Das kann natürlich auch möglich sein. Aber ich vermute damit, dass wir erst alle sammeln müssen, bevor dass man überhaupt irgendeine Rätselei machen kann. Was ist da drin? Nix. Und da wahrscheinlich auch nicht, oder? Aha, okay. Schön, dass wir mal drüber geredet haben. Ja, da haben schon Blutspuren, ist eh klar. Da hat sich jemand richtig ausgetobt. Scheiß Puppen, ja. So, da kann jetzt das Relief rein.
Ah, da ist die zweite Puppen, da schau her. Ist das Catherine gewesen? Eine geht uns aber noch an. Warte mal, was ist denn... Das Etikett ist unlesbar. Okay. Warte mal, wenn wir jetzt... Ist auch unlesbar. Sind die alle drei unlesbar, oder was? Okay, die sind alle drei unlesbar. Dann brauchen wir nur ein drittes. Dann müssen wir jetzt wahrscheinlich zurück, dann müssen wir dort los... Moment einmal. Mach die Tür zu. Wow, was ist denn das jetzt? Hey, Sie, servus, warum denn? Du bleibst aber schon hoffentlich, da stehe ich jetzt, gell? Okay. Ja, wahrscheinlich werden wir alle anderen Räumlichkeiten noch mal absuchen müssen, damit wir das ganze Zeug alles finden. Warte mal, da haben wir jetzt auf alle Fälle, jetzt pass auf, da können wir die Catherine einsetzen. Und da können wir die Lucy hersetzen. Dann müsste das Rätsel da eigentlich schon mit durch sein. Ja, versteh schon. Ja, gut. Schlüssel zu Jimmys Zimmer. Nehmen wir wieder mit. Der Schlüssel zur roter Tür passt perfekt. Das letzte Mal, wo ich den Gang runtergegangen bin, ist danach sehr, sehr massivst eskaliert, was Grusel und Psychoscheiße angeht. Ja? Und das wird hundertprozentig, wenn ich da jetzt runtergehe, ich komme wieder rauf. Da tue ich mich nicht runter, aber wenn ich wieder raufgehe, dann gnade mir Gott wahrscheinlich. Lass mit Puppen tanzen. Letztes Mal hat nämlich das Baby schreit. Das findest du lustig, gell? Ach komm, hey. Hat die Puppen wieder die Lara Loft synchronisiert? Ah, servus. Puppe 3. Gott, das ist so gruselig. Ja, okay, jetzt müssen wir quasi in das Zimmer zurück, wo vorher die 3 Etiketten waren, die wo nicht erkennbar gewesen sind. Und da kriegen wir dann wahrscheinlich das 4. und das 4. brauchen wir dann im Haupttisch. Das war doch klar, oder? Bin ich mir nicht sicher, aber der Krank war es glaube ich nicht. Nein, der Krank war es nicht. Aber ich weiß halt, dass die Puppen aus dem Hauptteil, also der eigentliche Boss, das kleine Mistding, das ist von der Lara Loft synchronisiert worden. Und das ist ja die Puppen, die wo wir im Hauptteil auf dem Tisch gelegen haben. Die, wo da gelegen ist, ja? Das soll ja die Mia darstellen. Alter, das ist so spooky, ehrlich. Das ist so spooky.
Puppen und Stofftiere in einem Horrorspiel. Das ist so kranken Scheiß gibt's eigentlich nicht, wenn du mich fragst. Was da habe ich lieber irgendetwas, da wo einfach das Blut spritzt, das wo einfach nur gewaltsam ist, als wie so ein Psychoscheiß. Ist simpel gemacht, aber effektiv wie sonst was. So, wir müssen jetzt in das Zimmer da hinten. Da grunzt uns jetzt mit Sicherheit gleich wieder so ein scheiß Puppenviecher, 100%, oder? Da, die Wand war aber vorher noch nicht so viel dagelt, oder? Weißt du, wenn ich mir das rechts schon anschaue, was da an der Mauer dran ist, das kann nicht gut gehen. Und irgendwer hat unser Beil von der Wand geworfen. Okay, da scheinen wir jetzt einmal vorerst safe zu sein. Da können wir die praktisch dann irgendwie hinstellen, oder was? Wahrscheinlich wurscht, habt ihr auch 3 Puppen. Aber das werden wir jetzt eh gleich feststellen. Mhm. Schwarzhaarige Puppe. Sind wir wieder mit. Ja, und jetzt haben wir 4. Das heißt praktisch, jetzt können wir um den Haupttisch von vorher müssen wir jetzt das Rätsel lösen können. Warte, Visage-Vibes. Ja, das hat schon ein bisschen was. Oh Gott. Na, lieber mal vorsichtig um sich kummeln. Oh, du blöde Mistfotze! Blöde Kuh, kannst du ja nicht woanders hinstellen, ins Eck! Oder was weiß ich? Ach, halt das, warte, Moment einmal, tu das her, du. So, da steht Lucy drauf. Da geht's nämlich nach Anweisung. So, da muss Lucy her. Da muss nix hin, warte damit. Dann ist wahrscheinlich wurscht, wer von denen 2. Das Etikett auch unlesbar, also kann wahrscheinlich sie da hier. Achso, dann bleibt es wurscht, das ist eigentlich nur die Lucy relevant, okay? Ja, okay, aber das stimmt jetzt selbst nicht. Ich meine, gut, Lucy ist ja klar, die ist ja wohl safe. Gehört dann vielleicht Catherine da her? Wahrscheinlich gehört Catherine da hin und bei denen 2 was unlesbar ist, ist wahrscheinlich irrelevant. Jetzt schauen wir mal. Warte mal, steht da irgendein Hinweis? Vielleicht kriegst du den Kristall, wenn du das Leuchtfeuer empfachst. Lagerfeuer empfachst. Ja, okay, aber... Steht da nicht irgendwo was anderes, wie man das anordnen muss? Oder ist das jetzt reiner Zufall, wie ich das machen muss? Warte mal, vielleicht gehört, jetzt pass auf, vielleicht können die 2 auch vertauscht, das kann natürlich auch sein. Na, von der Haltung her, von den Puppen, dass wir was in der Hand haben. Stimmt, das kann sein. Warte mal, dann gehört aber die Catherine daher, oder? Ja, das könnte passen. Das könnte durchaus passen. Jetzt pass auf, dann brauchen wir jetzt da etwas, der wo auch irgendetwas holt. Das da wahrscheinlich, oder? Ja, das schaut sehr gut an.
Und sie steht dann einfach sinnlos im Eck umeinander und wirft mit dem Holzscheitel. Ehrlich. Fick dich einfach. Mhm, genau so nämlich. Schlüssel zum Sicherungskasten. Oh, sie ist tot. Wie traurig. Ich hab keinen Empfang. Gott, Rose, suchst du immer noch nach dem Kristall? Also gut, ich helfe dir. Nimm den Aufzug und komm zu mir. Auch wenn Mami bestimmt sauer ist, wenn ich dir helfe. Oh, wer bist du? Ja, natürlich ist da jetzt das scheiß Licht ausgegangen. Was denn auch sonst? Let's play Statues. Okay. Da ist damals das Baby gekommen. Ungefähr genau da. Wenn du dich erwischen lässt, ist das Spiel vorbei. Oh. Lass mir raten, wenn ich jetzt auf den Aufzug hingehe, dann... Karte zur Sicherung. Einmal speichern. Speichern ist eine gute Sache. Du darfst nicht wegsehen. Hä? Oh Gott, was ist denn das? Hä, ist das ein Puppen oder was? Ah, ist das Mist gemacht? Willst du verarschen oder was? Ach komm, fick dich. Hallo? Du bleibst aber jetzt hoffentlich da stehen, gell? Ich sag das. Oh, leck, bist du bescheuert. Es ist jetzt nicht euer Ernst, dass man die Puppen nachhören, wenn ich wegschaue. Alter, ist das Mist gemacht. Oh, bist du bescheuert, ist das Kreislieb gemacht. Das ist jetzt... Ich darf mich quasi von der Puppen nicht wegdran. Ist das dein Ernst? Alter, ist der... Alter, bist du bescheuert? Du musst quasi die ganze Zeit rückwärts gehen und du weißt nicht, was hinter dir ist. Wow, leck ist... Wow, Alter, ist das kreislich gemacht. Das ist also brutal simpel eigentlich, aber richtig übel gemacht. Also ich muss die quasi permanent, sobald er mich wegdreht. Hä, wie? Oh, leck, bist du bescheuert. Leck mich. Oh, leck, ist das kreislich gemacht. Du musst quasi zwangsweise... Du musst die anleuchten. Das heißt, du musst praktisch rückwärts gehen
Aber 100%ig, dass mir dann irgendwann von hinten was anspringt. 1000%ig. Das ist richtig gut gemacht. Das ist richtig gut gemacht. Heilige Scheiße. Okay, ich glaube, nach dem heiligen Stream werde ich einen Cooldown von. Einen Cooldown einmal dezent aufgetan. Das wird. Ich glaube, die Puppe hat er ziehen lassen. Da ist auch ein Trompetenkäfer draufgestiegen. Das ist schon. Das ist schon. Also, leck mich am Arsch. GG Capcom, das ist richtig geil gemacht. Hä? Wie, kommen wir jetzt da nicht durch, oder was? Ja, aber. Hä? Sollen wir sie die andere die eine? Das ist es jetzt, glaube ich. So, jetzt Gas ist inzwischen. Da ist es schön. Ihr hat's einen Arsch zerrissen, deswegen. Jetzt haben wir's. Da ist Holzgas entwichen, wie du sagst. Der hat seinen Arsch sauber aufgerissen bei dem Schuss. Leg mir am Arsch. Hey, wie jetzt? Dreht sich die nimmer um jetzt, oder wie? Ja, natürlich dreht sie sich um. Verstehe die Frage nicht. Kannst du die jetzt mal. Kommt die durch ein Tier durch? Hallo, können Sie die Tür schließen? Schließen Sie die Tür. Er bleibt jetzt so draußen, oder was? Ja, natürlich. Alex, schaut sich das so. Ist das gemein. Erst Advents 2022 Bazi reißt die Holzpuppen auf. Ja, genau. Ja, stimmt, da hat man ums Eck kommen müssen, oder? Das ist die Kirche. Was mir ran hinter mir geht's. So, ganz. Du bleibst da rumstehen, gell? Du bleibst da ganz gepflegt da drum stehen. Was, die kommt aber auch so kreislich ums Eck rumgegichtelt. Das ist, die geht nicht normal, sondern. Oh. Hätten wir mir jetzt da auch lang gehen können, oder was? Und jetzt? Ach, weil da ein Kern oben ist. Fuck, da müssen wir noch mehr außen rum. Ja, du versperrst mir jetzt quasi einen Weg, oder wie sage ich das? Okay, sie können nicht durch Tieren gehen, das ist schon mal gut. Oh, leck, ich weiß noch, wie wir uns da versteckt haben von dem Baby. Ja, und ich weiß auch noch, wie wir da die Sicherung. Naja. Wenn jetzt die Sicherung außer tue, geht's Licht aus, 100%. Ja, ist eh klar, was er sonst. Gottverdammt! Okay, sie kommen doch durch Tieren durch. Ja, aber die, wie soll denn da jetzt durchkommen? Warte mal, muss man die dann da anlocken? Jetzt pass auf, warte mal. Du bleibst, du gehst nicht auf, du gehst mir nicht ans Leder, gell? Da steht ja nur mehr eine. Aber wie soll ich denn das jetzt machen? Die haben ja jetzt zu zweit. LOL? Was das Schönste ist? Ja, das Schönste war jetzt das Spiel gar nicht zum Spielen müssen. Den Part. Wie soll ich denn da jetzt durchkommen? Ich kann nicht beide gleichzeitig anschauen. Also, was heißt, kann ich schon, aber...
Ah, aber so kommt es gehen. So kann's gehen. Ah, da schau her. Den muss man einfach in einen Raum locken. Da schau her. Ja, siehst du das da? Da wird's gleich leichter. Da wird's gleich leichter, sag ich dir. Da hab ich überhaupt nicht runter da. Sagt der, wie es ist. Boah, das ist so greislich gemacht. Das ist einfach so greislich gemacht. Boah, die Puppen sind so creepy. Oh ja. Was für die Szene noch fehlt, ist eine Speiluhrmusik. Hau bloß ab! Hau bloß ab! Ja, aber jetzt Moment einmal. Wer sagt denn mir, dass da nicht noch eine kommt? Oh, leck mich am Arsch. Boah. Warte, nur ein Weicher, dann kommt die Puppe auch zu dir mit dem kleinen Hauke Beicher, macht die Puppe Kleinhaus aus dir. Alter, ihr misskramt mit die Hand zu dritt. Das sind wirklich doch... Oh, lecke, bleib bloß stehen, ich schwör's dir bei Gott. Ich kann da leider nicht ins Knie schießen, weil... Aber fuck you. Ja, wie soll ich denn da jetzt rauskommen? Okay. Ah, du fängst da wieder an. Okay. Gottverdammt! Okay, passt auf. Das haben quasi... Wir haben 2 oder 3 Stellen, wo man extrem aufpassen muss. Wir müssen jetzt erstens einmal schauen, dass wir die 2 Puppen da in den Raum einlocken können, damit wir mir rauskommen. Dann haben wir hinterhalb, wenn wir bei der Treppen wieder, also praktisch durch die Tür durchgehen, muss man relativ schnell sein, weil da dahinter nämlich auch ein Puppen steht. Das heißt praktisch, wenn wir jetzt rückwärts gehen und wir brauchen jetzt lang, dann bummst uns die anderen von hinten. Hört sich pervers so, meine ich aber nicht so. Ihr wisst, was ich meine. Und dann nachher, da wo wir jetzt gerade gestorben haben, muss man auch relativ schnell sein, weil da auch nochmal eine 4. Puppen von hinten kommt. Aber können wir das irgendwie... Jetzt pass auf, ich probiere jetzt einfach mal. Was mehr wie schief geht, kann es ja eh nicht. Abgesehen davon. Jetzt waren nicht die Puppen... Ja genau, ungefähr so daher lock. Und ich da mit einem Affenzahn da rauslaufe, dann bis das die umdreht ist, müsstet ja ihr eigentlich schon in der Küche drin sein. Right? Das probieren wir jetzt einfach. Wie gesagt, mehr als wir schief gehen, kann das ja nicht. Ja, siehst du, das hat schon mal ganz gut funktioniert. Ja, genau. So, die zwei Grantner kommen jetzt wieder von der Seite dann, oder? Ja, genau. Das Blöde ist, ich kann rückwärts nicht schnell laufen. Ja, genau, und da muss man schnell sein, weil da eben die 3. ist. Okay. Jetzt kommen die anderen 2 natürlich auch aufgegrüßt, ist eh klar. So, und da muss man jetzt verdammt schnell sein, weil sonst kommt nämlich die da von dem Eck.
Alter, das ist richtig mies gemacht. Holy shit. Bleiben die jetzt in der Tier? Ein GG-Entwickler, das ist richtig gut gemacht. Das ist richtig gut gemacht. Holy shit. Das ist richtig gut gemacht. Einfach gehalten, aber unfassbar stark. Richtig starke Aktion, Capcom. Richtig stark gemacht, muss man wirklich sagen. Oh, warum fährt er nicht los? Wieso machst du das? Du willst den Kristall, richtig? Weißt du, wo er ist? Ich habe ein paar Freunde für dich eingeladen. Spiel mit ihm. Dann sag ich's dir vielleicht. Einer der besten Szenen, die ich bisher in einem Horror-Game gesehen habe. Das war wirklich richtig stark gemacht. Oh, wir haben noch nicht fertig. Haben die jetzt vom Zaubertrank getrunken, weil die so groß waren, oder was? Arme kleine Rose. Ich warte hinten im Schlafzimmer auf. Der Speicherterminal auch ungefähr 300 Mal so groß wie vorher. Ah, mit das, oder? Lass uns Verstecken spielen, schaffst du es bis zu mir, ohne geschnappt zu... Oh, kommt jetzt eine Sneaky-Peaky-Passage. Das war einmal ganz neu für Resident Evil. Kommst du unentdeckt an ihm vorbei? Okay. Oh, leck! Sie dürfen mich nicht sehen. Oh, leck, da muss das ist eine Sneaky-Peaky-Passage. Ich vermute mal, ich muss da lang? Du hängst immer noch beim Mittagessen. Sei, lass dich nicht abhalten von mir. Ja, okay, da ist auf alle Fälle... Okay, da ist wieder so ein Kern, den wo man ausknipsen muss. Warte, wie bewegt sie denn die... Oh, die haben zu zweit. Wo könnte Klein Rose wohl sein? Aber das sehe ich halt nicht. Moment, einfach mal langsam, einfach mal abwarten. Muss ich dann da dahinter verstecken wahrscheinlich, oder? Weil in meiner Welt hat der Taschenlampe noch nie durch Holz durchgeleicht. Und da hinten ist der Kern dann, okay, aber was macht die anderen zwei haben jetzt normalerweise kein Problem mehr, was machen die jetzt, was macht sie jetzt da? Was halt, was leicht die auf die andere Seite um mich? Nein, tut's tatsächlich nicht, okay, das heißt, wir haben da drin auf alle Fälle safe. Aber müssen wir den gleichen Weg wieder zurücknehmen, oder wie? Nein. Aber wir können uns aber auch da runterfallen lassen, oder?
Ah, okay, das war jetzt, glaube ich, weniger smart. Wir hätten auf die andere Seite oben müssen, aber gut, da können wir auch noch. Können wir schon irgendwie rumdumm. Also ist schon weiter, okay. Du bist vielleicht stur. Egal, es warten noch viele Freunde auf dich. Hat ja, sie spielt Dead by Daylight, okay. Ob die genau erlurt? Habt ihr das gehört? Auf sie. Hey, renn einfach schnell vorbei. Oh, so viele. An dem ich sehen, bin ich tot. Ich muss doch irgendwas machen können. Warte mal, kann man... Ah, die kann man nicht eingefrieren. Ja, da können wir nicht durch auf alle Fälle. Jetzt warte mal. Ach, da! Habt ihr das gehört? Auf sie. Ah, okay. Das auch wieder kehren. Okay, man muss da auf alle Fälle buckt bleiben, wenn man da normal geht. Nur an ihm vorbei. Warte mal. Hey, aber seht mir die, wenn ich jetzt da oben falle? Ah, tatsächlich nicht. Ah ja, die hat mich so... Oh, die hat mich sogar gesehen. So, was ist deine Mission jetzt? Boah, leck! Wow, das war mehr Dusel als Verstand. Da oben, ich würde sagen. Ach, die kümmern sich dann automatisch alle um die, oder was? Ja, das ist gut für mich. Die Frage ist, wo... Achso. Du weißt doch, was mit Menschen passiert, die nicht lieb mitspielen. Sie werden bestraft. Nee, oder? Ah, komm, fick dich. Also bis gerade eben war es noch angenehm, aber jetzt wird's kreisli. Warte mal, bleibst du dann da stehen oder drehst du wieder um? Mit deinem Knockout. Die dreht sich wirklich wieder um. Die Leichter! Die Leichter unter den Tischei! Ja, gut. Okay. Okay, die Leichter unter den Tischei. Das heißt, du musst da außer sobald, dass die da hinten steht.
mit Mädchen passiert, die nicht lieb mitspielen. Sie werden bestraft. Nee, oder? Okay. Boah, leck, da steht ja nur mal eine. Hey, aber die andere bleibt jetzt in dem Zimmer da drin, hoffe ich mal, oder? Ah, warte mal, muss man da... Kann man die betäuben dann? Nein, das funktioniert mir jetzt nicht. Der ist jetzt Kocher, bis später. Dampfe, viel Spaß beim Kocher. Schau, dass deine Finger dranbleiben und einen guten dann nachher. Merci dir fürs Reinschauen. Ah, das geht aber nicht. Warte mal, da müssen wir irgendwie anders vorbeikommen können. Ah, okay, da muss man nur dran stehen. Okay. Deswegen auch die Aufladung. Okay. Dort müsste, glaube ich, das Schlafzimmer sein. Oh, come on. Ah, war jetzt schnell. Scheiße. Okay. Da war ich zu eilig. Gut, aber immer, das ist jetzt, die Passagen bisher, die Schleichpassagen, die haben jetzt nicht so ultra kompliziert. Aber durchaus nicht schlecht gemacht. Die Puppen nervt. Okay. Oh Gott. Niemand mag Rose. Sie ist ein Monster. Hey! Sie hat unheimliche Kräfte. Was? Genau wie ihr Vater. Deshalb hat sie überhaupt keine Freunde. Hört auf! Du weißt, wer das war. Was stimmt nicht mit ihr? Seht nur, sie hat Angst. Nein! Sie hat Angst, was aus ihr werden könnte. Hört auf! Hört auf, hört auf, hört auf!
Oh, müssen wir jetzt vorher weglaufen, oder was? Ja, man sich schon denkt. Den Puppen kommen. Toll! Ich kann nicht damit sprinten jetzt, oder wie? Du bist also das Mädchen, das keine Freunde hat. Hier musst du mit ihr spielen. Alter, ist das creepy gemacht. Du musst lieb zu deinen Freunden sein. Rose ist echt wieder. Oh, jetzt stehst du sogar noch. Okay, du. Sogar noch Zeitdruck dran. Rose hat keine Freunde. Das ist alles für ihren Papa. Seid endlich still! Michael! Okay. Ich halte das nicht mehr lange aus. Warum reden Sie von meinem Dad? Ich kenne ihn nicht mal. Nein, keine Ahnung. Ich weiß gar nichts über ihn. Ich würde es gern. Ich weiß nur, er ist für mich gestorben. Manchmal frage ich mich, wie mein Leben gewesen wäre, wenn er noch da wäre. Hat er mich Fahrradfahren gelehrt? Mit mir Hausaufgaben gemacht? Mir Geschichten vorgelesen? Wäre er für mich da gewesen? Stolz auf mich? Wenn ich nicht weiter weiß oder Angst habe, stelle ich mir vor, was er zu mir gesagt hätte. Ich glaube immer nur, dass er der Ethan ist. Also der Geist, wie auch immer, glaube ich, ist ihr Papa. Wo sind wir? Fühlt sich vertraut an, als ob ich schon mal hier war. Ist es bei ihr daheim, oder? Sieh dir all die Deko an. Gab's eine Zu erledigen, Wohnzimmer dekorieren, Wein kaufen, ins Esszimmer stellen, zusätzliches Geschenk für Rose ins Arbeitszimmer. Ist versteckt. Okay. Ja, stimmt, das ist, ja, richtig. Das ist das Haus von die Winters. Wo ja dann am Anfang quasi mir erschossen wird. Kaum zu glauben, dass sie eines Tages alt genug sein wird, mit ihrem Papa anzustoßen. Diese Stimme. Ist das Dad? Hier muss ich als Baby mit meinen Eltern gewohnt haben. Ich That's wette, right. hier gibt's noch mehr Dinge mit Erinnerung an meinen Dad. Davon kann sie einfach nicht genug kriegen. Was soll das? Ich musste nie lang nach der Flasche schreien. Sieh dich in Ruhe um. Okay. Rose ist super wählerisch. Sie will nichts außer Früchtebrei. Hab wohl schon immer Obst gemocht. Ist kaum eine Anlehnung zu Hip. Vergiss nicht, dich oben umzusehen, ja? Bin schon dabei. Ich geh nachsehen. Das war wahrscheinlich. Oh. Ah, die Spieluhr, ja, stimmt, da war mal was. Das ist eine ganz besondere Melodie für uns. Das kenne ich irgendwoher. Hashtag Werbung. Unbezahlt. Habe ich hier geschlafen? Mhm. Wie schnell sie wächst. Sie wird von Tag zu Tag größer. Dieses Bettchen ist so klein. Ja, kann man sich halt gar nicht mehr vorstellen, dass man mal so ein richtiger Hosenscheißer-Sepp war. Mit maximal 30 cm oder sagen wir mal mit 50 cm Größe.
Am 2. Februar wird Rose 6 Monate alt. Dieses halbe Jahr verging wirklich wie im Flug. Ich wollte diesen Moment und meine Gefühle festhalten, also habe ich sie aufgeschrieben. Ist aber, glaube ich, ein bisschen sehr schnulzig geraten. Wäre ebenfalls peinlich, wenn jemand das lesen würde, aber habe es also fürs Erste in eine der Kommodenschubladen getan und den Schlüssel zur Schublade hinten an meinem Lieblingsfoto versteckt. Karte zur Sicherung, ja, wie auch immer. Ich frage mich, ob sie mir später mal ähneln wird. Ich sah so glücklich aus. Oh, ich hab Baby. So, Schubladenschlüssel. 4 Schubladen. Ein Brief an mich? Alles Gute, kleine Rose. Mein Geschenk ist ein Versprechen. Ich bin immer für dich da, was auch passiert. Ich werde jedes Jahr da sein, wenn du deine Geburtstagskerzen ausbläst. Ich werde dir Frühstück machen und dich jeden Tag zur Schule bringen. Ich werde da sein, wenn du schlecht geträumt hast und dir vorsingen, bis du wieder einschläfst. Ich werde dich umarmen, wenn du Kummer hast und dir sagen, dass alles wieder gut wird. Du bist mein Ein und Alles. Vergiss das niemals, Dad. Blöd, dass er dann eigentlich tot ist. Niemand liebt dich. Oh, da muss sie auch noch daherkommen, ist eh klar. Wie hat die geheißen? Lucy? Michael, hilf mir! Michael, nein! Wie hat die Name geheißen? Ich weiß nicht mehr hundertprozentig. Nein, nicht Lucy, Evelyn. Evelyn. Stimmt. Weißt du was? Dieses Ding, das du suchst, ist nicht hier. Du hast den reinigenden Kristall nicht? Natürlich nicht. Evelyn, ja. Für den musst du tiefer gehen. Viel tiefer. Arme Rose. Sie kann niemandem trauen. Warum tust du das? Niemand liebt dich. Und wenn du stirbst, wird niemand um dich trauern. Ja, die war im 7. Teil schon nicht ganz dicht. Genug gespielt. Jetzt ersäufst du. Ich war zuerst da. Zuerst? Warum will sie nur dich? Wovon redest du, verdammt? Hä? Wie jetzt? Hä? Warum? Ich komme da gar nicht weiter. Ach, das soll... Okay, das sollte man sterben. Alles klar. Oder? Oder auch nicht? Hä? What the fuck? Ich hab doch die Tür nicht durchgehen können. Genug gespielt. Jetzt ersäufst du. Ich war zuerst da. Zuerst? Warum will sie nur dich? Wovon redest du, verdammt? Ach so, man muss wieder umdrehen, okay? Du bist absolut nichts wert. Was ist dein verdammtes Problem? Das ist eine gute Frage. Du bist einfach zu gierig. Au, au. So viele Freunde, doch es ist nie genug. What the fuck?
denn hin? Sieh mal, deine Familie ist da. Schluss mit dem Scheiß! Stirb! Stirb! Ja, man schon denkt, dass so die Buben noch irgendwann daherkommen. Das wäre meine Gelegenheit gewesen. Sie sollten nach ihrem Tod hier zu mir kommen. Was? Los! Was? Hör auf! Überhaupt hier? Ja, nix mehr weg. Das reicht für heute. Da macht zu den Hodern. Ab vom Hof. Du hast es geschafft. Na, toll. Na, natürlich sind wir noch nicht sicher. Evelyn? Dieses Mädchen? Das ist schlecht. Da müssen wir noch nicht rausgehen. Benutzt deine Kräfte an ihr. Wenn sie schwach ist, kann ich helfen. Lul? RW-Variante behält... Ach so, da kriegen wir immer mehr von denen dann noch, gell? Ganz ruhig, du schaffst das. Ja, bleibt uns ja wahrscheinlich auch nichts anderes übrig. Oh nein! Du entkommst nicht! Niemals! Hey, was muss denn jetzt machen? Achte auf ihre Windstöße. Hier lang? Okay. Warte auf den richtigen Moment. Ein liebes Mädchen! Offensichtlich war das der falsche Zeitpunkt. Sie hätten nach ihrem Tod meine Familie sein sollen! Ach so, da muss man... Okay, ja, okay, versteh schon. Da muss man warten, bis sie ihre Windstöße gemacht hat. Aber sie sind wie besessen von ihrer blöden alten Rose! Wärst du nicht geboren, wäre alles perfekt gewesen! Du stirbst hier! Pass auf, wo du hintrittst. Das ist bescheuert! Du bist wohl bescheuert. Geh weg! Ich war besonders! Au! Du bist ein Nichts! Aber warte mal. Das ist noch so ein Kern. Kein Entkommen! Hey, wie jetzt? Du bist nichts! Ah, da haben wir zwei weg. Ja, wobei, die ist ja noch gar nicht fertig mit ihren... Okay, WTF. Ja, jetzt haben wir hier. Ich war vor dir da! Du bist wertlos! Ein Nichts! Ein Monster ohne Freunde! Ja, der ist jetzt dann einmal fertig mit dem Scheiß. Es ist nicht fair! Nein! Aufhören! Ja!
Ja, die ganz zapfig ist die fein nicht. Ich kann nicht glauben, wie nutzlos ich bin. Kein Wunder, dass mich niemand liebt. Was ist jetzt? Geh weg! Brauchen wir ein Zimmer in meinen Kuchen, wenn's war. Ist alles deine Schuld. Und nie im Leben bekommst du, was du willst. Pass auf! Hey, wie jetzt? Der lebt doch, der lebt nur, oder was? Gib nicht auf, Rose. Finde den Kristall. Okay, der lebt scheinbar nur. Interesting. Aber... Okay, da kommt noch was. Michael? Bist du da? Rose, pass auf! Ja. Hat mich gerettet. Haben wir jetzt im Dorf? Geschafft. Er klang genau wie Dad. Ist Michael mein Vater? Gib nicht auf, Rose. Finde den Kristall. Dank ihm kann ich weitermachen. Ich muss diesen Kristall finden. Aber das Puppenheisel, ich meine, es war nicht ganz so krass schlimm wie im Main-Titel, also wie im Main-Game, aber es war verdammt gut gemacht. Holy shit. Also das mit den Puppen, das war richtig gut gemacht. Ah, da haben wir jetzt mit 3 Augen. Was macht das denn hier draußen? Okay. Bist du immun? Wieder bist du immun? Ja, dann kommt wahrscheinlich jetzt nur mehr Boss. What the fuck? Wo zur Hölle bin ich? Was ist das für ein Ort? Okay. Das letzte Mal, wo wir so eine Sphäre gesehen haben, haben wir Plague Tale gespielt und das war nicht gut. Wer ist er? Also ist es wieder wieder dieselbe, oder was? Was? Ah, Braut. Okay. Ja, da kommt jetzt offensichtlich entweder der letzte Boss oder wieder größerer Boss. Ich glaube eher, also nach der Spielzeit zu urteilen, müsste jetzt eigentlich der letzte Boss kommen. Genau wie im Schloss. Da haben wir gar nicht lange miteinander. Ah. Komm von da drin.
Ja, da ist ein Megakern. Hör auf zum Lutschen! Gut, die hätte man vielleicht gar nicht... das ist noch einer. Monster. So, fertig für heute. Anstreichen du es morgen oder der Mac heute Abend. Oh, was kommt nach wie Zucker oder Schokoglasur? Oder beides? Ich muss diesen Kristall finden. Schoko natürlich. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, wie gesagt, schick mir die Adresse. Ich lasse etwa reinfliegen. So, ich bin mir zwar jetzt nicht wirklich sicher, wie viel Loot und Pistolen, Moon und so weiter und so fort ich jetzt da oben zu übersehen habe, aber gut, das wird man schon irgendwie kompensieren können. Nur persönliche Abholung. Okay. Ist das der Dickdarm des Obergrauens oder was? Werden hier diese Kopien von mir gemacht? I guess. Das ist ein Speicherpunkt. Den nehmen wir mal. Jemand war hier. Der Megamycet nimmt die Erinnerungen allen Lebens in seiner Umgebung in sich auf, wobei die Welt in seinen Inneren bestimmten Gesetzmäßigkeiten unterliegt. Es scheint mir sinnvoll, schriftlich festzuhalten, was sich mir nach und nach erschließt. Die Erinnerungen, aus denen diese Welt besteht, sind nicht immer Ebenbild der Realität. Zweitens, nur jene, die sich zu ihren Lebzeiten an den Megamyceten anpasst, behalten ihr Bewusstsein auch in dieser Welt. Das deckt sich mit meinem Verständnis vom Megamyceten, welches ich vor meinem Tod aus seinen Visionen erlangte. So ist es. Mein Tod, mein physisches Ich gibt es nicht mehr. Es wurde vom Megamyceten aufgenommen. Und doch bin ich fern der Verzweiflung, denn dieses Schicksal hat mir faszinierende Einblicke gewährt. All die Jahre der Mühe, sie waren nicht umsonst. Die Erinnerungen, das Bewusstsein, das Verständnis und Wissen, das ich in meinem Leben gesammelt habe, wurden in den Megamyceten transferiert und fungieren hier in dieser Welt als Energiequelle. Wenn ich diese Energie nutzbar machen kann, bin ich wahrscheinlich in der Lage, die Gedanken und Erinnerungen anderer zu manipulieren. Bin ich wieder da? Du warst weg? Ja, du bist da. Natürlich ist die Ausgangslage alles andere als ideal. Die gewaltige Anzahl der hier versammelten Gedächtnisse und Erinnerungen macht die Suche nach einer einzelnen Person zu einer schier unlösbaren Aufgabe. Ihre Erinnerungen sind hier, ja, aber sie sind in alle Richtungen verstreut. Wahrscheinlich brauche ich eine Art Gefäß, eine Hülle, in der ich sie halten kann. Selbstverständlich kenne ich die perfekte Hülle bereits. Die einzig wahre Kandidatin, die mir auf meiner jahrelangen Suche begegnet ist, Rosemary Winters. Internet war da vor mir. Oh. Ja, hast nicht viel versandt, wir haben nur ein bisschen eine Lesestunde gemacht. Da gespeichert habe ich schon. Flint Moon, ja, da kommt jetzt ein riesiger Boss dann, 100%. Ich hatte vorgehabt, Rosemary Winters zu duplizieren, in der Hoffnung, dass eine perfekte Kopie als Hülle geeignet wäre. Doch die Ergebnisse waren alles andere als gut. Es scheint, als würde etwas den Ablauf stören, mich daran hindern, eine geeignete Kopie zu erstellen. Stattdessen gelang mir die Kreation von etwas, das im Wesentlichen eine lebende Puppe ist. Sie ähnelt dem echten Individuum, besitzt aber keinerlei Kräfte. Als Hülle ist dieses erbärmliche Geschöpf nicht geeignet. Bau nebenbei um, jetzt habe ich es nicht gleich mitgekriegt. Ja, kein Stress, ist gut. Ich werde weiter versuchen, die Störquelle ausfindig zu machen. Folgende Theorien sind mir dazu bisher eingefallen. Erstens die Tatsache, dass Rose noch am Leben ist. Zweitens ein anderer Akteur in dieser Welt. Drittens ein Fehler in meinen Produktionsmethoden. Keines davon scheint als Grund besonders wahrscheinlich und ebenso wenige wären einfach zu lösende Probleme. Wahrscheinlich wären die Aussichten am besten, wenn ich Rose irgendwie in diese Welt holen könnte. Alles wäre so einfach, wenn sie sich selbst als Hülle anböte. Zusätzliche Beobachtungen, weitere Experimente mit den Rose-Kopien, so werde ich diese Geschöpfe fortan nennen, haben mich zu einer zusätzlichen Entdeckung geführt. Wenn Rose-Kopien Situationen ausgesetzt werden, die extreme Furcht in ihnen auslösen, gibt es bei ihnen schwache Anzeichen solcher Kräfte, wie Rose sie besitzt. Das sollte weiter untersucht werden und ich denke, dass meine erste Kreation, der maskierte Duke, genau der richtige ist, einen solchen Belastungstest durchzuführen. Ah! Das ist nicht der richtige Duke, sondern auch nur eine Kopie. Bloß nicht. Ich
wurde die ganze Zeit über beobachtet. Warte mal, da war doch gerade noch irgendwas mit Erste-Hilfe-Arznei, oder? Ach da, oder? Nice. Ja, da muss jetzt irgendein massiver Boss kommen, weil was wir mir mit Moon und so weiter zugeschissen werden, das ist jetzt gerade nicht regelkonform für Risi. Ja, 23 Flintenschuss und 67 Pistolenschuss, ja, da können wir was anfangen damit. Aber irgendwas sagt man, dass wir das auch brauchen werden. Du hast wieder dieses Gefühl. Es ist so stark. Das muss der Kristall sein. Dieser Sog, den ich fühle, ist so nah, aber ich kann einfach nicht weitergehen. Als ich das blaue Licht sah, dachte ich, hätte es geschafft. Aber nein, nicht mal ansatzweise. Wenn ich nur mutiger wäre, schneller, stärker, so nah, ich war so nah dran. Pro-Gamer-Tipp. Wann auch immer du Licht zeigst, im Dunkeln, geh nicht ins Licht. Ist meistens keine gute Idee. Nicht mehr weit. Tiefschwarzer Gott, der du in uns lebst und in dem wir leben, erschaffe für uns eine neue Welt nach deinem Willen. Dein finsteres Bewusstsein reicht uns eine zweite Chance, gütig dargeboten und freudig empfangen. Du trinkst das Blut des verlorenen Schäfleins, da es auf deine verdunkelte Welt herabfällt. Nicht um der Zerstörung willen, sondern des Erhalts. Und um erneut Leben zu sehen. Fuck, das ist echt krank. Whatever. Österreichische Spendenhotline, Licht ins Dunkel, okay, Message clear. Ist er das jetzt der verhurte Kristall oder was? Es funktioniert. Oh mein Gott. Fühlt sich so normal an. Haben wir jetzt unsere Kräfte aufgeben, oder was? Miranda? Rose, wie lange habe ich auf dich gewartet? Wer sind Sie? Hey, wait a Mein Name minute. ist Miranda. Was? Du warst so mächtig geworden. So mächtig, als dass ich dich hätte bezwingen können. Also musste ich dich in diese Welt locken. In der Hoffnung, dass du deine Kräfte freiwillig abgibst. Nein, aber Kay sagte doch. Hat er? Oder habe ich? Oh, seriously? Dieser Kay war ein Trugbild. Sehr überzeugend, findest du nicht? Nein, das... Und nun werde zur Hölle für meine Eva! Du mit deiner geschissenen Eva! Entschuldige an alle, die wo Eva heißen da draußen. Das ist nicht best, Mann. Rose, lauf! Heidi soll eigentlich gar nicht. Heidi ist doch gestorben. Ethan, du Wurm! Hier nimmt also sogar er Gestalt an. Er kann dich nicht retten! Niemand kann. Ist das der Teufel selber, oder was? Vor Miranda fliehen. Du kannst nicht fliehen! Nicht vor mir! Warte! Ist das wirklich du? Ja, aber jetzt musst du erstmal weg. Lauf! Ja, okay, wir haben ja die Confirmation, der Ethan ist noch am Leben. Er ist also nicht gestorben. Jetzt haben wir aber nach dem 8. Teil schon gedacht, dass der noch lebt.
Beziehungsweise das ist ja nicht die reale Welt. Muss man vielleicht an der Stelle beachten. Wer du bist? Warum sollte ich dich Michael nennen? Ich wollte es nicht verkomplizieren. Hauptsache, du warst sicher. Hat er einen anderen Synchronsprecher gekriegt? Tut mir leid, dass ich weg war. Ich musste einen Ausgang finden. Und das habe ich. Gleich davor. Ah, du warst wieder. Geh nicht ins Licht. Du gehörst jetzt mir. Hände weg von meiner Tochter. Ein ins Gesicht. Dich von meiner Familie fern. Rose, na los. Ja, das blendet. Du kannst nicht vor mir fliehen, Rose. Ethan, hartnäckig wie immer. Rose, verschwinde. Lebe ein normales Leben. Finde Freunde. Niemand wird dich je wieder einen Freak nennen. Aber... Rose, geh schon! Ich lass dich nicht allein! Ich weiß. Hab dich lieb. Bring dich in Sicherheit. Bitte, bitte, geh! Ethan, du aussässige Ratte! Ich mach das. Verschwinde! Oh, der ist hinter sich. Gibt's ihre Kräfte doch nicht auf. Oder? Keine Sorge, Dad. Ich mach das! Okay, Rose goes Super Saiyan. Könnten hier in meiner Welt gegen mich bestehen. Dumme kleine Göre. Oh! So gern wie du wolltest, dass ich sie loswerde? Ganz sicher sogar. Wie wär's hiermit? Werde dich stoppen! Okay, wir können momentan eine Teleportation. Woher hast du solche Kraft? Sagen wir, du überlebst. Was würde das nützen? Du kannst deinen Vater nicht retten. Ihr lebt in verschiedenen Welten. Wo? Dein Ende. Ah, okay, verstehe. Ja, okay. Passt. I see. Warum lehnst du dich auf? Michi, aber dere. Das alles ist bald vorbei. Ach, das kostet... Ah. Ja, Moment einmal. Es ist keine Schande aufzugeben. Übergib dein Leben mir! What the fuck? Warum erwischt es sie nicht? Du wirst Jetzt. Tränen vergießen. Was ist das? Geht dir gar nicht so. All die Mühen, dich herzulocken, haben sich wirklich gelohnt. Leck, was ist jetzt? Wart ab, bis dein Plan unglaublich den Bach runtergeht. Du zwingst mich nicht in die Knie. Komm an meine Seite. Glaube nicht. Unmöglich.
Jahrzehnten, um meine geliebte Tochter wiederzuerwecken. Aber wie viele Hölle mich auch erschuf, keine vermochte ihr Leben einzuhauen. Das ist der Grund, Ach so, jetzt kann ich. Okay. Du bist die Einzige, die sie mir zurückbringen kann. Was es auch kostet. Was ich auch tun muss. Ich werde meinen Wunsch erfüllen. Deine Zeit ist gekommen. Jetzt werde mein. Das gehört jetzt mir. Woher hast du solche Kraft? Scheiße, ich kann keine Flintenmunde herstellen. Verstehst du es noch nicht? Dir ist kein glückliches Ende vergönnt. Sagt die verrückte Hexe, die selbst bald am Ende ist. Töte mich und du tötest die Einzige, die dich wirklich versteht. Muss man da reinschießen jetzt? Ja, wahrscheinlich. Ja, komm. Du gibst einfach nicht auf, wie von Ethans Tochter zu erwarten. Die Hartnäckigkeit, mit der du dein Leben verteidigst, macht dich zur perfekten Hülle für meine Eva. Au. Was ist das? Hey, warum? Es ist eine Schande aufzugeben. Du! Warum unnötig bleiben? Unmöglich! Ja, die verbraucht da ein paar Schuss. Das ist dein Grund. Oh. Du kannst nicht gewinnen. What the fuck? Mein Wunsch ist zum Greifen nah. Rose! Hier drüben! Dad! Was macht sie jetzt, ein Genki Dama oder was? Nimm das. Mach sie kalt. Verlass dich drauf. Finalphase jetzt, oder was? Kehre zu mir zurück und gib mir deine Macht! Miranda mit Großkräften bändigen. Du wärst wirklich die perfekte Hölle für meine Eva gewesen! Ich bin keine Scheißhöhle. Ich bin nicht irgendeine Kopie. Ich bin ich. Rose. Und du bist erledigt. Stabiler Text zum Ende. Jetzt ist es aber hoffentlich wirklich hier. Hey, Süße. Oh Gott. Komisch, dass sein Gesicht aber auch nicht so. Geworden. Auch wenn ich nicht bei dir war, ich habe immer über dich gewacht. Ding dong, die Hecke. Mich beschützen.
hast mich doch beschützt. Die ganze Zeit. Nein, diesmal nicht. Das war deine Chance. Tut mir leid. Nein. Das war meine Entscheidung. Und ich bereue sie kein bisschen. Wäre ich gegangen, hätte ich niemals so mit dir reden können. Dir in die Augen sehen. Ist, glaube ich, wegen ein Add-on für Third Person vom 8. Main Story. Okay. Ja, aber in Cutscenes. Weißt du? Es ist okay. Ich bin stolz auf dich. Ich bin so stolz auf dich. Hab dich lieb, Rose. Ich dich auch, Dad. Ich bin zurück. Okay. Ich bin zurück. Ja, ich weiß schon. Das war ja ein Update. Da ist der Ring. Von ihm. Das ist ein Ehering praktisch. Dad. Bosskampf war aber cool gemacht. Und das ist jetzt... Hä? Das ist das Ende vom 8. Teil jetzt. Na, was denkst du? Kann der Junge den Mond berühren? Niemand kann ihn berühren, er ist zu weit weg. Und wenn er eine Rakete besitzt? Okay, dann vielleicht doch. Aber es wäre sehr, sehr kalt. Du machst nur Spaß. Der Mond fühlt sich bestimmt nicht wie ein Killerball an. Ja, das ist jetzt Ende von Resi 8 im Endeffekt, wenn du das Main Game durchgespielt hast. Da geht's hier jetzt ans Grab um Ethan. Und dann holt ja irgendein so ein Typ ab. Das heißt praktisch, das DLC Hi, Dad. spielt vorm Ende nur, praktisch. Alles also Gute. zwischen Ende Resi 8 und Ende DLC. Pre-Sequel quasi, genau. Letzte Woche. Ich hatte ein paar Tests anstehen. Na, du weißt schon. Wenn man vom Teufel spricht. Die Pflicht ruft. Hab dich lieb. Okay, dann lebt er doch nicht mehr. Zumindest in dem Spiel. Ja, ich hab sie. Wo sonst? Ausgerechnet heute. Es gab einen Notfall. Du bist dran. Evelyn. Nenn mich nochmal so und du bist tot. Wow, war nur ein Witz, Rose. Ich kann Dinge, die selbst Chris mir nicht zutrauen würde. Ihr müsst jetzt aufpassen bei der letzten Szene, da sieht man nämlich, was entscheidend ist. Ich komm Auf klar. der rechten Seite. Sie ist bloß ein Kind. Du musst dich zusammenreißen, Rose. Du bist ihm wirklich ähnlich. Ich weiß. Aufgemerkt. Beim Auto hinten auf der rechten Seite sieht man jetzt so einen Schatten, sieht man jetzt Silhouetten von einem Menschen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das der Ethan ist.
Nice. DLC durchgespielt. Ja. Anständig. War anständig. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass da keine Sequenz mehr kommt. Ergebnis Standard 3 Stunden 35. Ich glaube, dass er mich gar nicht einmal so dumm angestellt hat. Für das. Ich weiß gar nicht, wie oft wir gestorben haben. 4 Mal? Herausforderung abgeschlossen. Sie haben folgende Herausforderung abgeschlossen. Die erhaltenen Abschlusspunkte können Sie im Boni-Shop gegen Bonusobjekte tauschen, okay. Henkes Hemd. Okay. Also wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, 4 oder 5 Mal meine haben wir gestorben. Und ich glaube, auf das hier war okay. So. Also, ich muss sagen, es kommt vom Niveau her nicht an ein vollwertiges Resi-Spiel dran. Das kann aber jetzt auch daran liegen, dass man halt da einfach sagen muss, dass das halt ein DLC ist. Ja? Also man kann jetzt da auch nicht ein vollwertiges Resi erwarten. Das ist ja wohl klar. Vom Spielerischen her kann man nichts sagen. Also das ist halt Qualität typisch Resi. Also da kannst du auch eigentlich in dem Sinne nicht wirklich was verkehrt machen. Gerade so die neueren Spiele von Resi, die wo in letzter Zeit oder die letzten Jahre kommen, die waren wirklich richtig gut. Also sprich Simmer, das 8er, die Remakes, was sie in letzter Zeit einmal gebracht haben, also das 2er. Zum 3er Remake kann ich nicht sagen, weil das habe ich nie gespielt. Das 4er Remake kommt da jetzt dann, meine ich, im Februar oder im Januar, also nächstes Jahr irgendwann, Anfang nächsten Jahres, das werden wir uns wahrscheinlich auch anschauen. Das 9er, da ist der Trailer schon heraus da. Also wenn das der offizielle Trailer ist, ich glaub schon, dass der echte ist. Aber ansonsten, klar, es ist natürlich ein bisschen so, wie sage ich denn, so aufgewärmt vom 8er, klar, weil du halt natürlich auch irgendwo in die gleichen Gegenden wieder rumtust. Aber es bringt so ein bisschen was Erfrischenderes mit ein, durch das halt zumindest ein neuer Gegnertyp gegeben hat. Aber so alles in allem ein solides DLC, kann man nicht sagen. Für das, was du an Spieledauer kriegst, ist anständig. Also es ist jetzt nicht drüber, ja, aber es ist jetzt auch nicht schlecht, sag ich jetzt einmal. Das Einzige, was mich so ein bisschen stört, ist, dass jetzt am Ende doch wieder Miranda dafür verantwortlich ist. Warum das so ist, weiß ich nicht, weil Miranda wird eigentlich vom Ethan mehr als dezent ausgelöscht. Beziehungsweise halt dann vom Chris mit der Bomben, die wo dann am Ende geworfen wird. Deswegen verstehe ich jetzt nicht ganz, wie die da wieder leben kann. Weil der Megamycet war ja letztendlich sie. So. Und was auch ein wenig komisch ist, das was für Resi wirklich untypisch war, oder halt eigentlich wirklich so noch nie gegeben hat, wenn er mich jetzt nicht irgendwie komplett falsch erinnert, das war das so ein bisschen mit dem Gezaubert, oder dass der Ethan aus nichts einfach irgendwie Heilung, ein Pistolen und was weiß ich, was da herzaubern kann. Das habe ich ein wenig komisch gefunden. So die Idee dahinter, dass er seine Spuren dahinter lässt, das war okay, weil er war ja schließlich dottert in echt. Aber alles in allem, da ich jetzt sagen vom DLC her, das ist eine solide 8,5, 9 von 10. Da ich jetzt sagen. Also, man kann es auf alle Fälle spielen, vor allem zu dem Preis. Ich glaube, 20 Euro kostet das DLC oder 25. Wenn man einen 8. Teil gespielt hat, was ich jedem empfehlen würde, weil der 8. Teil wirklich ein geiles Spiel ist, dann kann man sich das DLC definitiv auch mal geben. Ja, so ist es jetzt nicht. Wenn das DLC jetzt 40, 50 Euro kostet, hätte ich gesagt, das ist nicht wert. Weil das stimmt dann Preis-Leistung nicht ganz, aber so für 20 Euro, was du halt kriegst, oder 25, ich weiß nicht mehr genau, was es gekostet hat, ist voll okay. Ist wirklich voll okay. So. Also kann man nichts sagen. Tatsächlich. So. Aber ich muss jetzt sagen, das Puppenheisel, habe ich glaube ich vorher schon gesagt gehabt, das Puppenheisel war nicht so krass schlimm wie im Hauptteil. Aber die Idee dahinter und die Innovation dahinter von Capcom mit den wandernden Puppen, die wo da kommen, war unfassbar gut gemacht. Total simpel gehalten, aber unfassbar effektiv. Da kannst echt nichts sagen.
Vor allem, so Schleichpassage war einmal was nice. Das hat so viel Resi auch noch nie gegeben. Ich fand das Baby damals schlimmer. Ja, tatsächlich. Also ich hab das Puppenheisel von damals viel, viel schlimmer gefunden als wir jetzt das. Aber war okay. War wirklich nicht schlecht. Es ist ein Spiel bzw. DLC um einen Preis ohne Bugs und ohne Glitches. Das kommt noch dazu. Also ich habe jetzt keine einzigen Grafikbugs nicht gehabt, ich habe keine Hänger nicht gehabt, keine Glitches oder sonst irgendetwas. Von daher, wie gesagt, Preis-Leistung absolut okay. Für das, was du an Spiel kriegst, für die Dauer 3,5 Stunden, wie gesagt. Und jetzt haben wir uns, ich habe mich so ein wenig umgeschaut auch. Also ich bin jetzt ein paar Mal auch Retour gelaufen, obwohl sie jetzt auch hätten müssen. Das Einzige, was halt da bei so einem klassischen Resi halt angeht, das ist das Waffen aufwerten. Da waren wir aber wieder bei dem Punkt, für das, dass das DLC halt nur 3,5 Stunden geht, kannst du jetzt nicht erwarten, dass du da Mordsfülle an Waffen kriegst, die wo du dann noch aufwerten kannst. Ja? Also wie gesagt, das ist das, was du kriegst, voll in Ordnung zu dem Preis. Auf alle Fälle. Gut. Bei Resi 9, also sollte der Trailer stimmen, wenn es der echte ist, ich glaube aber ja, ich habe ihn erst einmal gesehen, dann spielt Resi 9 nochmal mit dem Ethan in irgendeiner Höllenwelt, also irgendeiner Welt, die wo nicht die normale ist scheinbar, da scheint er scheinbar irgendwie zurückzukommen, wo es Sinn machen hat, weil die Silhouetten am Schluss, das deutet schon sehr darauf hin, dass ein Rosie Papa heute noch lebt. Ja, kann natürlich auch ganz eine andere Person sein, das kann man zu dem Zeitpunkt nicht sagen, aber es wirkt halt einfach so. Ich hab mir so am Ende von Resi 8 nicht vorstellen können, dass er wirklich stirbt, weil der Ethan halt wirklich eine zage Sau ist, durch das, dass halt er durch den Pilz einfach infiziert ist. Den kannst du so gefühlt eigentlich gar nicht umbringen. Aber gut, das werden wir erfahren, sobald Resi 9 erscheint. Was wahrscheinlich irgendwann nächstes Jahr oder vielleicht übernächstes Jahr sein wird. Mal gucken, dann sehen wir schon. So. Müssen wir schauen. Gut, Freunde, der nächste Stream, der wird morgen sein. Morgen um 17 Uhr. Da spielen wir weiter mit God of War. Ja, das läuft auch noch. Da bin ich auch schon wieder sehr gespannt drauf, wie es da weitergeht. Wir werden morgen so die eine oder andere Nebenmission machen. Da haben wir in Valheim noch eine Nebenmission mit irgendeinem Stor, wo wir machen müssen. Wie gesagt, da geht es morgen um 5 Uhr weiter. Genau, ansonsten, ja, sage ich, also ich weiß, dass halt unfassbar viele Leute da waren. Das freut mich unfassbar stark. Auch nochmal an alle neuen Follower, die wo gestern auf Hike gefollowt haben, die wo vermutlich über den Twitch-Clip auf Twitch Clips Germany zu mir gekommen haben. Danke, dass ihr da habt, danke, dass ihr gefollowt habt. Auch vielleicht für alle Neuer, die wo gerade da sind, die wo da vielleicht schon mal da waren oder halt das erste Mal da haben. Wenn dir gefällt, was du da sagst, dann drück gerne mal auf den Following-Button. 2 vor 200, sage ich da nur, eine runde Zahl ist immer schöner als wie so eine unrunde, sage ich jetzt mal. Ja. Und kommt auch gerne auf meinen Discord-Server. Auf meinen Discord-Server kriegt ihr ja alle Infos, die ihr braucht bezüglich wann ich stream, was sonst so ansteht, was wir spielen und so weiter und so fort. Ihr könnt euch gerne mit mir unterhalten, mit den ganzen anderen Leuten, die wo drauf haben. Gerne mal draufkommen, das hat mich wirklich freuen. Und ja, weißt du, kostet nichts. Support ist ja kein Mord, bekanntermaßen. Gut, jetzt schauen wir mal, wer live ist. Mal schauen, wer live ist. Wir warten jetzt 3 Leute. Was hält man von der Sabi? Ich spiele Dead by Daylight, sollen wir zur Sabi gehen? Was meinst du denn? Der Sigi ist auch live, ja stimmt, der spielt Spyro. Was möchtest du denn lieber, Dead by Daylight oder Spyro? Mir ist wurscht. Liegt bei euch. Ja, gleich. Ja gut, jetzt haben wir Horror gespielt, dann sollten wir fast da weiter reden, wo auch Horror ist, oder wie sage ich das? Gehen wir, na, das ist schwierig. Siege, ja, gehen wir zum Siege.
Siege haben wir tatsächlich. Obwohl, glaube ich, viele im Lurk sind. Ja, das ist ja wurscht. Ja, ey, Leute, ich glaube, gehen wir heute zum Siege tatsächlich. Den haben wir erstens einmal schon lange nicht mehr geredet. Der ist fast nie oder nicht so oft online. Ja, da war es, glaube ich, so eine ganz gute Geschichte, wenn man einen Siege heute erwischt. Dann gehen wir zum Siege. Der spielt Spyro. Ist, glaube ich, ein ganz gemütlicher Titel, den kann man sich definitiv einmal geben. Ich selber habe auch noch nie ein Spyro gespielt, können vielleicht noch. Ja, da ist eine Remastered-Version gekommen. Schauen wir einfach einmal. Ja, wer den Sigi nicht kennt, Sigi ist Moderator bei mir, unter anderem. Ja, ist auch schon lange dabei, spricht auch bayerisch, also das ist der bayerischen Sprache bemächtigt. Manchmal redet er aber nicht bayerisch im Stream, aber das macht ja nichts. Raid Command, oh, Kathi haut einen Raid Command ein, sehr gut, und jetzt gibt es einmal für Subs und für Non-Subs. Non-Subs. Ja, kopieren und einfügen. Dann kennen Sie der Sigi aus, was geschlagen hat. Da muss Bassi-Gänger mal drüber rumpeln. Ansonsten sage ich vielen lieben Dank fürs Zuschauen, für die rege Teilnahme heute. Ich hoffe, euch hat's taugt. Also ich war positiv überrascht vom DLC. Denken an den restlichen schönen ersten Advent. Wir sehen uns dann morgen wieder um 17 Uhr zu God of War. Das schreibe ich aber noch, wie gesagt, noch ins Discord rein. Wie gesagt, gern joinen. Und ja, viel Spaß beim Siege, viel Spaß bei Spyro. Habe die, ich bin für heute raus. Macht's es gut und hoffentlich bis morgen. Ciao, ciao und pfiat euch.